Herzlich willkommen zu unserem Steuerwebinar vom Riders Collective ÖGB wieder Arbeiterkammer. Auf jeden Fall einmal herzlichen Dank, dass ihr alle da so großes Interesse bekundet habt. Wir haben 140 Teilnehmer eigentlich. Wir werden noch 1-2 Minuten warten, dass Leute noch beitreten können. Zunächst möchte ich mich einmal bei unserem Experten vom Dienst bedanken, Herrn Manfred Georg Korn von der Arbeiterkammer, bei Alex und Roli von der Technik, bei Daniela für den Raum natürlich, bei Blasch für den technischen Support, der dann stattfindet während des Ablaufes, und natürlich Arbeiterkammer, wieder und ÖGB, die das ermöglicht haben, weil wir als Riders Collective ja Teil von der WIDA bzw. vom ÖGB sind. Und ich würde die Gelegenheit kurz nutzen, um euch das zu zeigen. Also wir machen immer wieder Veranstaltungen, Webinare, live, so gut es halt geht natürlich in der jetzigen Situation. Aber checkt euch auf jeden Fall einmal, wenn ihr es nicht schon kennt, unsere Website aus, riderscollective.at. Da haben wir dann auch die Videoaufzeichnung mit englischen Untertiteln im Endeffekt wird dann draufkommen. Wir haben auch Podcasts, wir haben immer wieder Artikel, die wir posten, und das Ganze wird noch umgebaut mit Tipps und Tricks und alles Mögliche, was man für den Job einfach auch braucht. Folgt uns auf Facebook und Instagram, da werden wir auch immer wieder über neue Veranstaltungen und so weiter halt natürlich informieren. Und ein kleiner, ganz wichtiger Hinweis: Support us. Also wenn euch taugt, was wir machen, ja, werdet Gewerkschaftsmitglieder. Es ist wichtig für echte Dienstnehmer, es ist wichtig für freie Dienstnehmer, damit wir ordentliche Arbeitsverhältnisse haben, damit wir solche Sachen auch bieten können, ist es halt einfach relevant, dass man sich bei uns anmeldet, und ist für geringfügig 3,50, freie Dienstnehmer 10 Euro. Man hat sehr viele Vorteile, Rechtsberatung, und es ist halt einfach auch das Solidarprinzip, was hier schlagend wird. Aber so viel meiner Worte einmal dazu. Wir werden kurz organisatorisch, Blasch und der Manfred werden dann der Manfred wird dann durch die ganze Veranstaltung referieren. Und genau, wir werden um 15:15 ungefähr eine 10-Minuten-Pause einlegen, damit das nicht so anstrengend ist. Ich würde euch alle bitten, gemutet zu sein, und wenn ihr Fragen habt, ich werde das alles im Chat weiterverfolgen, mitschreiben, und wir werden dann am Ende auf die Fragen eingehen. Und wieso am Ende? Weil wir eben eine Videoaufzeichnung aus dem Ganzen machen wollen, damit wir das dann halt später auch noch zur Verfügung stellen können, den Kollegen und Kolleginnen, die heute nicht teilnehmen können oder nicht alles sofort angekommen ist, so wie es soll. Gut, so viel von meiner Seite, von meinen Worten, und ich übergebe jetzt an Manfred und Blasch. Ja, hallo auch von meiner Seite. Robert hat das Wesentliche schon erklärt. Ich werde jetzt ein bisschen ins Englisch wechseln. Hello everybody, just like a short notice, I don't know how much of you understand English, but the main presentation from our guest, Herr Manfred, will be held in German, but then if you have any questions whatsoever, you can easily write them in English, and then we will try to manage them in English. Yeah, so we can start with it. Just give me a second to share my screen. Okay, Manfred. Gut, dann darf ich euch auch begrüßen. Wir werden heute den Nachmittag zusammen verbringen und werden schauen, dass wir für möglichst viele auch irgendwelche Ergebnisse bringen. Wobei, vorsichtshalber sage ich gleich, wir werden definitiv nicht alles beantworten können, sei es fachlich, sei es aus Zeitgründen, egal. Ich möchte nur, was ich persönlich ganz gerne hätte, ist, dass zumindest ein paar von euch tatsächlich auch etwas damit anfangen können, also dass auch ein paar Gruppen von uns tatsächlich mit Lösungen aus der Geschichte rausgehen. Was wir zunächst einmal haben, ist, wir haben Fahrradbotinnen und Boten, die als Angestellte arbeiten, und wir haben Fahrradbotinnen und Boten, die auf Honorarbasis, eben freier Dienstvertrag in aller Regel arbeiten.
Und steuerrechtlich macht das sehr wohl einen Unterschied aus, weil wenn jemand in einem echten Dienstverhältnis steht, dann ist egal, ob er jetzt beim Lieferantenservice angestellt ist oder bei der Arbeiterkammer, er hat so oder so Einkünfte aus nicht selbstständiger Arbeit. Das heißt, dann läuft es ein bisschen nach Schema F. Und dadurch, dass mir gesagt wurde, dass der überwiegendste Teil der Anmeldungen und der Personen, die da sind, auf Honorarbasis arbeiten, also freie Dienstnehmer sind, werde ich jetzt zuerst im ersten Teil allgemeine Sachen sagen, die für jeden interessant hoffentlich sind, plus ich werde auf die echten Dienstverhältnisse mehr eingehen, mit dem kleinen Hintergrund, dass die dann echte Dienstverhältnisse haben und die der zweite Teil nicht mehr interessiert, in Wirklichkeit aussteigen können, wenn sie es wollen, weil sie ja dann mit selbstständiger Gewinnermittlung und mit Betriebseinnahmen und Betriebsausgaben eigentlich gar nichts mehr zu tun haben. Und da fange ich sozusagen mit dem kleineren Teil an, weil der dann schneller erledigt ist und die Leute dann auch schneller draußen sind und nicht ewig lang warten müssen. Das bedeutet, allgemein fange ich mal an, das wäre jetzt ein und für sich für mich komplett normal, da wäre das Publikum auch egal. Allgemein fange ich jetzt mal an mit der Steuererklärung an sich. Ob ich nach einer Einkommensteuererklärung abgeben muss, weil ich eben freier Dienstnehmer bin, oder ob ich eine Arbeitnehmerveranlagung durchführe, weil ich eben angestellt bin, das ist bei vielen Sachen einfach komplett egal. Das sage ich übrigens so zur Sicherheit, aber das ist sozusagen quasi Eulen nach Athen tragen. Wenn ihr freie Dienstverträge habt, dann seid ihr steuerrechtlich Selbstständige. Ihr habt betriebliche Einkünfte, so komisch es klingt, weil ihr seid ja in Wirklichkeit kein Betrieb, aber ihr habt betriebliche Einkünfte und ihr geltet steuerrechtlich als betrieblich. Und die Unterscheidung, wobei mir gesagt wurde, auch vom Robert, auf Werkvertrag sozusagen fahren nicht wahnsinnig viele oder gar niemand vielleicht sogar. Das wäre jetzt aber auch egal. Wenn jemand von euch doch dabei sitzt und der hat einen Werkvertrag, meinetwegen auch irgendwo anders, dann ist die steuerliche Geschichte, die wir dann reden, für die Person genauso relevant, weil die Steuer zwischen Werkvertrag und freien Dienstwagen überhaupt nicht unterscheidet. Wir kennen die Ausdrücke in der Steuer gar nicht, sind nur in der sozialversicherungsrechtlichen Beurteilung relevant, aber nicht in der Steuer. Das heißt, auch der Werkvertragsnehmer hat eben selbstständige Einkünfte, genau wie der freie Dienstnehmer. Aber jetzt, wie gesagt, damit ich mal eine Gruppe halbwegs abschließen kann, fange ich mit allgemeinen Sachen an und noch einmal, auch für euch freie Dienstnehmer, auch für euch sind solche Sachen wie Fristen, Rechtsmittel, Familiengeschichte interessant. Aber noch einmal, ich werde es nicht ausbauen, ich werde es relativ kurz durchgehen, deswegen wundert euch nicht, dass ich andauernd zu dir rüberschaue, zu meinem Kollegen und ihm sage, wir brauchen die nächste Folie. Das heißt, wir werden reden jetzt einmal über, wann muss ich als Arbeitnehmer den Steuerausgleich machen, was gibt es für Fristen. Sowas wie Negativsteuer werden wir erwähnen, was wiederum für echte Dienstnehmer sehr wichtig sein kann, aber nicht für freie Dienstnehmer. Über Familien möchte ich nur kurz die Stichwörter fallen lassen, weil es können ja auch Familien unter den Fahrern dabei sein. Mit Familie meine ich Kinder. Und das werden wir jetzt einfach mal kurz durchgehen. Das heißt, wir würden schon zur ersten Folie wandern und schauen, was wir da finden. Das meine ich jetzt zum Beispiel, ja genau. Du kannst aber schon gleich weitergehen, weil... Passt. Ja. Jetzt gehen wir schon mal auf die erste. Und noch einmal, freie Dienstnehmer, unter Anführungszeichen geduldig sein. Auch jetzt ist für euch was dabei, aber ihr kommt in Wirklichkeit erst später. Bedeutet, wenn ich Arbeitnehmer bin, Arbeitnehmerin bin und ich bin angestellt, und das seid ihr eben aufgrund des Kollektivvertrags, den ihr, glaube ich, eigentlich super hinbekommen habt, wenn ich zum Robert drüber schaue, habt ihr jetzt ja auch langsam ein bisschen ein rechtliches Gefüge und eine Absicherung. Ihr seid Arbeitnehmer wie jeder andere auch. Das bedeutet, der Arbeitgeber zieht euch in Wirklichkeit ganz normal die Lohnsteuer ab. Und wenn ihr den Steuerausgleich macht, dann wird die Lohnsteuer vom Finanzamt neu berechnet. Und falls irgendwelche Absetzposten sind, zu denen komme ich natürlich noch, kann man die in der Arbeitnehmerveranlagung geltend machen. Was auch nicht ganz unwichtig ist, weil bei euch gibt es auch definitiv Kombinationen. Es behauptet ja kein Mensch, dass ihr ausschließlich in dem Job tätig seid. Ihr könnt ja auch Kombinationen haben. Das bedeutet, die Arbeitnehmerveranlagung, der frühere Lohnsteuerausgleich, der kann nur gemacht werden, wenn man ausschließlich nicht selbstständige Einkünfte hat. Das heißt, wenn jemand Nebeneinkünfte hat, Selbstständige oder meinetwegen sogar Vermietung, Verpachtung, also sämtliche anderen Einkünfte, dann würde er nicht mehr die Arbeitnehmerveranlagung durchführen können, sondern er müsste stattdessen die Einkommensteuererklärung machen. Das ist aber nur ein Formularwechsel, den man auch per Online
locker machen kann, aber dazu kommen wir sicher noch später. Umgekehrt noch einmal für euch freie Dienstnehmer, was interessiert euch die ANV, was interessiert euch das Formular L1? Ihr gebt ja sowieso eine Einkommensteuererklärung ab. Aber jetzt einmal war die fachliche Aussage die, wenn ausschließlich jemand von euch nur angestellt ist, dann ist für ihn nur die ANV, nur das Formular L1 interessant. Hat jemand ein Dienstverhältnis, arbeitet aber nebenbei noch selbstständig irgendwo, egal wo, und hat aus diesen Nebeneinkünften mehr als 730 Euro Gewinn im Jahr, das ist eine wichtige Grenze, die ich auch noch öfters erwähnen werde, aber in der Kombination echtes Dienstverhältnis, selbstständige Tätigkeit ist maßgeblich, wenn ich nebenbei selbstständige Einkünfte habe und die sind über 730 Euro im Jahr, dann muss ich wieder wechseln das Formular, nämlich von der Arbeitnehmerveranlagung auf die Einkommensteuererklärung. Allerletzter Satz zu dem Thema und dann gehen wir auch weiter. Jetzt können wir ja mich nehmen, das ist komplett egal. Ich bin ganz normaler Angestellter. Wenn ich selbstständige Nebeneinkünfte hätte, weil ich am Wochenende irgendwas auf Honorarbasis mache und ich würde im Jahr einen Gewinn von 10.000 Euro aufgrund dieser selbstständigen Tätigkeit erzielen, müsste ich statt der ANV eben das E1-Formular abgeben, also eine Einkommensteuererklärung abgeben, weil ich eben eine Kombination habe. Und jetzt schauen wir uns einfach an, was als nächstes kommt. Auch das betrifft rein nur Arbeitnehmer momentan. Pflichtveranlagung, Antragsveranlagung. Trotzdem ist es wichtig, dass ich es rüberkriege. Ich habe zuerst am Anfang kurz gesagt gehabt, ich glaube nicht, dass wir alle 100% zufrieden sein werden. Das glaube ich beim besten Willen nicht. Dazu ist das Thema zu komplex und dazu sind auch die Interessen zu verschieden. Aber das sind so Sachen, die schon auch wichtig sind und die man sich als Arbeitnehmer einfach merken sollte. Der Steuerausgleich hat unter Anführungszeichen, wenn du so möchtest, einen Vorteil. Entweder ich mache es freiwillig, weil ich glaube, etwas zurückzubekommen, dann ist es eine Antragsveranlagung. Das bedeutet wiederum, ich müsste es nicht machen und es kann zu keiner Nachzahlung kommen, weil dadurch, dass ich es freiwillig mache, hoffe ich ja was zu bekommen. Sollte das aber nicht stimmen, kann ich den Antrag wieder zurückziehen. Das heißt, ich kann dem Finanzamt sagen, hätte ich gewusst, dass ich zahlen muss, hätte ich es ja gar nicht gemacht. Und natürlich in eurer Generation, ihr macht das, glaube ich, sowieso zu 3/4 oder wahrscheinlich 4/5 online, nehme ich mal fast an. Wenn du Arbeitnehmer bist und du rechnest es dann durch im Online und bei der Vorausberechnung kommt eine Nachzahlung raus, dann schickst du es gar nicht ab. Das ist also der erste Vorteil von der Antragsveranlagung. Wenn ich es freiwillig mache, muss ich es nicht abgeben, wenn das Ergebnis negativ sein sollte. Und wenn ich es doch abgegeben habe, dann kann ich mittels einer Beschwerde, zu der ich später noch kurz komme, den Antrag auf Arbeitnehmerveranlagung auch wieder zurückziehen. Das Gegenstück dazu ist die Pflichtveranlagung. Die Pflichtveranlagung mache ich auch relativ kurz, möchte ich aber trotzdem erwähnt haben, bedeutet, ob du willst oder nicht, du musst den Steuerausgleich machen, die Arbeitnehmerveranlagung durchführen, weil du dazu verpflichtet bist. Gründe, die für uns in der Praxis eine Rolle spielen können, wäre bei euch in meiner Denkart, dass ihr eben gleichzeitig 2 Jobs habt. Es ist ja nicht in Stein gemeißelt, dass ihr ausschließlich bei einem von den Servicediensten arbeitet. Es kann auch sein, dass ihr am Wochenende noch irgendwo anders angestellt seid, weil ihr das Geld braucht. Das heißt also, du hast 2 bezugsauszahlende Stellen. Das ist dann eine Pflichtveranlagung. Einer der Gründe, der am häufigsten vorkommt. Der zweite Grund, der bei euch auch eben vorkommen könnte, den ich schon kurz erwähnt habe, ist, wenn du auch auf die nächste Seite probierst zu gehen, wäre das auch schon gut, weil ich glaube, da stehen die Gründe. Der zweite Grund wäre der, dass du eben neben deinem Dienstverhältnis auch auf Honorarbasis arbeitest und mehr als diese, was jetzt hier auch stehen, mehr als diese 730 Euro nebenbei als Selbstständiger verdienst. Auch das ist eine Pflichtveranlagung. Also auch wenn ich wieder mich nehmen darf, wenn ich in meinem normalen Dienstverhältnis nebenbei auf Honorar arbeite und ich verdiene mehr als diese 1.000 Euro pro Jahr, muss ich die Steuererklärung abgeben, ob ich will oder nicht. Ich habe eine Pflichtveranlagung, nur da habe ich schon gesagt gehabt, ich müsste das Formular wechseln. Ich dürfte dann nicht mehr die ANV durchführen, sondern müsste die Einkommensteuererklärung abgeben. Aber es sind Pflichtveranlagungsgründe. Die Auswirkungen sind eben die dort stehen. Ich sage nochmal die wichtigsten dazu. Logischerweise, wenn ich die Pflicht habe, eine Steuererklärung abzugeben, kann ich es auch nicht Ton aus. Zurückziehen. Da warten wir jetzt kurz. Ganz kurz, ja. Kannst du auf die nächste Folie gehen, wenn es bei dir geht? Sorry, da hat sich irgendeiner vorher rein. Ich weiß nicht, wie das Irgendjemand gemacht hat uns gehackt. Also Ja, gehackt. ja. Irgendjemand hat. Irgendwas Komisches. Lars, hast du uns auch? Vielleicht hast du uns gemutet. Ja, warte, ich check mal. Einfach wieder einschalten, das Mikro.
Sorry, Manfred. Sprich mal weiter, bitte. Ja, funktioniert es wieder? Oder Funktioniert wieder. kurz im Chat alle Teilnehmenden, habt ihr wieder Ton bei uns? Oder? 6 neue Nachrichten. Ja, passt. Geht wieder. Danke. Lauter machen, sagen Sie. Ich weiß nicht, ob wir das lauter machen können. Gut, dann kann ich auch wieder fortfahren. Stimmt's? Ja, passt. Ja, ihr habt nicht viel verpasst. Die Pause war vielleicht 1 Minute. Ich war gerade dabei zu sagen, wenn es eine Pflichtveranlagung ist, das sagt doch der Name, dann bin ich verpflichtet, den Steuerausgleich zu machen. Die Fristen jetzt egal. Unter Anführungszeichen altmodisch. Das heißt, wenn ich es in Papierform mache, bis zum 30.04. des nächsten Jahres. Und bei elektronischer Übermittlung ist es meistens der Herbst des Folgejahres. Also sozusagen kein Stress. Ich nenne euch jetzt nur, weil ich gesagt habe, ich möchte da jetzt sozusagen nur die Eckpunkte erwähnen. Wenn ich verpflichtet bin, gibt es eben Fristen, bis zu dem ich es machen muss. Wenn ich es aber freiwillig mache, habe ich 5 Jahre Zeit, die Arbeitnehmerveranlagung durchzuführen. Also da steht noch 2019 bis Ende 2024. Wenn ich 2020, könnte ich bis Ende 2025 machen. Das heißt, da absolut stressfrei. Wenn jemand Arbeitnehmer ist und er hat keine Pflichtveranlagung, weil er eben sonst nichts anderes hat, kann er den Steuerausgleich noch 3, 4 Jahre später machen, wenn er auf die Idee kommt, also bis zu 5 Jahren, auf die Idee kommt, dass es ihm was bringen könnte. Das sind jetzt, wie gesagt, ich mache nur das, was ich glaube, was für euch von Relevanz sein könnte. Es gibt mehrere Pflichtveranlagungsgründe und nochmal, ich weiß schon, wahrscheinlich wiederhole ich mich 20 Mal, aber wir sind bei der Arbeitnehmerveranlagung. Bei den Selbstständigen, die müssen sowieso abgeben. Wenn ihr freie Dienstverträge habt, ihr müsst sowieso die Steuererklärung abgeben, das wisst ihr und dazu komme ich später. Aber jetzt bin ich bei den Arbeitnehmern. Das heißt, die Pflichtveranlagungsgründe, die was in der Praxis vorkommen können, ist das der erste, der steht Krankengeld. Wenn ihr Krankengeld bekommt, weil ihr längere Zeit krank seid von der österreichischen Gesundheitskasse, wie sie jetzt heißt, dann ist das eine Pflichtveranlagung. Deswegen, weil die Krankenkasse bei Auszahlung viel zu wenig Steuer abzieht und im Nachhinein das Finanzamt die normale Steuer zurückverlangt. Und wenn ich Krankengeld von der Krankenkasse bekommen habe, also nicht vom Arbeitgeber, sondern von der Krankenkasse, muss ich die Arbeitnehmerveranlagung durchführen, ob ich will oder nicht. Und wenn es zu einer Nachzahlung kommt, muss ich zahlen, ob ich will oder nicht. Alle anderen Gründe, die da stehen, lasse ich jetzt weg, weil Heeresgebühren und BUAG, also Bauarbeit Urlaubskasse, wird euch relativ wenig interessieren. Übrigens, bevor ich es vergesse, was hier steht auf den Folien, ist 1:1 das ganz Gleiche, wie es in unserer Steuersparbroschüre drin ist. Ich hebe jetzt mal rein, aber ich habe keine Ahnung, ob die jemand sieht, ist auch komplett egal. Ihr könnt auf der Homepage der Arbeiterkammer, das ist also www.arbeiterkammer.at, könnt ihr dieses Steuersparen 2021 euch entweder runterladen oder ihr könnt es dann auch eher Papierform bestellen. Diese Broschüre ist rein für die Arbeitnehmerveranlagung und ein kleiner Teil ist auch für Selbstständige drin, aber ein ganz kleiner Teil nur, weil wir grundsätzlich nur für Arbeitnehmer zuständig sind. In dieser Broschüre ist alles drin, was ich rede. Also egal, wer jetzt aussteigt, wer nicht aussteigt, das ist relativ egal. Auch zum Beispiel diese Pflichtveranlagungsgründe stehen 1:1 in der Broschüre drinnen und ich zeige sie noch mal kurz rein, obwohl die jetzt angemalt ist, weil es meine private ist. Aber das Prinzip ist es gleich. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, die ist gut. Ich sage das objektiv, die ist gut, weil alle solche Kleinigkeiten kann man in Ruhe nachlesen, ohne Stress zu haben. Gut, aber die Pflichtveranlagungsgründe interessieren uns jetzt gar nicht mehr, weil den einzigen, der uns eigentlich interessiert, ist in der Praxis das Krankengeld. Das heißt, wir können schon weitergehen. Auch das ist, genau, da gefällt es mir auch schon ganz gut. Die Pflichtveranlagungsgründe sind eigentlich auch uninteressant, weil die haben wir jetzt hier bei unserem Thema nicht. Der einzige, was wirklich wichtig war, und den habe ich bereits erwähnt, das ist eben zeitweise mehrere nicht selbstständige Einkünfte. Das ist das, was ich bereits gesagt habe. Ich unterstelle euch ganz einfach, dass ihr in einigen Fällen nicht nur ausschließlich bei einer von den Diensten arbeitet, sondern ihr habt noch irgendwo einen anderen Job und sei es geringfügig beschäftigt irgendwo. Dann müsst ihr eine Steuererklärung abgeben. Und jetzt kommt ein langsamer Satz und ein Satz, den ihr euch auch merken solltet. Sonst ist vieles, was man einfach überhören kann, wenn man so möchte. Ein wichtiger Satz ist der Begriff Geringfügigkeitsgrenze wird euch in vielen Fällen bekannt sein. Da heißt es immer, ich bin geringfügig beschäftigt. Die Geringfügigkeitsgrenze ist heuer 475,86 €. Das heißt, wenn jemand unter diesen 475,86 € verdient, gilt er als geringfügig beschäftigt. Aber der große Irrtum, der immer noch da ist und der auch gar nicht so selten vorkommt, ist folgender. Du glaubst, dass du bis zu diesen 475 € steuerfrei dazu verdienen darfst. Das ist nicht richtig. Es ist grundsätzlich jeder Euro steuerpflichtig, den du verdienst,
wenn du überhaupt steuerpflichtig bist, also wenn du überhaupt die Jahressteuerpflichtgrenze überschritten hast, zu der ich übrigens gleich kommen werde, aber davor noch, und das ist mir nicht ganz unwichtig. Wenn ich heute bei Lieferando arbeite, ich sage das jetzt nur als Name, und nebenbei bin ich bei irgendwo geringfügig beschäftigt und verdiene 200 Euro dazu, dann wäre es grundfalsch zu sagen, ich bin da ja geringfügig beschäftigt, verdiene 200 Euro, das heißt, das darf ich steuerfrei dazu verdienen. Das böse Erwachen erfolgt dann später, nämlich das böse Erwachen dahingehend, dass du für die 200 Euro Steuer wirst nachzahlen müssen. Und wie kommt das Finanzamt drauf? Einfach deswegen, weil alle Arbeitgeber den Jahreslohnzettel ans Finanzamt schicken müssen. Das heißt, auch der Arbeitgeber, wo du geringfügig beschäftigt warst, der hat es ja brutto für netto ausbezahlt, der zieht ja nichts ab. Aber der schickt es ans Finanzamt und danach kommt das Finanzamt und sagt, du hast im Jahr 2.400 Euro zusätzlich verdient zu deinem normalen Job, du zahlst uns jetzt Steuer nach. Also passt da auf, lasst euch nicht täuschen, den Begriff Geringfügigkeitsgrenze gibt es im Steuerrecht nicht. Den Satz erlaube ich mir noch, obwohl er nur bedingt dazu gehört, zu sagen, ich habe jetzt gerade gesagt, wenn ihr geringfügig beschäftigt irgendwo seid, ihr zahlt im Nachhinein dafür Steuer. Das ist akzeptiert. Was ich auch noch zur Sicherheit sage, das gilt auch für die Gesundheitskasse, für die Sozialversicherung. Das bedeutet, wenn du geringfügig beschäftigt bist, irgendwo neben Lieferando, neben irgendeinem Job oder ich neben der Arbeiterkammer, dann zahle ich im Nachhinein für die geringfügige Beschäftigung, für diese maximal 475 Euro Steuer, das wissen wir jetzt schon, aber auch Sozialversicherung, rund 14%. Das heißt also, da kommt die Gebietskrankenkasse weg, da kommt die Steuer weg. Und wenn jetzt jemand denken würde, wie viel soll ich mir da zurücklegen und mich fragen könnte, dann würde ich ihm sagen, leg dir die Hälfte weg. Steuer und Sozialversicherung bist du nie falsch, wenn du dir die Hälfte mal weglegst aus Sicherheitsgründen. Das heißt, ich verdiene 400 Euro dazu und rechne jetzt mal damit, dass 200 Euro im Nachhinein für Finanzamt und für Gebietskrankenkasse, also für Gesundheitskasse, im Nachhinein weggeht. Robert, hast du eine Frage? Ich hätte eine Frage, nämlich, wenn ich einfach jetzt sage, naja, ich gebe einfach gar nichts an, also von mir aus, ich werde nicht von mir aus aktiv, wie viel nach hinten quasi kann das Finanzamt oder die Sozialversicherung sich bei mir melden und die machen das ja dann auch, oder? Damit wir das einmal kurz nur... Ja, sagen wir es zur Sicherheit. Erstens mal, Robert fragt, ich mache jetzt aktiv gar nichts und ich warte mal, was passiert. Antwort ist folgende. Du wirst nicht wahnsinnig lange warten, weil das Finanzamt, die haben ja den Jahreslohnzettel, die wissen, dass du 2 bezugsauszahlendes Stellen hast. Das heißt, die rühren sich in der Praxis immer schon im Sommer, weil die Abgabepflicht wäre der September des Folgejahres in dieser Konstellation. Das heißt, im Jahr 2020 war ich in einem echten Dienstverhältnis bei der Firma X und nebenbei noch geringfügig beschäftigt oder in einem zweiten Dienstverhältnis bei der Firma Y. Ich sage sogar 95% aller Fälle, ich könnte auch vielleicht mehr sagen, da kriegst du sowieso den Brief vom Finanzamt, dass du die abgeben sollst. Das passiert immer im Sommer, weil im September eben die Frist wäre. Und sollte dich das Finanzamt übersehen, mach dir keine Hoffnungen, denn 5 Jahre lang geht das Ganze rückwirkend. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, und das ist ja, wenn ich jetzt sage, da rede ich aus der Praxis, rede ich deswegen aus der Praxis, weil das haben wir in der Arbeiterkammer. Wir sind ja für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zuständig. Und da erleben wir es nie, dass da nach 3, 4 Jahren noch das Finanzamt kommt und sagt, du hast damals eine zweite Firma gehabt, denn die sind alle schon viel früher gekommen. Also da macht ihr keine Hoffnungen. Danke. Gut, aber ich habe jetzt andauernd geredet, von wegen leg dir was zurück und es könnte sein, dass du noch Steuern nachzahlen musst. Habe aber auch schon gesagt gehabt, das muss nicht unbedingt sein, weil es gibt ja ein steuerfreies Existenzminimum. Und dieses steuerfreie Existenzminimum beträgt, wenn ich Einkünfte aus einem echten Dienstverhältnis habe, pro Jahr 12.000 Euro. Und jetzt gleich für uns freie Dienstnehmer dazu, wenn ich ausschließlich selbstständig bin, also ausschließlich auf freien Dienstvertrag zum Beispiel arbeite, fängt die Steuerpflicht erst an, wenn mein Einkommen, damit ist gemeint der Gewinn, Einnahmen abzüglich Ausgaben, und wie man ihn ermittelt, ist ja genau später noch unser Thema, aber nicht gerade in der Sekunde. Aber diese Grenzen bedeuten als freier Dienstnehmer, wenn du das nur nebenbei machst und dein Gewinn pro Jahr ist unter 11.000 Euro, dann bist du ja gar nicht steuerpflichtig. Und das für Arbeitnehmer ist die Grenze eben um 1.000 Euro höher, da ist es 12.000 Euro. Das bedeutet, unter dieser Grenze bin ich nicht steuerpflichtig. Den Satz gestattet mir noch, ich verdiene 700 Euro netto, weil ich mache es nur Teilzeit. Ich verdiene 700 Euro netto bei Lieferando, egal wo. Nebenbei bin ich noch geringfügig beschäftigt und verdiene 300 Euro bei der Firma X. Das sind 1.000 Euro im Monat. Da bin ich unter den 12.000 Euro. Das heißt, ich zahle keine Steuer. Da bin ich zwar nebenbei geringfügig beschäftigt und ich rede andauernd davon, dass du Steuer nachzahlst, aber mein Jahreseinkommen ist unter der Grenze. Das bedeutet für uns jetzt hier, es wird übrigens dann nochmal gleich wichtig werden, wenn du unter diesem steuerfreien Existenzminimum bist, dann zahlst du gar keine Steuer. Letzter Satz als Vorgriff.
wenn ich als freier Dienstnehmer tätig bin und mein Gewinn beträgt 8.000 Euro im Jahr und ich habe sonst nichts, dann zahle ich ganz einfach keine Steuer, weil ich eben die 11.000 Euro nicht überschreite. Zu dem kommen wir zwar auch noch alles, aber jetzt wissen wir schon mal, das betrifft nur Leute, die mehr als 12.000 Euro verdienen. Und so einfach es klingt, aber es ist nicht falsch. Ihr könnt einfach ganz primitiv sagen, wenn du im Monat mehr als 1.000 Euro netto verdienst, dann wirst du die Grenze in etwa überschreiten. Das ist eine grobe Richtlinie. Das heißt, wir können dann schon weiter wandern, weil wir haben jetzt die wichtigen Veranlagungsgrenzen mal gehabt. Und jetzt kommen wir schon gleich zur nächsten Folie. Ja, das ist, möchte ich auch erwähnen, ich habe ja Zeit, die antragslose Veranlagung. Die antragslose Veranlagung, die gibt es noch nicht ewig lange. Könnte aber auch, und ich bin da relativ sicher, ohne euer Metier zu kennen, auch das könnte zum Teil für euch erschlagend geworden sein und auch werden. Wenn jetzt hier Leute dabei sind, die angestellt sind, wir reden immer nur von Angestellten momentan, wenn Leute dabei sind, die angestellt sind, die aber wenig verdienen, und das Finanzamt sieht aufgrund der Aktenlage, dass da eine Gutschrift rauskommen müsste, ohne dass irgendwelche Absetzposten geltend gemacht worden sind, dann wird vom Finanzamt automatisch diese sogenannte antragslose Veranlagung vorgenommen. Ich bin fast sicher, ich möchte jetzt nicht wetten und nicht rumtun, aber ich bin fast sicher, dass von den 140 Leuten 14 Leute, also 1% garantiert dabei sind, die haben diesen Bescheid vom Finanzamt schon bekommen, nämlich die antragslose Veranlagung, wo sie eine Gutschrift bekommen haben, ohne dass sie jemals den Steuerausgleich durchgeführt haben. Für uns nur relevant ist Folgendes. Diese antragslose Veranlagung ist ganz einfach ein Service, ist in der Praxis komplett unwichtig, weil ich kann immer meinen Steuerausgleich selber machen und sogar dann, wenn ich diese antragslose Veranlagung bekommen habe und zum Schluss komme, ich hätte vielleicht noch mehr bekommen können, wenn ich sie aktiv gemacht hätte, die Arbeitnehmerveranlagung, kann ich ganz problemlos innerhalb von 5 Jahren die ANV, die Arbeitnehmerveranlagung durchführen und dann wird diese automatische Veranlagung automatisch außer Kraft gesetzt. Das heißt, da muss ich keinen Antrag stellen, keine Beschwerde machen, kann nichts machen. Die wird in der Sekunde automatisch außer Kraft gesetzt, sobald ich selber meinen Steuerausgleich mache. Ich hoffe, die Botschaft kommt rüber. Die Botschaft ist die, kümmere dich nicht drum. Ist nur ein reiner Service für Leute, die selber den Steuerausgleich nie machen würden. Für alle, die es selber machen können und wollen, die brauchen sich nicht darum zu kümmern, es tut nicht weh, es ist so, als ob ich es nie bekommen hätte. Ich glaube, das können wir bereits auch schon wieder streichen und zur nächsten Geschichte gehen. Genau, das ist uninteressant, wir können schon gleich zur nächsten gehen. Auch da nur kurz, und da seid ihr jetzt wieder mit euren freien Dienstverträgen im Spiel, weil ich jetzt ganz, ganz kurz nur zur Rechtsmittelgeschichte komme. Und da ist es ja komplett egal. Jeder von uns bekommt einen Einkommensteuerbescheid. Ob ich Arbeitnehmer bin, angestellter Arbeiter bin oder ob ich Selbstständiger bin, freier Dienstnehmer, neuer Selbstständiger, wir kriegen alle einen Einkommensteuerbescheid. Und wenn uns der Bescheid nicht passt, weil wir der Meinung sind, der stimmt nicht, aus welchen Gründen auch immer, ich habe Ausgaben nicht geltend gemacht, die ich hätte geltend machen können, dann kann ich gegen diesen Bescheid eine Beschwerde einbringen. Und da ist das Einzige, was relativ wichtig ist, haltet euch an den Monat, wenn es geht, weil innerhalb von einem Monat ab dem Tag, wo der Bescheid zugestellt wurde, läuft die Rechtsmittelfrist. Das heißt, innerhalb von einem Monat sollte diese Beschwerde auch gemacht werden. Und auch das glaube ich nur, aber ich glaube das relativ sicher. Ihr werdet zu 3/4 alles per Online machen. Ich glaube, die wenigsten machen es noch in Papierform. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich das so anfügen darf, ich selber bin sozusagen irgendwie alterskonservativ, was die neuen Medien anbelangt. Ich habe lieber was in der Hand, aber ich bin komplett umgeschwenkt. Also ich bin jetzt mittlerweile ein Fan von Online. Ich bin der Meinung, Online ist Spitzenklasse, es funktioniert einfach, du bekommst alles schnell zugestellt und du hast es immer auch gut unter Kontrolle, was im Computer ist. Das heißt, wenn du den Bescheid per Online bekommen hast, weil du die Veranlagung bereits online gemacht hast, dann kannst du auch die Beschwerde online machen. Da gibt es so ein Emblem, da steht weitere Service anbringen und dann steht drunter Beschwerde. Dann schreibst du die Beschwerde rein, nämlich was dir nicht passt. Ich habe das und das geltend gemacht oder ich habe das und das vergessen geltend zu machen und dann wird das sofort von dir abgeschickt und dann ist es beim Finanzamt eingelangt und du kriegst die Antwort. Also Baby, einfach. Die eher altmodische Form, die ich zuerst erwähnt habe, ist ganz einfach die, du machst schriftlich eine Beschwerde, schreibst Beschwerde drauf und sagst, warum dir der Bescheid nicht passt. Und dann wartest du, was passiert, solltest das, wie gesagt, innerhalb von einem Monat machen. Langsamer Satz noch. Wenn du die Beschwerde gemacht hast, bekommst du vom gleichen Finanzamt, das im ersten Fall sozusagen gegen dich entschieden hat, bekommst du eine sogenannte Beschwerdevorentscheidung. Das ist quasi die zweite Entscheidung in der Sache, wenn dir die wieder nicht passt.
weil du wieder glaubst, es stimmt nicht, was die gemacht haben, kannst du nochmal einen Vorlageantrag stellen, der heißt auch so, und auch der ist wieder im Online als Vorlageantrag bezeichnet, oder in Papierform schreibst du halt Vorlageantrag hin und dann wird vom BFG, vom Bundesfinanzgericht entschieden und dann ist in Wirklichkeit Schluss für dich. Wenn das Bundesfinanzgericht entscheidet, dann könntest du nur noch zum Verfassungs- oder Verwaltungsgerichtshof gehen und das ist Schwachsinn. Also ich bin seit 25 Jahren in der Arbeiterkammer, bei uns gibt es keinen Rechtsschutz, das heißt, wir unterstützen da nicht, wir vertreten da nicht, wir vertreten sowieso nicht und ich habe noch in 25 Jahren nie erlebt, dass jemand zum Verfassungsgerichtshof gegangen wäre oder zum Verwaltungsgerichtshof, weil es nicht praktikabel ist. Wenn das Bundesfinanzgericht entscheidet, dann muss das fressen. Da sage ich aber wiederum und gar nicht so sehr blauäugig, dass das auch meistens stimmt, weil da entscheidet ein Richterkollegium. Also dann ist es schon fachlich sehr, sehr fundiert. Da wirst du davon ausgehen können, dass es stimmt. Nebenbei wollen wir uns ja nicht in Details verlieren. Das Detail ist für euch ist relevanter zu sagen, der Bescheid selber heißt nicht, dass es verloren ist. Ich kann eine Beschwerde machen. Ich kann sogar gegen die Beschwerde einen Vorlageantrag machen. Und wenn das daneben geht, dann wirst du auch nicht recht gehabt haben. Das war's. Was es auch gibt, ich habe zuerst gesagt gehabt, kümmert euch um den Monat. Was es auch gibt, das ist, was da rechts steht, da steht außerdem möglich Wiederaufnahme, Bescheidaufhebung. Und diese Bescheidaufhebung, die ist eigentlich auch eine relativ lockere Sache. Wenn du den Monat verpasst hast, weil du es nicht gewusst hast oder weil du dich nicht drum gekümmert hast, kannst du innerhalb eines Jahres, ab dem Tag, wo du den Bescheid bekommen hast, kannst du immer noch diesen Antrag auf Bescheidaufhebung stellen. Der ist in Wirklichkeit nichts anderes als eine Beschwerde. Das heißt, da kannst du immer noch deine Sache nachbringen, obwohl du die Beschwerdefrist selber verpasst hast, weil dieser Antrag auf Bescheidaufhebung in 99% der Fälle durchgeht. Das heißt, das gleiche Rechtsmittel in Wirklichkeit, so eine Art von Geschenk, wenn du es möchtest, für die, was da nicht genau drauf schauen. Einen Satz schmeiße ich jetzt ganz kurz rein, weil er mir einfällt und vielleicht später nicht. Wenn ihr online veranlagt, dann habt ihr eigentlich automatisch der elektronischen Bescheidzustellung zugestimmt. Das steht ganz am Anfang bei persönlichen Daten und bei Zustellung. Das heißt, ihr bekommt auch den Bescheid ins Online. Und jetzt schaut natürlich kein Mensch, ich auch nicht, natürlich auch nicht bei mir meine ich damit, schaut doch kein Mensch ständig in das Online rein. Das heißt, du hast da noch die Möglichkeit zu sagen, ich möchte eine E-Mail-Benachrichtigung haben, wenn eine neue Nachricht in Online zugestellt worden ist. Das ist diese Databox, das ist der elektronische Postkasten, jetzt heißt er halt Nachrichten. Das heißt, wenn du das anklickst, ich möchte eine elektronische Benachrichtigung haben, dann bekommst du ein E-Mail, wo drinnen steht, Sie haben eine neue Nachricht in Ihrem Finanz-Online-Konto, schauen Sie bitte nach. Also auch das ist deppensicher, du verpasst es dadurch nicht. Ja. Letzter Satz zu dem Thema, Leute, die halt nicht so technisch affin sind, und die trotzdem die Veranlagung per Online machen, die aber dann nie reinschauen würden, weil sie vielleicht gar keinen Computer zu Hause haben, die haben immer noch die Möglichkeit, die Zustellungsart zu ändern. Das heißt, die können sagen, ich möchte den Bescheid, ich habe zwar die Arbeitnehmerveranlagung per Online gemacht, aber ich möchte den Bescheid nach wie vor mit der Post zugestellt haben. Da muss man auf anklicken, muss sagen, ich verzichte auf die elektronische Zustellung, ich möchte es weiterhin im Postweg haben, dann kommt es nach Hause. Und jetzt nur zur Sicherheit, und zwar langsam, was ich jetzt hier rede, das gilt eben noch, ich sage es eben noch einmal, das gilt auch für freie Dienstnehmer. Das heißt, die Beschwerde ist die ganz gleiche, da wird nicht unterschieden. Der Vorlageantrag ist das gleiche, das Bundesfinanzgericht ist das Gleiche und eben diese Möglichkeit, nach dem Monat noch die Bescheidaufhebung zu machen, gilt auch für freie Dienstnehmer. Der Rechtsmittelweg ist also komplett der gleiche und auch das, was ich jetzt gesagt habe, wenn ihr online veranlagt, mit der Zustellung ist auch das Gleiche. Also auch freie Dienstnehmer klarerweise eigentlich können sagen, ich verzichte auf die elektronische Zustellung, ich möchte es mit der Post haben oder zumindest zu sagen, ja, die elektronische Zustellung ist super, aber ich möchte eine E-Mail-Benachrichtigung haben. Es gilt also 1:1 für beide Gruppen. Das sage ich jetzt auch noch ganz, ganz kurz, das könnte sogar noch später mal kommen. Ich sage es aber jetzt schon. Aussetzungsantrag, was da steht, ist nicht ganz unwichtig. Und auch das gilt eben für euch beide. Also für euch beide meine ich, für dich, freier Dienstnehmer und für dich, echter Arbeitnehmer. Wenn du eine Beschwerde machst, weil du glaubst, dass was nicht stimmt und du hast eine Nachzahlung, dann musst du zur Sicherheit den Betrag, den du zahlen müsstest, laut dem Erstbescheid, musst du aussetzen lassen, weil, und das ist jetzt sozusagen juristisch ausgedrückt, die Beschwerde nicht die Zahlung hemmt. Das heißt, du müsstest zuerst bezahlen, dann ist deine Beschwerde erfolgreich, dann kriegst du das Geld retour. Und um sich das zu sparen, kann man eben in jede Beschwerde reinschreiben, Antrag auf Aussetzung. Das heißt, setzt mir den Betrag aus, den ich euch momentan schulde, weil ich glaube ja gar nicht, dass ich ihn euch schulde, weil ich das und das nicht geltend gemacht habe. Das heißt, dieser Aussetzungsantrag gehört rein. Und was ich jetzt nicht auswendig weiß, ist, ich glaube,
bei der Beschwerde vom Finanzamt, die ja dann schon vorgegeben ist, online, ist der, glaube ich, sogar drinnen. Da bin ich zum hohen Prozentsatz sicher. Wenn nicht, schaut nach. Und wenn er wirklich nicht drinnen wäre, schreibt selber noch drin, Aussetzungsantrag. Ich ersuche bis zur Erledigung meiner Beschwerde den derzeit geschuldeten Betrag auszusetzen. Letzter Satz, aber das eben, glaube ich schon, das sind Sachen, die für uns alle interessant sind, weil wir brauchen es als freier Dienstnehmer, wir brauchen es als echter Dienstnehmer. Raten- und Stundungsansuchen. Jetzt hast du einen Bescheid vom Finanzamt bekommen und hast eine Nachzahlung. Bei freien Dienstnehmern wird das immer so sein, weil freie Dienstnehmer können ja kein Guthaben haben, die können nur eine Nachzahlung kriegen. Jetzt sagst du aber, ich kann das nicht bezahlen, weil es zu viel ist. Jetzt kannst du eben ein Raten- oder Stundungsansuchen stellen. Das wird in der Praxis auch sehr, sehr kulant erledigt. Ratenansuchen heißt, ich schulde euch Betrag X, ich sage jetzt 2.000 €, der stimmt auch, der Betrag, den schuldest du ganz einfach. Du hast das Geld ja auch verdient. Und die 2.000 € kann ich nicht unter einmal bezahlen. Das heißt, dann mache ich ein Ratenansuchen und sage, ich möchte den geschuldeten Betrag monatsweise bezahlen. Der praktische Hinweis von mir ist der, das Finanzamt kann gar nicht anders, als innerhalb von 12 Monaten die Zahlung zu verlangen. Das heißt, wenn du jetzt Betrag 2.000 € schuldest, setze die Raten so an, dass du sie innerhalb von 12 Monaten bezahlen kannst. Sag nicht, ich zahle dir 10 € pro Monat, dann würdest du nämlich 20, keine Ahnung, sehr lange bezahlen, das kann das Finanzamt nicht akzeptieren. Das heißt, dividiere den Betrag durch 12 und wenn die Rate für dich gangbar ist, dann biete sie auch an. Das ist ganz einfach so. Die können nicht anders, ob er will oder nicht. Das heißt, schau, dass du es irgendwie in 12 Monaten bezahlen kannst. Stundungsansuchen, was da dabei steht, Raten- und Stundungsansuchen, kommt in der Praxis extrem selten vor. Stundung würde heißen, ich zahle euch jetzt gar nichts, ich zahle aber in 4 Monaten, weil da läuft mir eine Versicherung aus oder da erbe ich. Also da bekomme ich Geld und dann kann ich die Schuld nur einmal bezahlen. Das ist aber, wie gesagt, nicht sehr praxisrelevant, weil warum soll gerade in 4 oder 6 Monaten Geld herkommen? Da müsstest du schon wirklich, also Erbschaft wirst du nicht gut wissen, aber da müsstest du schon wirklich wissen, es läuft was aus. Das heißt, praktikabel ist das Ratenansuchen und das ist aber problemlos. Da gibt es in der Praxis wirklich keine Probleme. Sei freundlich, sei nett, denke immer dran, dass du keinen Rechtsanspruch drauf hast. Das heißt, wenn du, darf ich jetzt so sagen, wenn du jetzt präpotent auftrittst und sagst, ich zahle das nicht, kann das nicht zahlen und ich zahle es euch in Raten, wenn es unbedingt sein muss, dann hast du keinen Anspruch auf das Ratenansuchen. Das ist eine Goodwill-Sache, wenn du es so möchtest. Das Finanzamt könnte auch sagen, nein, wir geben es dir nicht. Vom Gesetz her, sie dürfen es. Praktisch tun sie das nie, aber verhalte dich normal und sage, ich möchte es innerhalb von 12 Monaten bezahlen. Dann wird es nie auch nur ansatzweise ein Problem geben. Ich hätte noch einen Punkt aus der Praxis, eben auch zur Bescheidaufhebung. Also mir persönlich ist passiert, dass ein bestimmter Arbeitgeber meinen Jahreslohnzettel als Selbstständiger angegeben hat, obwohl ich immer angestellt war. Das heißt, ich habe dann im Folgejahr eben vom Finanzamt 4.500 €, glaube ich, eine Nachforderung bekommen. Hat sich herausgestellt, Lohnverrechnung hat das verhunzt bei diesem bestimmten Arbeitgeber. Und ich habe das dann mit dem Finanzamt eben freundlich zum Klären versucht. Die haben gesagt, ja, passt alles. Und ganz wichtig war dann aber, was mir nicht dazu gesagt worden ist, man muss dann trotzdem formell Beschwerde innerhalb der Frist einlegen gegen diesen Bescheid, damit das aufgehoben war. Auch wenn alles quasi, war ein Irrtum, wird irgendwie nachkorrigiert, also diese ganzen Fristen und sowas und wirklich formelle Schritte durchexerzieren. Und ich kann aus Erfahrung auch sagen, die beim Finanzamt sind, auch wenn man jetzt online quasi nicht ganz so bewandert ist, wo die Formulare versteckt sind, äußerst hilfreich und das hat sich dann alles aufgelöst, aber eben jeden Schritt wirklich mitgehen. Da möchte ich dem Robert ganz kurz recht geben, im Konkreten und auch im Allgemeinen. Telefoniere mit wem du möchtest, rede mit wem du möchtest, aber verlass dich nicht drauf. Mach alles schriftlich. Das heißt, wenn dir jemand am Finanzamt sagen würde, das machen wir schon, das nützt da nichts. Weil nachher weiß die Person, du weißt auch nie, mit wem du geredet hast in Wirklichkeit. Du kommst auch zu der Person nicht mehr. Das heißt, wie du richtig sagst, alles sollte schriftlich sein. Ratenansuchen, das ganz Gleiche. Was nützt dir, wenn dir am Telefon jemand sagt, kein Problem, zahl das, was du meinst und später kommt die Exekution. Das ist alles zu gefährlich. Das heißt, mach alles schriftlich, auch das Ratenansuchen. Es geht übrigens formell auch gar nicht anders. Was der Robert gesagt hat, ist richtig. Verlass dich nicht auf Auskünfte, mach auch das schriftlich. Wenn die sagen, ja, das heben wir schon auf, trotzdem stell schriftlich auch den Antrag dazu, mach eine Beschwerde.
und sozusagen mag komisch klingen. Aber das gilt ja auch, wenn ich jetzt hier rede. Egal, was ich sage, das kann stimmen, muss nicht stimmen. Also auch darauf verlass dich nicht. Wenn du es irgendwo schriftlich siehst, in irgendeinem Buch ist das in Ordnung, aber ansonsten verlass dich auf niemanden, sondern bleib formal und geh eben bei dem Thema jetzt auch, geh den formalen Weg, mach Beschwerden und verlass dich nicht drauf, dass die es beim Finanzamt schon machen werden. Also es ist praktisch richtig, was du sagst, aber auch theoretisch richtig. Mach alles schriftlich. Noch eine kurze Frage bezüglich der Ratenzahlung, also 12 Monate, aber wie ist das dann zum Beispiel jährlich? Kannst du dann jährlich quasi so eine Ratenzahlung verlangen, sagen wir so Niedrigverdiener und du kannst dir das quasi nicht auf einmal leisten, dann kannst du 3 Jahre hintereinander jeweils 12 Monate die Ratenzahlung verlangen? Die Frage habt ihr verstanden, sozusagen rein jetzt wortwahlmäßig, das kann ich ein bisschen lehrerhaft sein, was mir nicht gut gefällt ist, kann ich verlangen. Ich sage es noch einmal, verlangen kannst du gar nichts, du kannst nur einen Antrag stellen. Verlangen klingt so, als ob ich einen Anspruch drauf hätte. Ich sage es nur zur Sicherheit, du hast keinen Anspruch drauf. Aber inhaltlich würde es schon gehen. Du kannst natürlich jedes Jahr wieder neue Ratenansuchen stellen, allerdings, das doch steht, ich weiß nicht, ob ich es gesagt habe, gesagt habe ich es nicht, aber ich weiß nicht, ob es irgendwo steht, du musst auch Zinsen bezahlen, wenn du in Raten bezahlst. Die sind zwar jetzt absolut nicht hoch und auch nicht sehr schlimm, aber trotzdem, es ist auch ein kleiner Kostenfaktor dabei. Du zahlst, wie bei der Bank, du schuldest einfach Geld. Ja. Das heißt, ich persönlich halte wenig davon, das Modell zu spielen, am Motto, ich zahle jedes Jahr in Raten. Ich halte um einiges mehr davon, zu sagen, beim ersten Mal habe ich es nicht gewusst, da bin ich negativ überrascht worden, dass es zu viel ist, aber dann checke ich schon irgendwie, dass das jetzt weiter so gehen wird, auch gerade bei freien Dienstverträgen, weil da wird einfach jedes Jahr die Nachzahlung sein. Das heißt, ich lege mir schon mal was zurück, dass es später nicht unbedingt notwendig ist, immer wieder neue Ratenansuchen zu stellen. Aber, um es nochmal korrekt zu beantworten, es würde schon gehen. Aber eher würde ich drauf schauen, dass du dir was zurücklegst. Plus, das sage ich jetzt auch gleich, das tut aber alles nicht weh, weil auch wenn es später noch kommt bei den Folien, dann kann ich sagen, ich habe es ja eh schon gesagt gehabt, das und da seid jetzt ihr wieder als freie Dienstnehmer auch im Spiel. Es gibt ja auch die sogenannten Einkommensteuervorauszahlungen, die werden viele von euch schon kennen. Das heißt, du veranlagst für ein Jahr, du fängst 2020 an zu arbeiten als Selbstständiger, als freier Dienstnehmer, bekommst eine Nachzahlung in der Höhe von, sage ich jetzt mal 2.000 Euro, egal. Und gleichzeitig mit der Nachzahlung, die du das erste Mal bekommst, weil du hast erst angefangen, bekommst du auch eine Vorauszahlung vorgeschrieben für das laufende Jahr. Dann verlangt das Finanzamt von dir alle 3 Monate 1/4 dieses Betrages, den sie glauben, dass du schuldest. Und der basiert auf dem, was du letztes Jahr geschuldet hast. Das heißt, langsam jetzt auch, was du gesagt hast, von wegen ich kann jedes Jahr einen Ratenansuchen stellen, das passiert in vielen Fällen so oder so nicht, weil du ja dann eh die Vorauszahlung hast und die bekommst du ja dann auch verpflichtend vorgeschrieben, musst du alle 3 Monate voraus bezahlen. Also in der Praxis kommt das gar nicht so oft vor, dass du eben jedes Jahr dich mit Ratenansuchen rüberhandelst, weil du bereits ja die Vorauszahlung leistest. Private Anmerkung von mir, ich will nicht arrogant klingen, weil ich weiß schon, dass es ein finanzielles Problem sein kann, aber die Vorauszahlung selber ist was Gutes, weil genau das eben nicht passiert, dass du Geld nicht ausgibst, das du in Wirklichkeit gar nicht hast, weil das in Wirklichkeit dann für die Steuer weggehen würde. Also ich halte die Vorauszahlung für einen Sicherungsapparat Leuten gegenüber, die es sonst irgendwie nicht checken würden, dass es ja nächstes Jahr wieder zu einer Steuernachzahlung kommt. Ja, ich stimme dir zu. Also, dass es dann wirklich zu keinen unangenehmen Überraschungen kommt und so weiter. Ne? Die kommt. Zu denen kann es eben kommen, aber die Vorauszahlungen nehmen das in vielen Fällen weg. Ja. Gut, aber ich würde sagen, wir haben jetzt das Wichtigste besprochen und wir können auch schon weiter wandern, wenn es für euch okay ist. So, gehen wir zur nächsten Folie. Warte mal. Ja. Das noch oder soll ich weiter? Ich hätte eine Verständnisfrage bei den Problem. Vorauszahlungen. Ja. Weil ich kann in dem einen Jahr, weiß ich nicht, 20.000 verdienen und im nächsten Jahr aber doch nur 15.000 oder sowas. Aber die Vorauszahlung bezieht sich auf die 20.000. Kommen wir da noch hin zu dieser Fragestellung? Nein, wir können sie nämlich gleich beantworten, weil es eigentlich zum Thema dazu passt. Der Robert hat jetzt gesagt, ich habe in einem Jahr 20.000 Euro verdient, habe fürs nächste Jahr eine Vorauszahlung bekommen auf Basis der 20.000 Euro, weil das Finanzamt muss ja von dem ausgehen. Die sagen, du hast 2020 20.000 Euro verdient, wir glauben, dass du doch 2021 diesen Betrag verdienen wirst. Das heißt, die Vorauszahlung ist relativ hoch, weil die eben auf Basis eines höheren Einkommens ist. Heuer aber weißt du von vornherein, es wird weniger sein, weil du nebenbei mehr studieren wirst, keine Ahnung warum auch immer, weil du auf einen Selbsterfahrungstrip nach irgendwo hinfährst und du wirst weniger arbeiten. Dann kannst du absolut problemlos dem Finanzamt sagen, stellt mir bitte die Vorauszahlung auf 0 oder setzt sie mir herab. Was ich jetzt sozusagen ein bisschen so gesagt habe, rein technisch und rein formal, nennt sich's,
Du kannst immer während des Jahres, da bist du an keine Fristen gebunden, einen Herabsetzungsantrag stellen. Einen Herabsetzungsantrag für die Einkommensteuervorauszahlung und da machst du genau das. Da sagst du, da schreibst du dem Finanzamt jetzt im März, schreibst du, ich habe eine Vorauszahlung vorgeschrieben bekommen von 4.000 Euro. Ich werde aber heuer nur noch die Hälfte verdienen von dem, was ich letztes Jahr verdient habe, weil aus dem und dem Grund setzen Sie mir bitte die Vorauszahlung statt 4.000 auf die Hälfte ab, auf 2.000, dann kriegst du das problemlos. Das ist überhaupt gar kein Thema, weil warum du die Frage gestellt hast, war ja deswegen, weil du sagst, das wäre ja ziemlich nicht gut, wenn ich etwas vorauszahlen muss, wo ich schon weiß, ich verdiene es ja gar nicht, weil das ist eine Liquiditätsgeschichte. Das heißt also, du kannst immer problemlos, absolut problemlos einen Antrag auf Herabsetzung oder gar auf Null stellen. Letzter Satz, aber es ist nicht unwichtig, was du gefragt hast, deswegen, vor allem das gilt ja auch für freie Dienstnehmer. Der freie Dienstnehmer hat einfach mehr verdient, jetzt verdient er weniger, aber die Vorauszahlung ist auf Basis des Vorjahres. Und bei Arbeitnehmern ist ganz das Gleiche. Für euch alle oder für uns alle, der Klassiker ist der, ich habe im Jahr 2020, habe ich neben der Arbeiterkammer irgendwo geringfügig beschäftigt gearbeitet, beim ÖGB, sage ich jetzt mal. Habe dort 4.000 Euro im Jahr verdient, habe das jetzt auch versteuert und das Finanzamt sagt, du hast im Jahr 2020 eine Nachzahlung gehabt, weil du einen zweiten Job hast. Wir glauben, dass du den auch 2021 hast. Das heißt, wir schreiben dir diese Vorauszahlung vor. Wir wollen alle 3 Monate Geld von dir. Jetzt sage ich aber, bei euch läuft das überhaupt nicht mehr. Ich habe keine Lust mehr für euch zu arbeiten oder ihr wollt mich nicht mehr. Das heißt, ich habe nur noch ein Dienstverhältnis bei meinem normalen Arbeitgeber und dann mache ich das, was wir gesagt haben. Dann schreibe ich dem Finanzamt einen Brief oder auch online geht es ja genauso und sage denen, setzt mir bitte die Vorauszahlung auf Null. Der Grund für die Vorauszahlung war der zweite Job, den habe ich aber nicht mehr. Das heißt, ich muss ja gar nichts mehr nachzahlen, stellst mir es auf Null. Das ist komplett harmlos. Die Vorauszahlung kannst du immer auf Null stellen, wenn es ist. Robert, weil du es gesagt hast, einen Satz, ich möchte noch loswerden. Die Vorauszahlung ist zum Herabsetzen auf Null stellen oder zum Halbieren immer kein Problem. Umgekehrt aber auch, sollte die Vorauszahlung zu hoch sein. Das heißt, du hast dann tatsächlich weniger verdient, aber du hast keinen Herabsetzungsantrag gestellt, ist es auch kein Problem. Du hast zu viel bezahlt und du kriegst es auf den Cent genau vom Finanzamt wieder zurück. Wenn du dann für dieses Jahr, wo du Vorauszahlungen bezahlt hast, den Steuerausgleich machst und dann ist die Abgabenschuld 2.000 Euro, aber du hast 2,5 bereits vorausbezahlt, kriegst du die 500 Euro wieder gut geschrieben. Das heißt, es kann nichts passieren. Ja, also hier nur kurz eine Frage auch aus meiner Praxis. Zum Beispiel dieses Guthaben, was du dann von dem Finanzamt kriegst, du musst dann quasi das einfordern, dass sie dir das auszahlen, oder? Ja. Also es wird nicht automatisch überwiesen. Richtig. Ich glaube, die Fragen, die ihr jetzt hört, sind Fragen, die ihr euch selber zum Teil stellt. Deswegen glaube ich, sind es gute Fragen, weil viele von euch diese Fragen haben werden. Und es ist eigentlich ganz gut, dass wir die auch gleich zwischendurch klären können. Deine Frage war jetzt die, wenn ich ein Guthaben habe, zum Beispiel, weil die Vorauszahlung zu hoch war, das bekomme ich nicht automatisch zurück. Das ist richtig, das kriegst du nicht automatisch zurück. Wenn du selbstständig bist, wenn du einen freien Dienstvertrag hast, bleibt das auf deinem Abgabenkonto. Du hast die Möglichkeit, auch das ist wiederum mit diesem weiteren Service, Rückzahlungsantrag, das ist schon bereits alles vorgegeben, kannst du sagen, ich habe ein Guthaben in der Höhe von 500 Euro, ich möchte das Geld gerne rücküberwiesen haben auf mein Konto. Klappt absolut problemlos. Natürlich kannst du es auch liegen lassen und kannst sagen, ich lasse fürs nächste Jahr liegen, da muss ich weniger nachzahlen. Das ist aber private Geschichte. Aber die Rückzahlung geht absolut problemlos. Und auch da noch der Satz, bei Selbstständigen, und das seid ihr als freie Dienstnehmer, musst du eben diesen Rückzahlungsantrag stellen. Bei Arbeitnehmern wird ein Guthaben, das sich durch die Arbeitnehmerveranlagung ergibt, in 99,9% der Fälle automatisch rückerstattet. Das sind so kleine Unterschiede, die aber nicht wehtun, weil du merkst es ja eh. Aber wenn du jetzt reiner Arbeitnehmer bist, weil du eben angestellt bist und du hast ein Guthaben durch die ANV bekommen, das musst du nicht rückbeantragen. Das bekommst du gleichzeitig mit dem Bescheid, steht drauf, das Guthaben wurde auf das von Ihnen bekannt gegebene Konto bla bla rücküberwiesen. Das passiert wie gesagt, in fast 100% der Fällen. Letzter Satz, wenn es mal nicht sein sollte, musst du auch dann einen Rückzahlungsantrag stellen. Aber du kriegst das Geld immer. Nur eine witzige Frage, aber wenn du das Guthaben liegen lässt, kriegst du natürlich vom Finanzamt keine Besteuerung, also keine Zinsen drauf, oder? Und jetzt fängt er mit mir an zu diskutieren, ob die 0,02% Zinsen bei 500 Euro für mich relevant gewesen sind. Die fachliche Antwort ist richtig, du bekommst keine Zinsen und die praktische Antwort ist, die du auch selber sagst und auch weißt, ist sowas von egal, weil bei dem Zinsniveau reden wir nicht drüber, aber es würde richtig sein fachlich. Du bekommst keine Zinsen, wenn du Geld liegen lässt. Es hat manchmal den Vorteil, dass du einfach dann die spätere Nachzahlung schon vermindert hast. Genau. Aber kein großes Thema. Ich glaube, wir gehen weiter. Gehen wir weiter. Und das ist, genau, jetzt kommt noch mal was ich für extrem wichtig halte. Und jetzt müsst ihr aufpassen, bitte.
ich habe das am Anfang öfters gesagt und es ist mir auch irgendwie, wie soll ich sagen, auch von mir sehr ernst gemeint. Es kann keine hundertprozentigen Ergebnisse geben, es bleibt Fragen offen, keine Diskussion. Ein paar haben von der ganzen Geschichte nicht viel. Aber ein paar Gruppen von Teilnehmerinnen und Teilnehmern sollten schon was haben. Und das ist jetzt diese Negativsteuer. Was ihr euch gleich merken müsst, alle, die auf freien Dienstvertrag arbeiten, für die gilt jetzt das, was ich sage, grundsätzlich nicht. Das heißt, freie Dienstnehmer bekommen keine Negativsteuer. Was das ist, werde ich gleich sagen. Aber davor noch, die Negativsteuer klingt komisch, ist aber an und für sich was sehr, sehr Positives, bedeutet nämlich Folgendes. Wenn du so wenig verdienst, dass du nicht steuerpflichtig bist, dann bekommst du vom Finanzamt in einigen Fällen Geld zurück, obwohl du gar nicht steuerpflichtig bist. Das gilt aber noch einmal nur für echte Dienstnehmer. Das gilt nicht für dich als freier Dienstnehmer. Das kannst du vergessen, was ich hier rede. Leider, aber es ist so. Für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gilt es aber sehr wohl. Und das bedeutet, hier steht auf der Folie Steuergrenze unter 11.000 Euro. Das ist formal richtig. Denkt euch aber geistig die 12.000, die ich davor gesagt habe, die Steuererklärungspflicht. Das heißt, wir gehen von den 12.000 Euro aus und bedeutet Folgendes. Wenn jemand während des Jahres so wenig verdient, dass er diese 12.000 Euro nicht überschreitet, aber wenn diese Person während des Jahres Sozialversicherungsbeiträge bezahlt hat, dann bekommt diese Person die sogenannte Negativsteuer zurück. Konkret dazu, glaube ich, kommen wir bei der nächsten Folie, aber wir bleiben noch eine Sekunde. Der bekommt 50% der bezahlten Sozialversicherungsbeiträge, maximal 400 Euro in der Grundform vom Finanzamt Retour. Jetzt ganz primitiv, damit es auch greifbar wird, weil das muss man wissen. Das ist schade, da schmeißt man Geld weg. Wenn ich jetzt heute Teilzeit beschäftigt bin und ich verdiene 700, 800, 900 Euro im Monat, dann bin ich nicht steuerpflichtig. Der Arbeitgeber zieht mir auch gar keine Steuer ab. Aber er zieht mir Sozialversicherung ab. Warum tut er das? Weil wir davor schon gesagt haben, wenn du über der Geringfügigkeitsgrenze verdienst, über diesen 475 Euro, muss dir der Arbeitgeber Sozialversicherung abziehen. Jetzt hast du das ganze Jahr deine 700, 800, 900 Euro brutto verdient, sonst nichts. Du bist nicht steuerpflichtig. Der primitive Satz wäre jetzt der, wenn ich keine Steuern zahle, ist es ja auch egal, ob ich was zum Absetzen habe oder nicht, dann brauche ich auch den Steuerausgleich nicht zu machen. Was soll denn rauskommen? Aber das, was rauskommt, ist eben genau die Negativsteuer. Du bekommst, wenn du es abgibst, 400 Euro vom Finanzamt als sogenannte Negativsteuer ausbezahlt. Und diese 400 Euro sind 50% der dir abgezogenen Sozialversicherungsbeiträge, maximal diese 400 Euro. Und was ich jetzt gesagt habe, anderen 400 Euro, das ist die Form bis 2019 einschließlich, weil ich denke auch, dass ein paar drunter sind, die es nie gemacht haben. Und ab 2020 beträgt dieser Bonus sogar 800 Euro pro Monat. Also die Negativsteuer erhöht sich. Das bedeutet jetzt deswegen habe ich gesagt, passt auf und konzentriert euch kurz drauf, was ich sage. Mag für viele nicht zustimmen, für mich nicht, ich verdiene zu viel. Aber für andere mag es sehr wohl zutreffend sein. Wenn das Jahreseinkommen unter diesen 12.000 Euro ist, dann hast du eine extrem gute Chance, diese Negativsteuer zu bekommen. Das gilt auch dann, wenn du zum Beispiel nicht das ganze Jahr arbeitest. Stell dir vor, du hast das ganze Jahr studiert oder weiß der Teufel, was du gemacht hast, fängst im Oktober an, bei einem von diesen Lieferservicen zu arbeiten, verdienst aber nur noch pro Monat und nur noch unter Anführungszeichen 1.300 Euro, dann hatte der Arbeitgeber Sozialversicherung abgezogen, vielleicht sogar Lohnsteuer, was auch richtig war, aber aufs Jahr gesehen hast du die 12.000 Euro gar nicht erreicht. Das heißt, wenn du den Steuerausgleich machst, bekommst du sowohl die abgezogene Lohnsteuerretour als auch diese Negativsteuer. Noch einmal, das werden wir gleich sehen, die ist eben ab 2020 800 Euro. Da geht es um Geld. Ich schaue jetzt immer links und rechts auf euch beide, weil ich möchte nämlich jetzt sozusagen, dass da geistig, also dass das klar ist, weil es wichtig ist. Es gibt garantiert Leute, die arbeiten nur nebenbei bei unserem Thema hier, aber das gilt ja auch für jeden Beruf. Die arbeiten nur Teilzeit oder die arbeiten nicht das ganze Jahr. Die arbeiten vielleicht überhaupt nur 3 Monate im Sommer und dann gar nicht mehr, weil sie eben studieren. Diese Leute bekommen die Negativsteuer, die sollen unbedingt die Arbeitnehmerveranlagung durchführen. Klammer auf, es gibt zwar diese antragslose Veranlagung, das Finanzamt reagiert auf solche Fälle und schickt es dir mal automatisch, aber wenn du schon selber weißt, mach es auch selber. Das heißt, da geht es wirklich um Geld. Und noch einmal, ich muss es einfach mich da selber wiederholen, bitte, weil das möchte ich eigentlich, dass es ins falsche Ohr kommt. Das gilt eben nicht für freie Dienstnehmer. Wenn du freier Dienstnehmer bist und du verdienst deine 700, 800 Euro, die ich gerade gebracht habe, das heißt, du bist unter den 11.000 Euro, du hast auch Sozialversicherung bezahlt, die hat den Arbeitgeber ja abgezogen, aber du kriegst diese Negativsteuer nicht. Das heißt, wir bleiben kurz bei dem Thema, aber wir gehen zur nächsten Folie, egal was da drauf sein mag, weil ich glaube, da wird noch eine sein.
weil ich da bei dem Thema noch ein bisschen bleibe, weil es eben das sozusagen schon praktisch wichtig ist. Ja, genau. Wir bleiben nicht bei dem Thema wirklich, weil das sind das, wo ich andauernd rede. Das sind Teilergebnisse. Teilergebnis ist es, wenn irgendjemand hier sitzt und nachher sagt, das habe ich nicht gewusst und ich bekomme jetzt Geld vom Finanzamt retour. Ich hätte aber selber nie dran gedacht. Das bedeutet, diese Negativsteuer berechnet sich eben von den Sozialversicherungsbeiträgen, diese 50% der Sozialversicherungsbeiträge. Und jetzt seht ihr es recht auf der Folie, steht eben da maximal 800 €, davor waren es eben 400 €. Das heißt, das ist wichtig und da genügt es einfach, dass ich irgendwo gearbeitet habe, aber mein Jahreseinkommen unter diesen 12.000 € ist. Was ich jetzt noch am Rande sage, weil das sind Kleinigkeiten unter Anführungszeichen, wenn irgendjemand in einem Dienstverhältnis steht, aber eben aufs Jahr gesehen unter diesen 12.000 € verdient, dann bekommt er die maximal 400 €. Maximal deswegen, weil es 50% der Sozialversicherungsbeiträge sind und wenn du weniger Sozialversicherung bezahlt hättest, dann kann es sich sein, dass die 400 € nicht ausgehen. Aber es kann dir komplett egal sein, weil das kriegst du automatisch, wenn du den Steuerausgleich machst. Sollte noch das Pendlerpauschale zustehen, was immer das ist, wir kommen später noch kurz dazu, dann erhöht sich diese Negativsteuer. Das ist aber nicht wichtig. Was wichtiger ist, ist Folgendes. Wenn jemand bei euch dabei ist, der Anspruch auf diese Negativsteuer hat, dann muss er sich vielleicht die Frage stellen, ja, wie bekomme ich die denn? Und dann war meine Antwort die, und deswegen jetzt nochmal langsam und exakter, es genügt, wenn du die Arbeitnehmerveranlagung durchführst. Das heißt, du nimmst das L1-Formular, Genau. trägst deine persönlichen Daten ein, trägst die Anzahl der Arbeitgeber ein, du machst keine Ausgaben geltend, weil du sie gar nicht brauchst, außer vielleicht den Pendlerpauschale, unterschreibst das Ganze und dann geht es ans Finanzamt oder wird online geschickt. Das heißt, da ist kein eigener Antrag, wo drinnen steht, ich beantrage die Negativsteuer, die wird automatisch berechnet. Hier nur kurz eine Frage, Manfred, um das klarzustellen. Und zwar, man hat zwei geringfügige Jobs. Bei einem ist man Angestellter, bei den anderen als freier Dienstnehmer. Hier geht die Negativsteuer natürlich nur für den Job als Angestellter. Das hat er jetzt sehr schön gesagt. Das war jetzt eine gute Frage, weil es eigentlich nochmal vertieft. Ich wiederhole deine Frage einerseits, um Zeit zu gewinnen für die Antwort, andererseits deswegen, damit sie nochmal klar rauskommt. Du hast gesagt gehabt, es ist jemand geringfügig beschäftigt, echtes Dienstverhältnis, und jemand geringfügig beschäftigt, freies Dienstverhältnis. Der erste Satz von dir: Wenn er Negativsteuer bekommt, dann bekommt er sie nur vom echten Dienstverhältnis. Das hast du gesagt, das ist vollkommen richtig. Allerdings, jetzt will ich nicht zu sehr in die Tiefe gehen, allerdings, in dem Jahr, wo er das gemacht hat, hat der ja gar keine Sozialversicherung bezahlt, weil der Arbeitgeber, wo er geringfügig beschäftigt war, der hat ihm ja keine Sozialversicherung abgezogen, weil er eben geringfügig beschäftigt war. Und beim freien Dienstag ist es das Gleiche. Das heißt, da hat er gar keine Sozialversicherung bezahlt. Das heißt, wenn ich jetzt böse wäre, würde ich sagen, deine Frage ist unter Anführungszeichen falsch, wenn du es so möchtest. Warum? Weil du gar keine Negativsteuer bekommst. Du hast ja gar keine Sozialversicherung bezahlt. Trotzdem ist die Frage sehr gut, weil in diesem Fall, und ihr merkt schon, man kann auch komplizierter werden, aber das Prinzip bleibt das Gleiche. In dem Fall, dass du zwei geringfügige Beschäftigungen hast, würdest du im darauffolgenden Jahr von der österreichischen Gesundheitskasse nachträglich Sozialversicherungsbeiträge vorgeschrieben bekommen. Und in dem Jahr, wo du sie bezahlt hast, hast du eben auch die Negativsteuer. Und jetzt schließt sich der Kreis, dann wiederum die Negativsteuer nur von den Sozialversicherungsbeiträgen, die auf das echte Dienstverhältnis fallen. Jetzt war ich ja Spur komplizierter, nützt nichts, aber die Frage war trotzdem sehr gut, weil wenn man sozusagen geistig mitdenkt, die 50% Negativsteuer kann nur sein von Sozialversicherung, die ich auch bezahlt habe. Habe ich zwei geringfügige Beschäftigungen während des Jahres, habe ich noch gar keine bezahlt. Aber wenn ich dann nachzahle oder eben dann doch laufend zahlen würde, dann würde ich die 50% haben, aber eben nur, wie du richtig gesagt hast, vom echten Dienstverhältnis. War das doch so halbwegs an der Kippe nachvollziehbar? Ja, ja. Gut, dann würde ich sagen, können wir da auch schon weiter wandern. Das mache ich jetzt wirklich kurz. Ich sage euch warum. Erstens einmal, wir wollen nicht den ganzen Nachmittag über ANV reden. Wir haben gesagt, wir wollen um 2:45 eine Pause machen. Ist nicht schlecht für die Raucher unter uns. Das Zweite, was ist das, was ich jetzt rede. Das sind allgemeine Sachen. Das hat null spezifisch mit eurem Job zu tun. Das gilt für jeden, der ein Dienstverhältnis hat. Das heißt, was ich absetzen kann: Sonderausgaben, familiäre Umstände, außergewöhnliche Belastungen, und Werbungskosten gilt für jeden. Bei Werbungskosten natürlich müssen wir bei euch noch kurz reden wegen eurer Fahrradgeschichte, das ist mal klar. Aber jetzt gehen wir mal kurz weiter und schauen uns den Rest in Wirklichkeit nur ganz, ganz oberflächlich durch. Weil alles, was ich jetzt sagen würde, habt ihr in hunderten Broschüren drin. Das ist eine 0815-Geschichte, wo ihr es überall findet. Das heißt, jetzt nur kurz.
Wenn ihr ein Kind haben solltet, und auch das schließe ich ja nicht aus, bei der Masse von Menschen werden ja wohl welche dabei sein, die bereits Eltern sind, dann habt ihr auch familiäre Umstände, die man von der Steuer absetzen kann. Und da ist das Einzige, was relativ wichtig ist, Kind im Sinn der Steuer ist grundsätzlich, dass ich für das Kind mehr als 6 Monate Anspruch auf Familienbeihilfe gehabt habe. Das heißt, ein Kind, das vor Ende Juni geboren worden ist des Jahres, das vermittelt mir mehr als 6 Monate den Anspruch auf Familienbeihilfe, weil Juni, Juli, August, September, Oktober, November, Dezember, das sind die 7 Monate. Dann gibt es gewisse Sachen, die ich absetzen kann. Was das ist, bringe ich gleich, wenn wir mit der Folie weiter wandern. Das kann sein, und das ist jetzt auch so, ich habe überhaupt nicht ein schlechtes Gewissen, aber jetzt habe ich es noch weniger. Das gehört zum Thema dazu, aber es muss nicht in jedem Detail besprochen werden, weil da genügt es für dich zu sagen, Moment, ich bin ja Alleinerzieher, ich habe was gehört, ich kümmere mich doch genauer drum. Alleinerzieher heißt, wenn du mehr als 6 Monate nicht in einer Beziehung lebst, aber du hast ein Kind, mindestens ein Kind, für das du auch wiederum mindestens 6 Monate Familienbeihilfe bezogen hast, kannst du den sogenannten Alleinerzieherabsetzbetrag geltend machen. Der beträgt bei einem Kind 494 €. Das ist eine Steuergutschrift. Die kriegst du auf jeden Fall. Jetzt wiederum langsam, weil das sind halt schon Sachen, die ich noch ganz gerne rüberkriegen würde. Wenn du normales steuerpflichtiges Einkommen hast, dann zahlst du im Jahr um 494 € weniger Steuern, wenn du Alleinerzieherin bist oder Alleinerzieher. Wenn du aber zu wenig verdienst, dass du gar nicht steuerpflichtig bist, das waren diese 12.000 und 11.000 € Grenze, dann bekommst du den Alleinerzieher vom Finanzamt als Negativsteuer ausbezahlt. Und jetzt passt mal bitte auf und konzentriert euch ganz, ganz kurz noch drauf. Ich habe zuerst gesagt, die Sozialversicherungsnegativsteuer gilt nicht für freie Dienstnehmer. Das haben wir einfach als Botschaft gehabt. Ja. Jetzt kommt die wichtige Botschaft, die Negativsteuer für den Alleinerzieher oder Alleinverdienerabsetzbetrag, die gilt auch für freie Dienstnehmer. Das heißt, wenn jetzt hier ein freier Dienstnehmer rumrennt, der ein Kind hat oder Alleinerzieher ist oder eine alleinerziehende Mutter, die bei einer von den Botendiensten arbeitet, die zu wenig verdient, weil sie es eben nur Teilzeit machen kann, die ist gar nicht steuerpflichtig, sie soll den Alleinerzieherabsetzbetrag beantragen, sie kriegt 494 €. Und den Satz gebt ihr mir noch, weil das ist jetzt übrigens Praxis, was ich hier rede. Das kommt nämlich vor. Jetzt sitzt irgendjemand da, die Person hat das nicht gewusst. Und die automatische Veranlagung wurde nicht durchgeführt. Ja. Jetzt sitzt die Person da und sagt, ich war 2 Jahre im Karenz, ich bin alleinerziehende Mutter gewesen und seit 3 Jahren arbeite ich irgendwo Teilzeit beschäftigt. Lass es bei Lieferando sein, aber ich verdiene nur 700, 800 €. Könnte alles theoretisch sein. Und die Person hat den Steuerausgleich nie gemacht, weil sie geglaubt hat, das hat eh keinen Sinn. Und jetzt sollte sie die Botschaft verstanden haben, und das genügt, nicht die Details, die Botschaft verstanden haben, zu sagen, ich war alleinerziehende Mutter, ich hätte jedes Jahr 494 € vom Finanzamt kriegen können, plus vielleicht sogar noch Sozialversicherungsnegativsteuer. Da kommt was zusammen. Und warum ich jetzt sage, das ist Praxis, weil sowas auch vorkommt. Wir haben auch solche Leute in der Arbeiterkammer. Wir haben mal so einen Fall gehabt, und dann höre ich auf. Wir haben so einen Fall gehabt, es war eine Frau, die kam und hat gesagt, sie weiß gar nicht, warum sie da ist. Sie wurde von ihrer Freundin geschickt, weil die hat gesagt, du könntest was kriegen. Die hat wirklich nicht gewusst, warum sie da ist. Und dann haben wir ihm gefragt, ja, was ist bei Ihnen los? Und da hat sie ihm gesagt, ich habe geringfügig beschäftigt gearbeitet oder gar nicht gearbeitet. Ich war im Karenz über mehrere Jahre. Und der haben wir das Gleiche gesagt, wie ich es jetzt sage. Du bist alleinerziehende Mutter, weil das war sie halt ganz einfach, mach den Steuerausgleich, und die hat die 494 € für 5 Jahre bekommen. Das ist Geld. Und das ist umgekehrt weggeschmissenes Geld. Das heißt, da ist die Botschaft diesmal schon wichtig. Alleinerzieher, denkt dran, ihr kriegt auf jeden Fall was vom Finanzamt, egal ob ihr freie Dienstnehmer seid oder echte Dienstnehmer seid. Wir können aber schon weitergehen, weil das ganz Gleiche gilt nicht nur für den Alleinerzieher, das würde auch für den Alleinverdiener gelten, und auch das ist bei euch möglich. Alleinverdiener ist das Gegenteil von Alleinerzieher. Da bin ich mehr als 6 Monate in einer Partnerschaft, sei es verheiratet, sei es nicht verheiratet. Da muss mindestens ein Kind vorhanden sein, für das ich Familienbeihilfe bekomme. Das galt ja schon beim Alleinerzieher. Ohne Kind ist gar nichts. Ohne Kind kannst du weghören. Aber mit Kind gilt auch für dich die Negativsteuer. Das heißt, wenn der Partner unter 6.000 € verdient, was jetzt komplett leicht möglich ist, dass ich sage, jetzt ist Frau Mann rumgetue, ich sage jetzt, ich arbeite, meine Frau ist das ganze Jahr im Kinderbetreuungsgeld gewesen, das Kind wurde im April 2020 geboren, dann bin ich Alleinverdiener, ganz einfach. Meine Frau hat unter 6.000 € verdient, weil das Kinderbetreuungsgeld zählt nicht dazu, dann kann ich den Alleinverdienerabsetzbetrag geltend machen. Und das ist egal, ob ich freier Dienstnehmer bin oder ob ich echter Dienstnehmer bin. Der Unterschied ist nur, wenn ich echter Dienstnehmer bin, kann ich es bereits beim Arbeitgeber melden, wenn ich möchte. Beim freien Dienstnehmer muss ich es halt mit der Steuererklärung geltend machen, aber ich bekomme das Geld. Also das war die Botschaft, und ich schaue euch beide immer, deswegen zucke ich mir hin und her,
Ich schaue euch beide an, ob da Unklarheiten noch offen sind, weil auch Alleinverdiener müssten wissen, dass ihnen der Alleinverdienerabsetzbetrag zusteht. Und was ich jetzt, das ist, glaube ich, auch typisch für alles, was wir hier machen. Wenn ich jetzt sage, hier steht, das Pateneinkommen muss unter 6.000 Euro sein, dann könnte ich jetzt die nächsten 7 Minuten drüber reden, was zu diesen 6.000 Euro zählt oder nicht. Ich könnte sagen, dass Arbeitslosengeld nicht zu der Grenze zählt. Ich könnte aber sagen, Wochengeld zählt sehr wohl. Also es könnte die Frau mit Wochengeld über die Grenze kommen. Aber das sind die Details, die heute nicht passen, weil wir haben ja dort einen Überblick. Was aber schon passt, ist, und das ist einfach die Botschaft ist, pass auf, wenn du Alleinverdiener, Alleinerzieher bist, du kannst vom Finanzamt was zurückbekommen. Das ist die Botschaft. Und die Details, ruf an oder erkundige dich oder lese es dir durch. So ist das gedacht von mir jetzt bei dem Thema. Aber es ist wichtig. Ich glaube, wir können auch gleich weitergehen. Die Höhe ist jetzt egal, das ist genau das, wo ich sage, das sind Details. Hier steht es aber nochmal schriftlich da, weil wer glaubt mir schon, wenn die Lohnsteuer zu gering ist, weil du gar nicht steuerpflichtig bist, kriegst du eben den Alleinverdiener, Alleinerzieher als sogenannte Negativsteuer ausbezahlt und das gilt für alle. Das heißt, mach den Steuerausgleich. Passt. Auch das erwähne ich nur kurz, aber trotzdem, man kann es ja mal gesehen haben. Wenn jemand Unterhalt zahlt für ein Kind, das sich im Ausland befindet, also im Nicht-EU-Ausland, muss ich sagen, steht auch sicher da ja, dass sich nicht ständig in Österreich oder EU-EWR-Ausland aufhält, zum Beispiel in Serbien, und der zahlt aber Unterhalt für das Kind, gibt es einen pauschalen Freibetrag von 50 Euro pro Monat, den die Person im Steuerausgleich geltend machen kann. Und nochmal zur Sicherheit, was ich jetzt hier rede, gilt für echte Dienstnehmer und für Freie auch. Weil das einfach allgemeine familiäre Geschichten sind, die gelten auch für den freien Dienstnehmer. Das heißt, darf ich jetzt sagen, der serbische Lieferant, der hier auf freien Dienstvertrag arbeitet, dem seine Kinder in Serbien leben, der kann in Österreich diese pauschal 50 Euro pro Monat geltend machen. Und auch da, jetzt höre ich dann auf, aber auch da genügt es mir zu sagen, du hast es jetzt einmal gehört. Mag zu schnell sein, du weißt überhaupt nicht genau, was ich meine, aber was im Kopf bleiben sollte, ist, stopp, irgendwas war, ich kann vielleicht die Kosten für meine Kinder im Ausland absetzen, ich muss mich mal genauer erkundigen. Und auch das ist wiederum die Botschaft. Aber mehr sagen wir dazu nicht. Es genügt zu wissen, der Unterhalt ist absetzbar mit einem Pauschalbetrag für Nicht-EU-EWR lebende Kinder. Also um zu wiederholen, überall wo Kinder sind, geht für echte und freie Dienstnehmer. Das gefällt mir jetzt gut, was du gesagt hast. Da habe ich auch nichts zu kritisieren. Der Satz war gut. Jeder von uns, der Kinder hat, sollte dann denken, da könnte was gehen. Deswegen war der Satz gut. Er sollte dann denken, könnte was gehen, egal ob freier Dienstvertrag, egal ob Werkvertrag, egal ob echtes Dienstverhältnis, sogar egal ob überhaupt steuerpflichtige Einkünfte. Das war schön deswegen, weil denk dran, schau mal nach, erkundige dich, lese durch, aber denk dran, dass was sein könnte. Muss nicht immer hundertprozentig sein, weil es gibt auch wieder kleine Fallen, aber der Grundsatz ist wichtig. Kümmere dich drum, denk dran, es könnte auch für dich was dabei sein. Richtig, ja? Passt. Gut, das heißt, wir wandern schon weiter. Das ist jetzt egal. Das ist deswegen egal, weil wenn jemand mindestens 3 Kinder hat, also mehr als 2 Kinder, mindestens 3 Kinder hat, kriegt er beim Steuerausgleich noch den sogenannten Mehrkindzuschlag. Der beträgt 20 Euro pro Kind, pro dritten Kind und pro Monat. Und auch da ist es egal, ob freier Dienstnehmer oder echter Dienstnehmer. Das ist einfach pauschal. Familienbonus mache ich jetzt auch kurz, obwohl es natürlich auch nur für sich ein wichtiges Thema wäre. Aber auch da, das fällt immer in die Schublade. Pass auf, das gilt. Und auch da zur Sicherheit. Familienbonus hat nichts damit zu tun, ob du freier Dienstnehmer bist oder ob du echter Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerin bist. Der steht dir jedenfalls zu. Den Familienbonus gibt es ab 2019 und bedeutet verkürzt ausgedrückt, du kriegst pro Kind maximal 1.500 Euro pro Jahr. Das entspricht diesen 125 Euro pro Monat, die da stehen, bekommst du eine Steuerermäßigung. Das wirkt sich aber nur aus, wenn du auch tatsächlich so viel verdienst, dass du auch Steuern bezahlst. Der Familienbonus ist an das geknüpft, dass die Steuer, die ich bezahlt habe, zum Teil rückerstattet wird. Habe ich so wenig verdient, dass der sich nicht auswirken kann, dann bekomme ich auch den Familienbonus nicht, dann bin ich halt wieder bei der Negativsteuer. Lass mir noch gerade den Satz sagen und dann höre ich auf. Das ist mit diesem Beispiel von zuerst. Du verdienst 700, 800 Euro brutto, da habe ich gesagt gehabt, mach den Steuerausgleich, du bekommst die Negativsteuer, aber den Familienbonus kriegst du nicht. Weil du hast nicht 1.500 Euro im Jahr Lohnsteuer bezahlt, du hast mich gar keine Steuer bezahlt, dadurch kann sich der Familienbonus nicht auswirken. Aber auch da gilt dein Satz, der mir gut gefallen hat, ist, pass auf, wenn du Kinder hast, es könnte irgendwas dabei sein. Dazu gehört auch das Thema Familienbonus. Und wenn jemand so viel verdient, dass er steuerpflichtig ist und er hat 1 oder 2 Kinder, dann wäre er schlecht beraten, denn das Wort Familienbonus nicht zu kennen, weil das einfach extrem ein Gute ist, was man bekommen kann. Aber wir wandern schon weiter, weil auf die Details gehen wir ganz sicher nicht.
Das heißt, geh weiter, aber das sind nur noch Aufteilungsgeschichten, die interessieren uns heute überhaupt nicht. Das interessiert mich dann, wenn ich selber in der Situation bin und dann erkunde ich mich extra. Auch da wandern wir weiter, weil das gehört alles zum Thema, auch das gehört alles zum Thema Familienbonus. Die interessieren uns nur, dass wir wissen, dass es ihn gibt, aber die Details wollen wir heute nicht machen, weil wir sagen, wenn es dich betrifft, kümmere dich drum. Und da ist es relativ leicht. Auch da gehen wir problemlos weiter. Also nur kurz, kümmere dich drum, Arbeiterkammer, Hilfe, anrufen, schreiben, vor Ort kommen. Beispiel, vorbeikommen auf keinen Fall, sondern nach Wirklichkeit, der Corona-Krise. In Wirklichkeit, unter Anführungszeichen Werbung machen möchte ich gar nicht, aber sagen wir es gleich, ihr könnt euch alle natürlich bei der Arbeiterkammer erkundigen. Wir haben von Montag bis Freitag, auch in der Sekunde jetzt, wir haben durchgehend eine telefonische Beratung von 8 bis 15.45 Uhr, egal wer sich dort meldet, du kriegst eine Auskunft. Und mit dem, was du jetzt gesagt hast, Familienbonus, weiß ich nicht genau, kann ich den beantragen oder nicht, da rufst du klassisch an, das sagt man dir am Telefon und das kannst du auch jederzeit machen. Dazu habt ihr auch logischerweise den Rechtsanspruch dazu, das auch so zu machen. Das heißt, das Service hast du auf jeden Fall. Und was ich auch gemeint habe, sozusagen ein bisschen breiter, dazu gibt es dermaßen viel Unterlagen. Auch auf die Homepage von BMF ist das Spitzenklasse. Da gibst du Familienbonus ein und du hast schon diese FAQs, da hast du 100 Antworten. Also an dem scheitert es beim besten Willen nicht. Die Informationen bekommst du über die Arbeiterkammer. Für euch mache ich jetzt keine Werbung, weil ich mir nicht zu sagen traue. Müsst ihr dann selber sagen. Aber Homepage Finanzministerium, sogar beim Finanzamt anrufen, wenn es mal sein sollte. An der Information scheitert es nicht. Passt. Wir stehen dazu und holen uns die Experten. Ist auch wahrscheinlich klüger. Aber wie gesagt, an der Information, es gibt keinen Mensch, der den Familienbonus nicht geltend machen kann, weil er zu wenig Informationen hat, sondern die muss er sich halt holen. Passt. Wir können schon weiter wandern. Da wird es jetzt noch kürzer, was auch ganz gut ist, weil ich soll ja in 5-6 Minuten spätestens aufhören. Die Sonderausgaben renne ich durch und du rennst mit mir mit. Warum? Weil die Sonderausgaben sind ein Auslaufmodell. Sonderausgaben würden auch für freie Dienstnehmer gelten. Das ist das, wo ich am Anfang gesagt habe. Ob du jetzt echter Dienstnehmer oder freier Dienstnehmer bist, ist komplett egal, also welche Einkunftsart du hast. Sonderausgaben gelten für jeden. Aber Sonderausgaben sind im allergrößten Teil letztmalig mit der Arbeitnehmerveranlagung für 2020 geltend zu machen. Danach gibt es die gar nicht mehr. Und was ich damit meine, sind insbesondere Versicherungen, die jemand privat abgeschlossen hat, Wohnraumschaffung, Wohnraumsanierung. Das heißt, da gelten nur noch alte Fälle und neue gar nicht mehr. Alles das, bevor wir weiterrennen, alles das, was jemand nach dem 01.01.2016 abgeschlossen hat, also Versicherungen oder Wohnraumschaffung in Wien, dieser Finanzierungsbeitrag für diese Genossenschaftswohnungen, alles, was ab dem 01.01.2016 ist, geht nicht mehr, gibt es einfach nicht mehr. Und alles, was davor abgeschlossen wurde, kann letztmalig im Jahr 2020 abgesetzt werden. Das Einzige, was ich hier sehe, Steuerberatungskosten wäre denkbar. Normalerweise ist das gar kein Thema bei mir, aber es wäre jetzt im konkreten Fall schon denkbar, wenn jemand meinetwegen angestellt ist und er hat einen Steuerberater, was extrem selten ist, dann könnten diese Kosten nach wie vor abgesetzt werden. Also die sind jetzt nicht mit dieser Einschränkung, dass es die gar nicht mehr gibt, bedacht. Aber der Rest kannst du mehr oder weniger vergessen. Das heißt, wir können auch wunderbar weitergehen. Spenden und Kirchenbeiträge ist dahingehend kein Thema für uns jetzt hier, weil die sind steuerlich absetzbar. Kein Problem, aber die werden automatisch ans Finanzamt gemeldet. Das heißt, im Formular kann mir keiner von euch eine Spalte zeigen, weder in der Einkommensteuererklärung noch in der Arbeitnehmerveranlagung, wo steht Spende oder Kirchenbeitrag. Warum? Weil das automatisch übermittelt wird. Das heißt, wenn da irgendwas nicht klappen würde, dass die Übermittlung falsch ist, dann nützt das Finanzamt überhaupt null. Die sagen, das ist uns egal, wir haben es nicht gemeldet bekommen oder den falschen Betrag gemeldet bekommen. Dann müsstest du dich an die Organisation wenden, an die du bezahlt hast, entweder an die Kirche. Da gibt es aber, soweit ich weiß, keine Fehlermeldungen. Aber bei den Spenden kann es öfters passieren, dass du an irgendjemanden gespendet hast und die scheint nicht in Online auf. Dann nützt das nichts, dann musst du dich an die Organisation wenden, musst sagen, ich habe euch damals gespendet, warum habt ihr es nicht gemeldet? Musst mit denen reden. Aber in der Praxis, und da haben wir eben schon wieder Praxis, und das gilt ja für freie Dienstnehmer genauso wie für echte, gibt es keine Probleme. Das wird automatisch als Sonderausgabe beim Finanzamt berücksichtigt, weil die Meldung bereits haben. Das heißt, wir springen noch weiter und hören dann, glaube ich, bald auf. Können wir alles vergessen. Das ist nur noch diese Meldeverpflichtungen, die ich gerade erwähnt habe, dass die das eben melden müssen. Können wir schon weitergehen von der Folie? Und wir werden, und das machen wir jetzt nach der Pause, stimmt's, Robert? Wir werden jetzt bei den Werbungskosten und dann, und das ist jetzt sozusagen für euch für die Zeitvorgabe, dann seid ihr echten Dienstnehmer, wenn ihr wollt, aus dem Schneider, und das dauert nicht mehr sehr lange, weil dann reden wir noch über betriebliche Einkünfte. Aber jetzt würde ich sagen, das sagst, oder schalt du dich wieder ein? Ja?
Ja, wir hätten gesagt, wir machen 10 Minuten Pause und sind um 15:25 Uhr wieder da. Fragen noch vorab beantworten, die wahrscheinlich für echte Dienstnehmer gelten. Eine wäre, wenn ich von Januar bis März einen echten Dienstvertrag, vermute ich jetzt, gehabt habe und seit Juni einen freien Dienstnehmervertrag habe. Ich müsste Arbeitnehmerveranlagung bzw. L1 machen, richtig? Das ist die Frage vom Backtasch. Ist die Frage und ich bin schon wieder im Dienst sozusagen. Das heißt, es hören mich schon wieder alle. Dann wollen wir die Frage auch gleich beantworten. Ich habe die Frage jetzt dahingehend verstanden, dass jemand sagt, ich war von Jänner bis März in einem echten Dienstverhältnis und ab dann habe ich auf Basis freier Dienstvertrag gearbeitet. Genau. Das heißt, das ist eine Kombination aus echtem Dienstverhältnis und freier Dienstvertrag. Und da gibt mir die Frage die Gelegenheit, vielleicht auch etwas zu wiederholen, was ich am Anfang gesagt habe. Und noch einmal, mir ist komplett bewusst, dass wir mit Informationen hier reinschmeißen, die verdammt viel sind in der kurzen Zeit. Ich habe gesagt gehabt, eine Arbeitnehmerveranlagung kannst du nur dann machen, wenn du ausschließlich während des Jahres nicht selbstständige Einkünfte gehabt hast oder deine selbstständigen Nebeneinkünfte diese 730 € nicht überschritten haben. Wenn mir jetzt jemand die Frage stellt und sagt, ich habe von Jänner bis April ein echtes Dienstverhältnis gehabt und danach war ich freier Dienstnehmer, dann kann man davon ausgehen, dass die Einkünfte als freier Dienstvertrag über den 730 € sind. Das heißt, dann muss diese Person eine Einkommensteuererklärung abgeben, statt der Arbeitnehmerveranlagung. Was da noch ganz wichtig ist, auch vielleicht zu sagen, weil das sind so Kleinigkeiten, wo ich vielleicht gar nicht dran denke, dass die nicht klar sein könnten. Es ist immer entweder oder. Das Finanzamt möchte dein Jahreseinkommen wissen, von Jänner bis Dezember. Dem Finanzamt ist es egal, aus welchen Quellen sich das zusammensetzt. Ob du jetzt 4 freie Dienstverträge, 2 Dienstverhältnisse hast, parallel hintereinander, ist alles komplett egal. Das Finanzamt versteuert dein Jahreseinkommen. Und dieses Jahreseinkommen wird in einem einzigen Formular dem Finanzamt bekannt gegeben. Und das ist entweder das L1-Formular, wenn ich ausschließlich eben Arbeitnehmer war, oder eben das ist das E1-Formular, wenn ich eben die Kombination gehabt habe und über diesen 730 € verdient habe. Das heißt, abschließend konkret der Versuch, die Frage zu beantworten, wenn du diese Konstellation gehabt hast, eine Kombination, dann wirst du eine Einkommensteuererklärung abgeben im darauffolgenden Jahr. Warum? Weil du eben als freie Dienstnehmerin tätig warst, mehr als die 730 € verdient hast. Und alles, was du als Arbeitnehmerin hast, also auch die Anzahl der bezugsauszahlenden Stellen, alles, was man vom L1-Formular her kennt, ist in diesem E1-Formular ja wieder enthalten, also auch online. Das heißt, da stehen die verschiedenen Einkunftsarten drinnen, online, aber auch in Papierform. Und dann klickst du einfach durch. Ja, ich war Arbeitnehmerin, da gebe ich die Anzahl der Arbeitgeber bekannt und schaue mir halt an, ob irgendwas für mich dabei ist. Und dann gehe ich zu meiner selbstständigen Tätigkeit. Aber es ist immer eine Erklärung für ein Jahr. Ja, nie 2 Erklärungen für ein Jahr abgeben. Das wäre grundfalsch und würde für absolute Verwirrung sorgen. Das heißt, ein Formular für ein Kalenderjahr. Das sind keine verschieden zu betrachtenden Zeiträume oder zu verschieden zu versteuernde Einkunftsarten, sondern es ist immer zusammen, wird das genommen und dann auch versteuert. Ich glaube, das war so halbwegs nachvollziehbar. Das war nachvollziehbar, glaube ich, ja. Gut. Und eine Frage, die ich jetzt versuche noch zu interpretieren ein wenig, wenn ich unter Geringfügigkeitsgrenze arbeite, ob da ein Unterschied ist, wenn ich den Job als Fulltime-Fahrer machen würde. Ich würde sagen, ja, natürlich ist ein Unterschied, aber... Da musst du mir helfen, die Frage zu interpretieren. Was ich jetzt am Anfang sage, ist Folgendes. Jemand sagt, ich arbeite geringfügig beschäftigt. Steuerlich interessiert mich überhaupt null. Da interessiert mich nur, ob er geringfügig beschäftigt ist oder nicht. Mich interessiert weder die Stunden noch sonst irgendwas. Das heißt, geringfügig beschäftigt heißt doch ganz einfach, du verdienst unter der Geringfügigkeitsgrenze, unter diesen 475,86 €, die ich bereits erwähnt habe, dann bist du steuerrechtlich geringfügig beschäftigt. Verdienst du mehr, und ich glaube, das ist vielleicht so gemeint in der Richtung, er ist geringfügig beschäftigt im Sinn von, er verdient 700, 800, 900 €, das mag schon sein, aber steuerrechtlich ist der Unterschied dann der, ich sage es nochmal zur Sicherheit, auch wenn es vielleicht gar nicht die Frage war, der Unterschied ist steuerrechtlich gar keiner, der hängt vom Jahresabkommen ab. Also ob er jetzt geringfügig ist oder über der Geringfügigkeitsgrenze verdient, steuerpflichtig wird er nur, wenn er die 12.000 € übersteigt, als Nicht-Selbstständiger und sonst die 11.000. In der Sozialversicherung spielt es eine Rolle. Vielleicht, nochmal, du kannst daher die Frage besser interpretieren, aber es gibt mir immer die Gelegenheit, noch was zu sagen. Und was ich sage, ist Folgendes. In der Sozialversicherung ist der Begriff Geringfügigkeitsgrenze tatsächlich vorhanden. Und der heißt nur, wenn du unter der Geringfügigkeitsgrenze verdienst, nämlich unter diesen 475 € im Jahr 2021, weil die steigt ja jedes Jahr, dann zieht dir der Arbeitgeber keine Sozialversicherung ab, geschweige denn Steuer, du bist ja weit weg.
Aber wenn du über der Geringfügigkeitsgrenze verdienst, beispielsweise 500 Euro oder 600 Euro im Monat, dann muss dir der Arbeitgeber, bei dem du beschäftigt bist, bereits Sozialversicherungsbeiträge abziehen. Aber das heißt noch lange nicht, dass er die Steuer abzieht, weil Steuer zieht er dir ab, wenn du die Höhe erreichst. Und da habe ich, oder vielleicht noch nicht, aber wenn, dann mache ich es jetzt, auch nicht ganz unwichtig. Ich habe immer von den 12.000 Euro geredet. Das entspricht grob, ja, ist vielleicht auch gut zu merken jetzt für uns alle, das entspricht grob einem monatlichen Brutto von 1.250 Euro. Das heißt, wenn jemand unter 1.250 Euro verdient in dem Monat brutto, zieht ihm der Arbeitgeber keine Steuer ab. Verdient er mehr, zieht ihm der Arbeitgeber bereits Steuer ab. Das heißt nicht, dass er aufs Jahr gesehen steuerpflichtig wird, weil vielleicht hat er nur 2-3 Monate so viel verdient, dann kann er ja wieder runterkommen. Und dann, und das habe ich schon gesagt, dann bekommt er ja die Steuer, die ihm in dem Monat abgezogen worden ist, wieder retour vom Finanzamt, weil er eben aufs Jahr gesehen drunter ist. Aber trotzdem, bleiben wir ganz, ganz kurz bei der Geschichte noch, dann renne ich weiter, bleiben wir noch ganz kurz dabei. Die 1.250 Euro brutto pro Monat heißt, dass er die Lohnsteuer abzieht. Sozialversicherung schon viel früher. Sozialversicherung zieht er dir eben ab, wenn du die 475 Euro pro Monat überschreitest. Also da ist der Begriff Geringfügigkeitsgrenze sehr wohl relevant. Letzter Satz und dann höre ich auf. Wenn ich heute 800 Euro brutto verdiene, zieht mir der Arbeitgeber Sozialversicherung ab. Das muss er, weil ich über der Geringfügigkeitsgrenze verdiene. Der zieht mir aber keine Steuer ab. Darf er nicht, weil ich nicht mehr als 1.250 Euro verdiene. Also das muss man unterscheiden. Und jetzt kannst du noch mal versuchen, die Frage anders zu interpretieren, wenn du möchtest. Ich glaube, sie ist damit beantwortet worden, ganz ehrlich. Ich glaube, das hat's. Viel mehr kann ich da nicht mehr rein interpretieren. Nur kurz wollte ich hier noch einbringen, damit die Leute das verstehen. Also bei freien Dienstnehmern zieht der Arbeitnehmer aber keine Lohnsteuer ab. Das heißt, das müssen die Leute dann selber, was wir das hier machen, anmelden. Das sind so, was du jetzt da wieder sagst, das sind ganz, ganz wichtige Geschichten. Das sind die Grundsachen ganz einfach. Das ist einfach das Grundprinzip. Das Grundprinzip ist folgendes. Steuerrechtlich giltst du als freier Dienstnehmer als selbstständig, das glaube ich wissen wir schon, du hast betriebliche Einkünfte, der Arbeitgeber ist nie für deinen Steuerabzug verantwortlich. Bei einem freien Dienstvertrag zieht er dir nie Steuer ab. Deswegen zahlt er ja auch, dazu kommen wir ja später, deswegen, wenn der dir Kilometergeld bezahlt, der zahlt es dir auch nicht steuerfrei aus, weil der zahlt sowieso alles steuerfrei aus, weil du es ja selber versteuern musst. Das heißt, das ist aber Grundgeschichte. Wenn ich auf Basis freier Dienstvertrag arbeite, dann habe ich während des Jahres keinen einzigen Cent Steuerabzug. Falls ich steuerpflichtig bin, nämlich diese 11.000 Euro überschreite, muss ich selber eine Einkommensteuererklärung abgeben. Und jetzt langsam, aber das sind wichtige Sachen. Jetzt, das ist ja sozusagen schon wichtig fürs Grundverständnis. Das ist, glaube ich, schon gut, wenn das jeder verinnerlicht irgendwie. Deswegen habe ich zuerst auch gesagt gehabt, wenn du als freier Dienstnehmer die Steuererklärung abgeben musst, aber für dich gilt diese Sozialversicherungsnegativsteuer nicht, dann kannst du ja gar nie was bekommen. Denn normalerweise zahlst du, wenn du die 11.000 Euro überschreitest. Aber was zurückbekommen tust du ganz definitiv nicht. Warum? Du hast ja auch während des Jahres nichts bezahlt. Das heißt, du kannst ja keine Steuer zurückbekommen, die dir abgezogen worden ist, weil als freier Dienstnehmer du nicht steuerpflichtig bist während des Jahres, sondern immer erst im Nachhinein. Gestatte mir noch einen Satz. Steuerlich ist es klar, steuerlich muss ich mich selber darum kümmern, da kann mir der Arbeitgeber nichts abziehen. Sozialversicherungsrechtlich, das wird zwar kein großes Thema für uns werden, aber ich sage es jetzt trotzdem schon, ich schieße ganz gern so kleine Botschaften rein, wenn man so möchte. Sozialversicherungsrechtlich sind freie Dienstnehmer den echten Dienstnehmern komplett gleichgeschalten. Du hast, wenn du auf Basis freier Dienstvertrag arbeitest, hast du sozialversicherungsrechtlich absolut keine Nachteile mehr. Das behaupte ich einfach, das stimmt im Prinzip auch. Das heißt, du bist ganz normal krankenversichert, du bist pensionsversichert, unfallversichert bist du sowieso, du bist arbeitslosenversichert, du bist Arbeiterkammermitglied, du bist im Falle einer Insolvenz des Arbeitgebers geschützt. Das heißt, aus Sicht der Sozialversicherung ist der freie Dienstvertrag sowas von harmlos, dass ich auch kein Problem hätte, wenn ich in der Arbeiterkammer auf Basis freier Dienstvertrag arbeiten würde, weil sozialversicherungsrechtlich würde sich für mich nichts ändern. Ganz einfach. Es war Ausflug, aber kein unwichtiger Ausflug, weil vielleicht kommt es später, es kommt nicht. Der unwichtige Ausflug oder ein wichtiger Ausflug wäre eben der, auch wenn wir heute nicht mehr viel über Sozialversicherungen reden, da bist du dem echten Dienst immer gleichgeschalten. Das heißt, wenn du über der Geringfügigkeitsgrenze verdienst, über diesen 475 Euro, zieht dir der Arbeitgeber beim freien Dienstvertrag die Sozialversicherung ganz normal ab. Du musst dich um nichts kümmern, du gehst zu jedem Arzt, alles was ist, tust du. Kein Problem. Und wenn du drunter bist, zieht dir der Arbeitgeber keine Sozialversicherung ab. Aber das macht er bei echten Dienstverhältnis ja auch nicht. Denn auch da ist unter der Geringfügigkeitsgrenze keine Sozialversicherungspflicht. Und deswegen ist da überhaupt gar kein Problembewusstsein mehr vorhanden. Und was ich nie tun würde, ich politisiere nicht, das interessiert mich absolut null, ich bin fachlich hier.
Aber das muss man schon sagen, und das kann man noch als Satz sagen, das war ein riesengroßer Erfolg von Gewerkschaft und von Arbeiterkammer, nämlich diese Angleichung der freien Dienstverträge. Ganz am Anfang haben die sehr, sehr wenig Rechte gehabt. Und das wurde immer mehr angeglichen. Bis ab 2010, glaube ich, war es dann in Wirklichkeit die Gleichschaltung geschafft worden ist. Also jetzt ist das Ergebnis das, dass du sagen kannst, freier Dienstnehmer, Sozialversicherung, alles in Ordnung. Aber das war ein Ausflug. Ja, aber ein guter, danke. Ein wichtiger Ausflug, Genau, weil vielleicht ja. kommen wir später nicht mehr hin. Zumindest in dem Bereich. In diesem Bereich, das ist ja das, was ich gemeint habe, von wegen, ich weiß, dass wir nicht alle erreichen, das weiß ich ganz einfach, aber ich weiß auch umgekehrt, dass wir gewisse Bereiche abschließen können. Und dieser Sozialversicherungsbereich, der ist einfach mit dem Satz abgeschlossen, dass ich sage, du brauchst als freier Dienstnehmer noch nicht mal ansatzweise zu denken, dass du schlecht irgendwelche Karten hast, dass du irgendwelche Nachteile hast im System, das hast du nicht. Du hast die gleiche Pension, die gleichen Krankenversicherungsgeschichten, die ich als altgedienter Arbeiterkämmerer habe. Also kein Thema und kein Problem. Genau. Eine letzte Frage, die für echte Dienstnehmer relevant sein kann. Trägt die Familienbeihilfe, die für mich als Kind zum Einkommen, also die ich als Kind bekomme, zum Einkommen dazu und somit zur Steuerlast? Kurze Antwort, nein, tut sie nicht. Die Familienbeihilfe ist steuerfrei. Das heißt, die Familienbeihilfe zählt bei niemandem zum Einkommen, weder bei dir noch bei den Eltern, wenn sie bekommen würden. Familienbeihilfe ist Kraftgesetz steuerfrei. Also keine Diskussion und kein großes Thema, steuerfrei. Passt. Danke. Das heißt, wir wandern weiter. Übrigens, warum wir jetzt auch weiter wandern, weil wir haben schon auch für freie Dienstnehmer einiges gesagt, so ist es nicht. Aber wir haben noch den großen Block für uns nachher, wenn die echten Arbeitnehmer sich zurücklehnen können, noch über die Gewinnermittlung bei den freien Dienstnehmern zu sprechen. Bei Arbeitnehmern ist ja kein Problem. Da ermittle ich keinen Gewinn, denn da bekomme ich mein Gehalt. Da geht es jetzt nur noch um die Absetzposten, zu denen kommen wir jetzt auch. Aber bei freien Dienstnehmern nachher müssen wir darüber reden, wie ermittle ich denn meinen Gewinn? Wie erkläre ich das dem Finanzamt? Das heißt, wir brauchen noch Zeit dafür. Das heißt, wir wandern weiter zu den Werbungskosten. Und Werbungskosten und Betriebsausgaben, ja, auch das ist vielleicht gar kein so schlechter Satz. Werbungskosten und Betriebsausgaben sind das Gleiche. Bei Arbeitnehmerinnen heißen die beruflichen Ausgaben Werbungskosten und bei Selbstständigen, wie eben freien Dienstnehmern, heißen eben die Ausgaben Betriebsausgaben. Aber inhaltlich ist da so gut wie kein Unterschied. Das heißt, wenn ihr manchmal gehört habt, als Selbstständiger kann ich viel mehr absetzen, so ist das im Grunde nicht richtig. Ganz einfach. Es sind nur zwei verschiedene Worte für die gleiche Basis. Das, was da steht, interessiert uns noch nicht mal ansatzweise. Das heißt, wir wandern weiter. Wir wandern weiter, interessiert uns nämlich wirklich nicht. Das interessiert uns erst recht nicht. Bevor du weiter wanderst, sage ich euch nur, warum es uns nicht interessiert. Werbungskosten sind berufsbedingte Ausgaben, die ich von der Steuer absetzen kann. Und es gibt für gewisse Berufsgruppen Pauschalien, wo man sagt, du kannst pauschal einen gewissen Betrag deines Einkommens als Ausgabe ansetzen. Und warum es uns nicht interessiert, ist deswegen, weil unser Beruf, unser Boten, Lieferanten, Kurierdienste nicht darin enthalten sind. Das heißt, wir gehen weiter. Das vielleicht noch nicht ganz kurz, sondern zumindest erwähnt. Wir sind jetzt bei Werbungskosten, also wir sind bei Sachen, die du von der Steuer absetzen kannst. Und da wir ja wieder, Robert richtig gesagt hat, gar nicht so unglücklich sind, dass da eine Gewerkschaft auch hinter uns ist, sind wir zum guten Teil auch Gewerkschaftsmitglieder. Und diese Gewerkschaftsbeiträge können von der Steuer abgesetzt werden. Und noch einmal zur Sicherheit, damit wir uns nicht verlieren, wir sind bei Arbeitnehmern, nicht bei Selbstständigen. Wenn ich als Arbeitnehmer Gewerkschaftsmitglied bin, und der Abzug des Gewerkschaftsbeitrags erfolgt über die Lohnverrechnung, was in vielen Fällen der Fall ist, Robert, stimmt's? Ja. In vielen Fällen der Fall ist, dann ist das steuerlich für mich erledigt. Das heißt, ich kann und brauche diese Gewerkschaftsbeiträge nicht mehr als Werbungskosten anzugeben in meinem Steuerausgleich. Warum? Weil die bereits vom Arbeitgeber steuermindernd berücksichtigt worden sind. Das heißt, ich habe schon während des Jahres den Vorteil gehabt, dass ich von diesem Gewerkschaftsbeitrag keine Lohnsteuer bezahlt habe. Bei vielen ist aber der Fall, dass sie eben nicht wollen, dass der Arbeitgeber weiß, dass sie Gewerkschaftsmitglieder sind, weil sie Repressalien und Sonstiges vermuten. Dort muss man das dann sehr wohl. Was der Robert gesagt hat, ist wichtig und richtig. Das heißt Folgendes. Der erste Fall ist der einfache. Ich muss mich in der Arbeiterkammer nicht davor fürchten, Gewerkschaftsmitglied zu sein. Das heißt, bei mir läuft das über die Lohnverrechnung und ich mache es im Steuerausgleich nicht mehr geltend, weil es bereits berücksichtigt ist. Robert sagt, es gibt auch Gruppen, die es eben nicht über den Arbeitgeber laufen lassen. Das ist die eine Gruppe, was du gesagt hast. Es wäre auch genauso möglich, dass ich eine Zweitmitgliedschaft bei einer anderen Gewerkschaft habe und dann Einzelzahler bin, also selber das einzahle. Dann mache ich diesen Gewerkschaftsbeitrag über den Steuerausgleich geltend. Und da kram ich jetzt nicht rum. Aber im Formular L1 ist eben eine eigene Position, wo steht eben Gewerkschaftsbeitrag und sonstige Beiträge, soweit ein Abzug nicht bereits durch den Arbeitgeber erfolgt ist. Weil wenn es durch den Arbeitgeber erfolgt ist, dann ist es ja bereits berücksichtigt. Und ganz kurz nur,
noch die Bemerkung, um wieder uns freie Dienstnehmer auch ins Boot zu holen. Das gilt auch natürlich könnt ihr den Gewerkschaftsbeitrag absetzen, aber der ist nicht beim Arbeitgeber steuermindernd berücksichtigt worden. Und jetzt könnte ich die Frage stellen, was aber keinen Sinn hat, weil ich euch nicht sehe. Ja, warum ist es denn nicht steuermindernd berücksichtigt worden? Und dann wäre eure Antwort die, wenn ihr aufgepasst habt. Die Antwort wäre die, der Arbeitgeber zieht mir sowieso keine Steuer ab, was will der mir steuermindernd berücksichtigen? Das heißt, da komme ich wieder auf zuerst zurück. In dem Fall könnte ich den Gewerkschaftsbeitrag extra wiederum als Betriebsausgabe geltend machen. Der Rest, was da steht, interessiert uns in Wirklichkeit gar nicht. Ich erwähne es jetzt nur deswegen, weil der Robert hat schon Fragen gesammelt gehabt und da war eine Frage dabei, da hat jemand gefragt wegen der Pendlerpauschale. Ich glaube, ob die zusteht. Ich möchte auch da nicht sehr ins Detail gehen. Ich sage euch nur Folgendes. Die Pendlerpauschale betrifft nicht freie Dienstnehmer. Die Pendlerpauschale betrifft nur echte Dienstnehmer. Und da ist der Hintergrund der, und deswegen führe ich es ganz ein bisschen noch aus, weil es nicht ganz unwichtig ist für beide Gruppen. Ich habe zuerst gesagt gehabt, und ich könnte es kaum leugnen, weil ihr zeichnet das ja irgendwie auf, ich habe gesagt gehabt, zwischen Betriebsausgabe und Werbungskosten gibt es eigentlich keinen Unterschied. Das habe ich gesagt. Das ist dokumentiert. Jetzt sage ich, eins habe ich verschwiegen, weil ich es jetzt bringe. Es gibt schon einen Unterschied. Selbstständige können theoretisch die Fahrt, Wohnung, Betriebsstätte, Arbeitsstätte, können Sie als die Ausgaben, die damit im Zusammenhang entstehen, also Fahrtkosten, können Sie von der Steuer absetzen als Ausgabe. Also wenn jetzt ein freier Dienstnehmer von zu Hause aus zu der Zentrale fährt, kann er sie theoretisch absetzen. Ich sage jetzt theoretisch, weil wir später drüber reden. Arbeitnehmer können das nicht. Arbeitnehmer können die Fahrt, Wohnung, Arbeitsstätte überhaupt nie absetzen. Ganz nie, überhaupt nicht. Warum? Weil es den sogenannten Verkehrsabsetzbetrag gibt. Den spüren wir zwar nicht, weil der ist in der Lohnverrechnung eingearbeitet, aber den gibt es. Das bedeutet, die Fahrt, Wohnung, Arbeitsstätte ist steuerlich irrelevant. Die einzige Ausnahme, die es gibt, ist die Pendlerpauschale. Und die Pendlerpauschale hat auch wieder nichts mit eurem Job zu tun. Die gilt für jeden Arbeitnehmer. Die Pendlerpauschale heißt, wenn du gewisse Erfordernisse erfüllst, wie zum Beispiel mindestens 20 Kilometer von der Wohnung zu deinem Arbeitsplatz zu fahren, hast du Anspruch auf die Pendlerpauschale. Und dann kannst du die Pendlerpauschale geltend machen. Entweder in der Arbeitnehmerveranlagung als Werbungskosten, da ist wiederum eine Position, wo steht Pendlerpauschale, soweit sie nicht vom Arbeitgeber berücksichtigt wurde, oder eben, du lässt sie gleich vom Arbeitgeber berücksichtigen, die Pendlerpauschale. Noch einmal jetzt langsam, und auch das möchte ich eigentlich rüberkriegen. Die Pendlerpauschale betrifft mich nur als echter Arbeitnehmer und die betrifft mich nur dann, wenn ich besonders lange zu meiner Arbeit brauche von zu Hause. In Wien hast du sie recht selten. Wenn ich von dem Bezirk, wo ich wohne, zu meinem Arbeitgeber fahre, in der Prinz-Eugen-Straße, dann sind das 3 Kilometer. Ich kann von der Pendlerpauschale träumen. Wenn heute jemand in Leobersdorf wohnt, in Niederösterreich, und er fährt jeden Tag zu seiner Arbeitsstätte in eurem Bereich, dann wird er mehr als 20 Kilometer haben, weil Leobersdorf liegt bei Baden, dann hat er mehr als 20 Kilometer und dann hat er Anspruch auf die Pendlerpauschale. Und jetzt möchte ich einen langsamen Satz loswerden, der wirklich alle Fragen, die noch kommen könnten, glaube ich, erledigen könnte und auch die Folien, die da vielleicht noch auftauchen. Die einzige Möglichkeit festzustellen, ob du Anspruch auf die Pendlerpauschale hast, und die einzige Möglichkeit festzustellen, in welcher Höhe du sie hast, weil es gibt ganz verschiedene, ein kleines, ein großes, kilometerabhängig, sind die Beträge verschieden, ist eine einfache und auch die einzige, die du machen kannst. Auf der Homepage vom Finanzministerium gibt es den sogenannten Pendlerrechner. Der Pendlerrechner, wenn du jetzt auf Google eingeben würdest, während ich hier rumplapper, würdest du eingeben bei Google Pendlerrechner, dann bist du sofort drauf. Dann fragt dich der Pendlerrechner, wo du wohnst, wo du arbeitest. Dann fragt er dich, wie oft du zur Arbeit fährst. Noch ein, zwei Kleinigkeiten und dann rechnet dir dieser Pendlerrechner des Bundesministeriums für Finanzen aus, wie hoch dein Pendlerpauschale ist. Und dieses pickt, egal wie du selber fährst, egal was du behauptest, egal was du denkst, das ist komplett egal. Was dir der Pendlerrechner sagt, vom Ergebnis her, ist, es steht dir zu, es steht dir nicht zu und er gibt dir auch die Höhe dazu. Das gleiche gilt für diesen Pendler-Euro, der ist so ein Zusatzetzchen, wenn man so möchte, ein Zusatzgeschenk, wenn du es jetzt so ausgedrückt möchtest, aber auch den Pendlerrechner und den Pendler-Euro rechnest du nur über den Pendlerrechner des BMFs aus. Ich schaue euch, aber ich weiß nicht, ob es sich auffällt, aber ich schaue mal nach links und rechts, ob es klar ist, ob es nachvollziehbar ist, was ich sage.
Also, Es gibt also keine Alternative dazu. Deswegen, früher haben wir immer ewig Diskussionen gehabt mit den Leuten in der Arbeiterkammer. Ja, aber ich fahre ja anders und ich habe der Routen Maps und der Michelin gibt mir ein anderes Ergebnis als der vom ÖMTC oder was auch immer. Diese Diskussionen sind vorbei. Gib sie in den Routenplaner ein und dann sagt es dir ja oder nein. Und dann brauchst du auch nicht mehr darüber zu diskutieren. Entweder du kriegst es oder du kriegst es nicht. Das heißt, Pendlerpauschale ist ganz einfach ein Thema, das gebe ich zu, aber kein Thema, wo man großartig drüber nachdenken muss, weil man die Daten einfach eingibt. genau, also allgemein als Angestellter nur auf die Internetseite Pendlerrechner Sachen eingeben und die Antwort ist dann gleich da. Und genau das war's. Und warum ich jetzt auf das Thema gekommen bin und jetzt auch gleich weitergehe, ist das, weil du kannst den Pendlerrechner, nachdem du ihn auf dieser BMF-Homepage unter dem Pendlerrechner dir geschaut hast, ob er dir zusteht, kannst du entweder gleich beim Arbeitgeber berücksichtigen lassen, dann ist so wie beim Gewerkschaftsbeitrag gleich steuermindernd, oder wieder gleich wie beim Gewerkschaftsbeitrag, du kannst ihn im Nachhinein in der Arbeitnehmerveranlagung geltend machen. Und wir rennen schon weiter. Passt. Ja, und jetzt kommen wir in das Allgemeine und da können wir freie Dienste auch schon aufpassen. Warum? Weil ich habe ja gesagt, Werbungskosten ist das gleiche wie Betriebsausgaben mit einer einzigen Ausnahme, dass eben die Fahrtkosten, Wohnung, Arbeitsstätte bei Arbeitnehmern nicht absetzbar sind, mit Ausnahme dieses Pendlerpauschals, und bei Selbstständigen schon. Aber alles, was jetzt hier steht, Fachliteratur, Fachzeitungen, Werbungskosten, Ausbildung, Umschulungskosten, doppelte Haushaltsführung, das sind Geschichten, die sind auch als Selbstständige als Ausgabe absetzbar und bei Arbeitnehmern erst recht. Da gehe ich jetzt auch nicht, auch wenn ihr jetzt vielleicht, keine Ahnung, keine wahnsinnig große Freude habt. Ich gehe jetzt nicht sehr ins Detail, aber ich begründe das auch. Ich gehe deswegen nicht sehr ins Detail, weil Ausbildung, Umschulungskosten, das wird bei euch zum Teil ein Thema sein, weil einfach, ich nehme an, dass ein paar auch studieren von den Leuten, die für Zuliefererfirmen arbeiten. Ihr könnt die Studienkosten von der Steuer absetzen. Wenn du nebenbei eine Ausbildung machst, jetzt nicht kein Studium, eine andere Ausbildung machst, kann auch die absetzbar sein. Und warum ich sage kann und warum ich jetzt nicht so wahnsinnig groß rumrede, weil das wieder etwas ist, wo ich am Anfang gesagt habe, du findest dermaßen viel Material zu der Frage, ob das jetzt für dich eine Fort- und Ausbildungs- und Umschulungskosten ist. Und da ist jeder Einzelfall extra zu betrachten. Da kann man nicht pauschal sagen, es geht immer oder es geht nie. Das hängt ganz einfach von deiner konkreten Ausbildung ab. Außer bei Studium. Bei Studium kann man es einfach sagen. Studienkosten sind absetzbar. Ein Satz noch ganz kurz, ich muss aufpassen, jetzt sage ich rede nicht drüber, dann rede ich halt doch drüber. Aber der Satz ist kurz. Das ist auch ein Paradebeispiel vom Finanzministerium. Der taxifahrende Medizinstudent kann die Kosten des Medizinstudiums absetzen, obwohl das Taxi fährt oder dass er Sachen ausliefert, hat er null mit seinem Studium zu tun. Aber trotzdem ist diese Fortbildung, nämlich das Studium, in dem Fall ist es Umschulung, einfach steuerlich problemlos absetzbar. Aber in allen anderen Fällen genügt es mir wieder, wenn ihr sagt, ja, wir haben es eh schon gewusst, aber jetzt nochmal gehört, grundsätzlich mal ist es absetzbar. Ob es im Einzelfall ist, muss man einfach auch im Einzelfall betrachten. Kann sein, muss nicht sein. Aber grundsätzlich, und das ist das Prinzip für uns jetzt hier, grundsätzlich sind diese Kosten absetzbar. Und eins behaupte ich jetzt auch, und jetzt kommen wir ein bisschen in die Reederei rein, aber nicht sehr schlimm. Laut dem Kollektivvertrag, und da schaue ich jetzt wieder zum Robert, der gilt ja für alle, gell? Für alle Angestellten, egal wo sie arbeiten, egal ob Miam oder Veloce. Für alle echten Dienstnehmer, egal welche Firma, also einfach Fahrtbotinnen. Und da bin ich jetzt mal ein bisschen, da bin ich jetzt natürlich blauäugig, aber lasst mich gerne, ihr seid beide Kollegen sind Profis, weil sie selber den Beruf gemacht haben. Das heißt, da seid ihr unter Anführungszeichen, die Fragen von Ihnen sind in Wirklichkeit auch für euch, weil das sind ja Kollegen von euch, die auch das Metier gut kennen. Ich behaupte jetzt mal blauäugig Folgendes. In Wirklichkeit steht bei euch im Kollektivvertrag drinnen, dass euch die wesentlichen Arbeitsmittel ersetzt werden müssen. Da sage ich jetzt spontan Fahrradkleidung, Helm und was man halt sonst noch so braucht. Jetzt wirst du mir gleich was sagen, aber davor sage ich was selber. In der Theorie mag das so sein, aber es muss nicht immer so sein. Ist das richtig, Robert? Genau. Also die Kilometer, die geleisteten, werden zum Beispiel nicht also bei manchen Unternehmen, sagen wir so, nicht anhand der wirklich geleisteten Kilometern, sondern eben pauschalisiert oder in gerader Linie, Luftlinie gerechnet und so weiter. Das heißt, man bekommt nicht die volle geleistete Kilometerhöhe ersetzt.
Genau, du hast jetzt gleich das Kilometergeld angesprochen. Als kleines zum Luftschnappen sage ich es allgemeiner noch, bevor ich auf die Kilometergelder gehe. Werbungskosten sind berufsbedingte Kosten. Alles, was mir der Arbeitgeber zur Verfügung stellt, und ich rede jetzt nicht vom Kilometergeld, ich rede vom Helm zum Beispiel. Alles, was mir der Arbeitgeber zur Verfügung stellt, ist für mich logischerweise keine Ausgabe, weil ich habe es ja vom Arbeitgeber. Klar, na, sagt ihr jetzt. Aber ich sage noch eins zur Sicherheit, schadet nämlich auch nicht zu wissen. Bei Werbungskosten, wenn ich keinen Aufwand habe, kann ich keine geltend machen. Aber sollte ich der Meinung sein, ich kaufe mir etwas, weil es für mich besser ist, zum Beispiel weil der Helm meinem subjektiven Sicherheitsgefühl nicht entspricht, dann ist das nicht verboten. Das heißt, bei Werbungskosten gibt es Kraftgesetz keine Bestimmung, die was sagt, es muss unbedingt notwendig sein. Weil bei dem Helmbeispiel, da ist der zweite Helm nicht notwendig, weil du hast ja einen vom Arbeitgeber. Aber wenn du sagst, ich kaufe mir einen Sicherheitshelm, der für mich einfach sicherer ist, dann kannst du den von der Steuer absetzen als Arbeitsmittel. Oder die Ausrüstung ist einfach nicht für den quasi Beruf ausgelegt, Richtig. weil es sind, weiß ich nicht, Winter-Snowboardjacken und man sagt aber gut, ich bin heute im Fahrrad unterwegs und damit mit dem Zelt ist es eher nicht so angenehm und ich muss mir das selber anschaffen oder Handschuhe oder Hosen oder ähnliches, was halt eben nicht zur Verfügung gestellt wird, obwohl es ja sein sollte. Richtig. Und da haben wir jetzt gesagt, jetzt immer sozusagen, und da passt ihr bitte als freier Dienst immer auch aus. Ich habe zwar nachher ich werde nachher was anderes dahingehend sagen, dass ich sage, ihr werdet in den meisten Fällen diese Ausgaben gar nicht geltend machen. Aber wenn ihr es doch geltend machen sollte, gilt das, was wir hier reden, für uns alle. Das bedeutet, wenn ich jetzt sage, eine Ausrüstung ist für mich besser und ich verwende sie deswegen, kann ich die grundsätzlich schon als Werbungskosten absetzen von der Steuer, weil eben auch die Tatsache, dass mir der Arbeitgeber das zur Verfügung stellt, nicht heißt, dass ich es nutzen muss. Das ist eine klare Aussage und die stimmt auch. Wo ich dann, und das ist halt einfach der Unterschied zwischen Theorie und Praxis, wo ich schon ein Problem habe, ist, wenn ich jetzt sage, weil du Handschuhe gesagt hast, wenn ich mir jetzt Handschuhe kaufe, weil die einfach wärmer sind, dann würde ich sagen, mach's geltend als Werbungskosten, nämlich als Arbeitsmittel für dich, aber ich würde nicht unterschreiben, dass es anerkannt wird, weil bei allen diesen Ausgaben kann es passieren, dass das Finanzamt sagt, gut, aber du wirst die Handschuhe ja auch privat tragen, du wirst ja nicht nur als Fahrradbote tragen und deswegen gehen wir von einem sogenannten privaten Mitveranlassung auf und da gibt es ein sogenanntes Aufteilungsverbot. Das heißt, es könnte das Finanzamt auch durchaus sagen, wir akzeptieren Handschuhe zum Beispiel oder deine Kleidung, was du gesagt hast, die Oberbekleidung, wir akzeptieren die nicht, weil die könntest du ja auch privat tragen. Ich will aber jetzt nichts aufbauen, ich sage es nur. Im Einzelfall könnt ihr immer alles geltend machen und dann konkret mit eurem Finanzamt euch auseinandersetzen, wenn die Ärger machen. Ich sage nur fachlich, als Theoretiker sage ich, es ist nicht gegessen. Es ist deswegen nicht gegessen, weil Jacke und Handschuhe, das sind einfach gute Beispiele für das, was wir reden. Eine Jacke, die ich mir kaufe, weil die extrem windundurchlässig ist fürs Fahrradfahren wirklich keine Diskussion, sehr notwendig. Aber das Finanzamt könnte dir sagen, wer sagt uns, dass du die nicht am Wochenende am Berg trägst? Und dadurch sagen wir, das Finanzamt, wir sagen, eine Arbeitskleidung, die nicht ausschließlich berufsspezifisch ist, akzeptieren wir nicht. Und jetzt weiß ich nicht, ob einer von euch beiden reagiert, ob ihr da selber bei euch in eurem eigenen Leben da quasi praktische Erfahrungen gemacht habt. Falls nicht und falls ihr nichts sagt, dann höre ich jetzt auf und sage nur noch langsam das Gleiche noch einmal. Wenn mich jemand fragen würde, als Arbeitnehmerberater, kann ich eine Jacke oder Handschuhe absetzen, wäre meine Antwort normalerweise nein, weil du die auch privat veranlasst mittragen kannst. Wenn ein Fahrradbote zu mir sagen würde, ich habe einfach genau den Job, dass ich damit rumfahren kann ich die absetzen, würde ich sagen, probier's, aber ich garantiere dir bei Gott nicht, dass es geht, das hängt vom Finanzamt davon ab. Das ist ganz einfach die Antwort, das ist keine Schwarz-Weiß-Antwort. Das würde auch eine Frage, die aufgekommen ist mit dem Aufteilungsgebot, quasi wie hoch prozentuell, ist dann wieder individuell mit dem Finanzamt dann quasi... Nein, du wolltest jetzt sagen, auszumachen, gell? Ja, weil, also ob es anerkannt wird oder nicht, war ja jetzt quasi, sieht man dann ja die Aussage. Aber wie hoch das... Das ist die Frage und wir haben sie jetzt verstanden. Nämlich die Frage ist, ob es überhaupt anerkannt wird, das ist die eine Sache. Aber wenn sie anerkannt wird, in welcher Höhe? Und da ist es so, und noch einmal zur Sicherheit, wir reden jetzt schon lange und wir vergessen uns freie Dienste immer nicht, aber das gehört zu eurem Thema genauso dazu, weil ihr könnt auch als Selbstständige die Ausgaben haben. Das heißt, das ist schon also doppelt zu sehen, dass es für alle wichtig ist. Ich behaupte jetzt langsam Folgendes. Bei solchen Arbeitsmitteln wie Handschuhe und Jacken, da gibt es ein Aufteilungsverbot, entweder 100% oder gar nicht. Du wirst, und das, was ich sage, ist theoretisch natürlich richtig,
Und ich sage jetzt auch gleich wiederum, mach in der Praxis mit dem Finanzamt, schlag denen vor am Prozentsatz, aber rein von der Lehre her würde das nicht gehen können. Entweder 100% als beruflich anerkannt oder gar nicht. Da kann man nicht wie beim Computer sagen, 60% meiner Zeit bei dem Handschuh oder bei der Arbeitsjacke verbringe ich im Beruf und 40% privat, das würde nicht gehen. Ich sage nicht, dass es im Einzelfall nicht geht, nämlich dass das konkrete Finanzamt damit einverstanden ist, aber rein von den sogenannten Lohnsteuerrichtlinien her, und das ist die Meinung der Finanz, gibt es ein Entweder-Oder. Entweder sie erkennen sie dir voll an oder sie erkennen dir gar nicht an. Was ich jetzt gemacht habe, und ich schaue euch zum Robert, was ich jetzt gemacht habe, ist, ich habe niemandem was weggenommen, ich habe nur gesagt gehabt, du kannst es probieren, es ist ja nicht abstrus, aber rein, wenn es abgelehnt wird, im Endeffekt hast du keine Chance, weil es entspricht ganz einfach der gängigen der herrschenden Lehre. Und ist auch bei Handys zum Beispiel so. Außer ich kann nachweisen, ich hätte jetzt ein Diensthandy, weil der Job rennt einfach sehr oft übers Handy und ich habe ein privates Handy. Wenn ihr das nachweisen könnt oder wenn es eins ist, wie... Der Robert macht mir jetzt theoretisch Probleme. Praktisch hoffe ich nicht. Ich muss aufpassen, dass ich für euch kein Problem werde. Warum? Weil wir jetzt aufpassen müssen. Ich habe jetzt gerade gesagt gehabt, da gibt es ein Mischverbot, da gibt es ein Aufteilungsverbot, entweder 100% oder gar nicht. Dann habe ich gesagt, beim Computer gibt es dieses Aufteilungsverbot nicht. Da ist sogar vom Gesetz her vorgesehen, dass man sagt, 60% beruflich, 40% privat. Da wird einfach pauschal gesagt, ich komme gleich zu dir, aber wenn du jetzt sagst, beim Computer, ich habe einen Computer gekauft, den verwende ich auch beruflich, dann sagt das Gesetz, 60% des Computers kannst du absetzen und 40% unterstellen wir, dass du den privat verwendest. Und in 99% aller Fälle werde ich damit einverstanden sein. Und jetzt bringst du das Handy mit ins Spiel. Und beim Handy ist es wieder anders. Bei Handy und Internet ist es wieder anders. Da gibt es kein Schwarz-Weiß. Also es ist nicht so, dass es entweder gar nicht oder voll absetzbar ist, sondern da gibt es auch da darf man nämlich den privaten Anteil bestimmen und den beruflichen. Aber da gibt es im Unterschied zum Computer keine fixe Regelung. Da gelten die 60-40 nicht. Das heißt, ohne euch zu verwirren, und ich schaue alle an, ohne euch zu verwirren, bei Handy und bei Internet, da musst du für dich selber überlegen, wie viel glaubst du, dass das Handy privat und wie viel glaubst du, dass du es beruflich verwendest, und diesen Anteil kannst du geltend machen, aber da gibt es keinen, von vornherein, es müssen 100% sein und da gibt es auch keinen, es dürfen nur 60 sein, da musst du einfach schauen, wie viel es ist. Und diesen Anteil tust du rein. Übrigens, Robert, ich weiß, dass du gerade Luft holst, lass mich noch eins ganz kurz dazu sagen. Wir reden jetzt davon keinen großen Sachen, weil ich unterstelle ganz einfach, so was kostet so ein Handy, da ist der Pauschalgebühr, kostet vielleicht 40 € im Monat, behaupte ich jetzt ganz einfach, oder vielleicht sogar weniger. Und wenn du jetzt sagst, ich glaube, ich verwende das 60%, da willst du Finanzamt kaum sagen, wir glauben, du verwendest das nur 55%, weil da sind einfach keine Beträge mehr dahinter. Das heißt, schätze dich realistisch ein. Und jetzt kriegst du trotzdem noch einen Satz, aber ich rede deswegen so viel, weil das Thema nicht ganz unwichtig ist, es gibt uns auch Verständnis. Ganz kurz. Ich war vor dem Lockdown, war ich nicht zu Hause, so wie ich hier sitze. Ich habe immer im Büro gearbeitet. Ich arbeite aber nicht außerhalb meiner Bürozeiten, das tue ich nicht. Das heißt, wenn ich das Büro verlasse, bin ich privat. Ich habe noch nie eine Handykosten abgesetzt. Es gab für mich keinen Grund. Ich habe zu Hause nicht beruflich telefoniert. Das heißt, bei mir war der berufliche Anteil meines Handys 0. Jetzt, wo ich im Homeoffice bin und wenn ich vom Arbeitgeber kein Diensthandy zur Verfügung gestellt habe, jetzt muss ich sehr wohl beruflich telefonieren. Und jetzt komme ich genau in die Geschichte rein. Jetzt sage ich, naja, ich muss mal überlegen, wie viel Prozent habe ich denn jetzt von meinem Handy beruflich telefoniert, und diesen Anteil nehme ich dann und den nehme ich dann als Jahresbetrag und mache das als Werbungskosten geltend. Ein Punkt nur, der wichtig zum Ergänzen ist, weil die Frage, also es ist an sich egal, wo ich das gekauft habe, ob ich es in Österreich gekauft habe oder nicht, ich muss einfach Belege aufheben. Damit ich das, wenn das Finanzamt nachfragt, ich muss es auch nachweisen können. Das ist vollkommen richtig, was du gesagt hast. Wo du es gekauft hast, spielt überhaupt gar keine Rolle. Das kannst du natürlich überall gekauft haben, kannst du auch aus Amerika haben schicken lassen mit irgendwas, was da es geben mag. Das ist überhaupt gar kein Thema. Ja, das geht immer. Schließt man es ab, und da muss ich jetzt zum Kilometergeld kommen, aber schließt man es dahingehend ab. Internet und Telefon ist selber zu bestimmen, wie viel du glaubst, dass du es beruflich verwendest, und diesen Prozentsatz setzt du an. Ich weiß aber von eurem Kollektivvertrag her, wenn ihr ein privates Handy verwenden müsst, dann bekommt ihr so einen Pauschalbetrag von 20 €. Genau, bekommt ihr da eben vergütet. Das heißt, da wird, glaube ich, nicht mehr viel Spiel sein, dass man noch was absetzt. Aber rein vom Prinzip her, es geht. Und für freie Dienstnehmer eben ist es halt absolut relevant. Ne? Für freie, ja genau, das war jetzt gut, dass du es gesagt hast. Warum hat er es gesagt?
weil wir verinnerlicht haben, dass es bei freien Dienstverträgen keinen Steuerabzug gibt. Dadurch kann es auch keine steuerfreien Zahlungen geben, weil da ist ja alles steuerpflichtig. Und deswegen hast du schön gesagt gehabt, bei freien Dienstnehmern könnte es ein Thema sein, nämlich die Telefon und Internet zu schätzen. Aber das ist das, was ich dann irgendwann doch machen werde, ist, wir werden auf die Gewinnermittlung kommen und da werden wir Alternativen zu dieser Geschichte finden. Aber das war schon richtig von dir. Man kann es geltend machen, als freier Dienstnehmer jedenfalls, als Arbeitnehmer auch, aber da bleibt ganz einfach nicht mehr viel. Jetzt kommen wir zum Abschluss von den Werbungskosten, weil dann sind wir nicht auch fertig mit den reinen nicht selbstständigen Einkünften, die aber schon längst in Kombination waren. Die Reisekosten. Ihr habt laut dem Kollektivvertrag bekommt ihr 14 Cent pro 24 seit heuer. 24 Cent seit heuer bezahlt. Da ist es so, ich mache das jetzt auch ganz vereinfacht und seid mir bitte nicht böse. Der Arbeitgeber dürfte für Fahrräder, und ihr seid ja mit Fahrrädern unterwegs, er dürfte 38 Cent bezahlen. Er zahlt aber nur 24. Also es gibt Paradearbeitgeber, sage ich, die tatsächlich die 38 Cent ausbezahlen, aber der größere Teil, beziehungsweise von denen wahrscheinlich, die jetzt teilnehmen, sind es einfach die 24 Cent. Alles klar. Das war jetzt eigentlich auch ganz gut, was du gesagt hast für mich. Warum? Weil ich jetzt wieder ganz kurz zwei Fallgruppen aufbauen kann. Da, wo der Arbeitgeber die 0,38 zahlt, die 0,38, aber 0,42 habe ich ja gesagt, hoffentlich, oder? Na, 0,42 ist beim wir sind beim PKW. Fahrrad. Wir sind beim Fahrrad, richtig. Passt. Schau, auch ich werde unkonzentriert. Heißt aber, wir kommen wieder retour. Das amtliche Kilometergeld für Fahrräder beträgt 38 Cent. Wenn in gewissen Fällen der Arbeitgeber die 38 Cent zahlen sollte, dann bleibt für dich bei Werbungskosten kein Spielraum mehr in dem Sinn, weil du hast bereits die richtige Höhe bekommen. Zahlt aber der Arbeitgeber nur 24 Cent, dann könntest du die Differenz auf die 38 Cent als sogenannte Differenzwerbungskosten in deinem Steuerausgleich, in der Arbeitnehmerveranlagung geltend machen. Als Selbstständiger auch, dazu kommen wir aber später. Jetzt bin ich bei den Arbeitnehmern. Das heißt, du könntest die Differenz geltend machen, aber bis maximal 1500 Kilometer, so ist es zumindest die rechtliche Lage, bis 1500 Kilometer. Das heißt also, wenn der Arbeitgeber dir jetzt 0,24 zahlt, könntest du nur die Differenz von 38 Cent zu 24 Cent geltend machen und den Betrag mit maximal 1500 Kilometer im Jahr. Und den Betrag könntest du reinschreiben und den könntest du als Werbungskosten geltend machen. Also die Welt wird es nicht, aber das ist formal einfach die Bestimmung. Das heißt, ich muss mit 24 Cent rechnen bis zu dem Maximalbetrag auf 1500 Kilometer. Richtig. Mal dem Differenzbetrag. Das hast du, ich weiß nicht, ob es nachvollziehbar war, es war auf jeden Fall richtig. Du müsstest dann quasi sagen, ich bekomme 24 Cent, ich hätte aber 38 Cent kriegen können, die Differenz nehme ich und dann eben mit diesen maximal 1500 Kilometern und dann komme ich genau zu dem Ergebnis, was du auch gesagt hast. Du hast mir nämlich gesagt, Robert, weil ich habe auch keine Ahnung davon, du hast mir gesagt gehabt, dass ihr ja teilweise viel mehr fahrt. Viel mehr fahrt. Trotzdem wäre als Werbungskosten die Beschränkung mit den 1500 Kilometern, mit dieser Differenz maximal für 1500 Kilometer. Was ich jetzt sage, ist nur aus Fairness sozusagen. Was ich sage, ist das, wie es in den sogenannten Lohnsteuerrichtlinien geregelt ist. Wenn jetzt hier jemand sitzt und schreit und sagt, ich mache aber schon seit Jahren viel mehr geltend, dann soll er es so machen. Weil mehr als das Finanzamt dann sagt, wir geben es dir nicht mehr, kann ja nicht passieren. Das heißt also, ich sage euch nur, wie die gesetzliche Lage ist. Ich habe aber keine Ahnung, unter Anführungszeichen, zu sagen, ob das in der Praxis im Einzelfall nicht sehr wohl auch mehr akzeptiert wird. Nur warum ich sowas immer ganz gerne sage, ist das, wenn du dann irgendwann einmal vom Finanzamt einen Bescheid bekommst und da steht drinnen, das geltend gemachte Kilometergeld konnte eben nur bis zu den 1500 Kilometern geltend gemacht, berücksichtigt werden, dann wird es einfach stimmen, dann entspricht es der geltenden Rechtsmeinung. Heißt aber, wie gesagt, nicht im Einzelfall, dass du nicht mehr geltend machen kannst, wenn er schon seit Jahren durchgegangen ist. Das will ich gar nicht wegreden. Und das bezieht sich aber, wenn ich die exakte Kilometerleistung bezahlt bekomme und nicht, wenn ich der Meinung bin, der Arbeitgeber bezahlt mir nicht die geleistete Kilometerleistung, sondern da sind noch Kilometer offen quasi. Aber vielleicht führt das jetzt auch zu weit. Na, ich würde gar nicht sagen, wir wollen nicht kompliziert werden, aber trotzdem ist deine Frage schon richtig. Es kann ja durchaus sein, weil das habe ich, glaube ich, schon mal so ansatzweise gehört, dass der Kilometer eigentlich dass der Arbeitgeber nicht die Kilometer zahlt, die man tatsächlich fährt. Da würde es schon möglich sein, dass du die Differenzwerbungskosten für diese Kilometer geltend machst, aber, und das muss mir jetzt auch gestattet sein, ich sehe praktisch das eine Hindernisgrund, dass normalerweise diese 1500 Kilometer gelten sollten, da wirst du eh schon drüber sein,
glaube ich. Und das Zweite, was ist, ein Nachweisproblem. Du müsstest ein Fahrtenbuch führen und nämlich ein genaues. Und daran könnte es in der Praxis auch wieder scheitern, wenn das Finanzamt so möchte. Nämlich, dass die sagen, mag schon sein, dass der Arbeitgeber die anderen Kilometer bezahlt hat und du mehr gefahren bist, aber weist uns das mal lückenlos nach. Und ob das immer der Fall ist, möchte ich bezweifeln. Da wird es Lösungen geben. Also es wird auch von Seiten der WIDA an einer App gearbeitet, die genau die Kilometer mit dem Finanzamt gleich, dass das dann quasi beim Finanzamt gilt. Aber das ist gut. Das kommt erst. Was der Robert jetzt gesagt hat, ist gut. Für euch gut, wenn es dann soweit sein sollte, weil sonst hätte das gegolten, was ich gesagt habe. Du wirst in seltensten Fällen so schöne Aufzeichnungen haben, weil du dich gar nicht so sehr darum kümmern kannst in Wirklichkeit, dass das Finanzamt dir deine Zusatzkilometer glaubt. Wenn es aber so eine App gibt und das Problem erledigt ist, dann wäre es auf jeden Fall denkbar, dass man eben diese Zusatzkilometer geltend macht, auch wenn die vom Arbeitgeber gar nicht bezahlt wurden. Nur noch, aber das wäre quasi mein letzter Satz. Ich glaube, du wirst in vielen Fällen an dieser Begrenzung nach oben hin mit diesen 570 € im Monat, im Jahr scheitern. Wir lassen es mal stehen, auch wenn es für euch sozusagen vielleicht nicht ganz so wahnsinnig befriedigend war. Warum nicht? Weil ihr es vielleicht in der Praxis anders lebt, als ich rede. Aber da macht eure Praxis weiter. Und ich habe euch gesagt, wie es theoretisch sein sollte. Das heißt, ich würde sagen, wir wandern auch weiter, weil wir sollten auch weiter wandern. Computer können wir uns sparen, weil das ist wieder so was Typisches, wie ich den genau abschreibe, da genügt zu wissen, ich kann ihn grundsätzlich abschreiben und in welchen Details, mit welchen Jahren. Schau dir das an in den Broschüren, die es von der Arbeiterkammer gibt, die es übrigens auch, und da muss ich halt doch auch Werbung machen, die es auch vom Finanzministerium gibt, die haben eine sehr, sehr gute Broschüre, die ist gleich wie unser Steuersparen. Nur umfangreicher, das heißt, Informationen kriegst du genug, wenn du einen Computer hast und kümmere dich drum. Das heißt, wir wandern weiter. Das ist das, was ich gesagt habe, Fort-, Ausbildung, Umschulung. Ich habe gesagt, das ist nichts Schwarz-Weißes. In vielen Fällen geht es. Ob es im Einzelfall tatsächlich geht, ist eine Diskussionsgeschichte, allenfalls mit dem Finanzamt. Da muss man auch oft Beschwerden machen. Da wird es in erster Instanz abgelehnt und in zweiter Instanz anerkannt. Aber das Gleiche wieder. Mir genügt, und euch sollte es ehrlich gesagt auch genügen, zu wissen, grundsätzlich kann ich es absetzen, der Teufel liegt im Detail, aber vom Prinzip her geht's. Passt. Und wir wandern schon wieder weiter. Das reden wir gar nicht, weil das kann bei euch nicht oft der Fall sein. Und wenn, habe ich es nur erwähnt, nämlich doppelte Haushaltsführung, Familienheimfahrt. Da geht es darum, dass jemand seine Familie woanders hat, als er arbeitet. Das heißt, ich sage das jetzt spontan, jemand hat seine Familie in Slowenien, Frau und Kind ist in Slowenien, nur als Beispiel, und er arbeitet in Wien. Es könnte sein, dass diese Person doppelte Haushaltsführung und Familienheimfahrten geltend machen kann. Aber da gibt es wiederum eigene Voraussetzungen, die uns jetzt überhaupt nicht interessieren und ohne schlechtes Gewissen nicht interessieren. Weil jemand, den sowas betrifft, dem genügt es zu wissen, meine Familie wohnt weit weg, kann ich da irgendwas steuerlich absetzen? Vielleicht hat er sich sogar die Stichwörter gemerkt und dann erkundigt er sich genauer. Das heißt, wir wandern weiter. Die Frage ist aber lustigerweise genau aufgekommen, nur halt mit 70 Kilometern und eine Wohnung, die in Wien gemietet wird, damit man einen Job machen kann, ob man was von der Steuer absetzen kann. Gut, dann machen wir es ganz kurz, weil wir jetzt nämlich da jetzt schon gleich fertig sind. Ich sage doch gleich, warum, kriegst du eine ganz kurze Antwort. Die Person sagt, meine Familie wohnt 70 Kilometer von Wien entfernt. Und dann wären wir schon wieder bei der Folie. Das ist genau das, was ich gesagt habe. Im Einzelfall kann es mal sein. Die Voraussetzungen sind eben 80 Kilometer und eine Wegzeit von mehr als einer Stunde. Aber das ist sozusagen nicht in Stein gemeißelt. Es könnte also durchaus sein, wenn er nur 70 Kilometer hat, aber zum Beispiel nachweisen kann, dass er eben relativ lange fährt, weil die Verkehrsverbindungen schlecht sind, dass ihm trotzdem die Familienheimfahrt und doppelte Haushaltsführung anerkannt wird. Da gilt das Gleiche wieder vor. Was ich nie machen würde, und das darf ich jetzt allgemein sagen, ich würde nie irgendjemand sagen, mach was geltend, wo ich weiß, dass es nicht geht. Das ist sinnlos. Und ich habe keine Lust auf ein Gespräch, wo jemand sagt, naja, bei mir ist das aber durchgegangen, jetzt könnte ich es ja wieder probieren. Das interessiert mich nicht, weil ich sage das, was ich glaube, was ist. Aber wenn es ein bisschen zweifelsfallsmäßig ist, dann sage ich natürlich schon, mach's geltend. Und das wäre ein typischer Zweifelsfall. Also der Person würde ich raten, auch wenn die Voraussetzungen formal nicht ganz erfüllt sind, mach's geltend. Das Schlimmste, was dir passieren kann, ist im Endeffekt wird es abgelehnt, aber es war keine falsche Sache, das geltend zu machen. Ganz einfach. Also das ist formal zu beantworten mit, naja, ich habe meine Probleme, aber auch zu beantworten, es ist nicht von vornherein ausgeschlossen. Und den Satz gestattet ihr mir noch, und dann sind wir eigentlich was das anbelangt, fertig ist. Wir wollen nicht päpstlicher als der Papst sein. Das heißt, auf Deutsch gesagt gehabt, wenn du subjektiv bei allen diesen Werbungskosten, wo wir jetzt geredet haben, der Meinung bist, das sind Ausgaben, die mir entstanden sind, das gilt auch wieder für die Handschuhe, wo ich auch Zweifel angemeldet habe. Mach's geltend. Du hast die gekauft deswegen, weil es zu deinem Job für dich dazugehört. Mach sie geltend, begründe das, wenn sie nachfragen sollten, warum du das gemacht hast.
meinetwegen mach eine Beschwerde, geh zum Bundesfinanzgericht, dann ist Schluss, aber dann hast du subjektiv die Sicherheit, dass das, was du gewollt hast, zumindest ernstzunehmend behandelt worden ist, auch wenn du es im Endeffekt gar nicht bekommen hast. Umgekehrt aber, lass dich nicht leiten, mach keine Sachen geltend, wo dir jeder normale Mensch sagt, das ist komplett unmöglich. Das war aber eigentlich die Schlussworte. Warum? Und da müssen wir jetzt gar nicht mehr weitergehen. Tun wir auch nicht. Was jetzt als außergewöhnliche Belastung käme, würde sowohl für freie Dienstnehmer als auch für Arbeitnehmer gelten. Aber jetzt geht es nur noch um Krankheitskosten. Und das ist so was Typisches, wo ich sage, das genügt zu wissen, und das weiß, glaube ich, auch fast jeder. Wenn du Krankheitskosten hast, kann das sein, dass die steuerlich absetzbar sind. Aber im Detail, welche Freibeträge es gibt und was da noch alles Voraussetzung ist, das gehört nicht zu unserem Nachmittag, weil das gehört zum Thema, ich habe eine Krankheit, ich habe vielleicht sogar eine Behinderung, kann ich steuerlich was absetzen? Und dann bin ich wieder im Schema F, wo ich sage, es gibt Beratungen und Unterlagen genug, wo du es rausbekommst. Weil die Leute, die es betrifft, die wissen das meistens, und die meisten von uns, Gott sei Dank, muss man natürlich sagen, betrifft es ja eh nicht. Das heißt, das Kapitel brauchen wir jetzt überhaupt nicht zu besprechen. Es genügt zu wissen, es kann sein, dass ich gewisse Krankheitskosten als außergewöhnliche Belastung absetzen kann. Genau. Also ja, ich würde auch sagen, das lassen wir Das vor. können wir deswegen ohne schlechtes Gewissen hundertprozentig weglassen. Genau. Also ich würde jetzt... Während du nämlich klickst, habt ihr es auch vielleicht noch mitgeschaut. Man sieht es ja einfach, wenn jemand heute Diabetes hat, dann kriegt er einen Freibetrag, aber die Person, die Diabetes hat, die wird von verschiedensten Stellen darüber informiert. Da müssen wir jetzt nicht drüber reden, wie hoch der Freibetrag wäre. Genau. Weil Gott sei Dank hast du es nicht, deswegen interessiert es dich nicht. Und wenn du es hast, erfährst du es ja sowieso. Genau. Das heißt, ihr zwei korrigiert mich, aber wir würden jetzt die letzte gute Dreiviertelstunde, würden wir jetzt zu der selbstständigen Gewinnermittlungsart gehen. Und Absolut. bei den echten Dienstnehmern würde ich fast sagen, in Wirklichkeit, für euch war es das. Also ich glaube, hier sollten wir uns jetzt auf die freien Dienstnehmer wirklich fokussieren und als erstes quasi das ansprechen, Pauschalisierung. Also das ist, glaube ich, ein sehr wichtiges Thema, dass die Leute das verstehen. Das ist ein sehr wichtiges Thema. Wenn du mir jetzt, ich stehe kurz auf, wenn du mir jetzt nichts Besonderes zeigst, gehe ich zu diesem Kingston. Warte gleich. Das? Perfekt. Übrigens auch, wenn es mir als Raucher schwerfällt, wir machen keine Pause mehr. Schau mich nicht so an, ich kann es nicht ändern, warum. Es ist 3:45, wenn wir jetzt eine Pause machen. Ich möchte nämlich nicht, weil ich persönlich glaube schon, dass es anstrengend ist, wenn man da 3 Stunden rumsitzt und sich das anhören muss. Ich meine, wahrscheinlich sind viele von euch schon längst zwischendurch woanders gewesen, aber trotzdem, wir wollen es jetzt noch durchziehen und dann sind wir auch fertig. Das heißt, durchziehen heißt Folgendes: Wir rennen gleich weiter und wir beschränken uns jetzt auf die selbstständigen freien Dienstnehmer. Da gehe ich kurz die Folien durch, die bringen nicht so wahnsinnig viel, trotzdem möchte ich wieder ein paar Sachen loswerden. Ich sehe den Share nicht. Warte, kleinen Moment. Ich muss natürlich klicken. So, jetzt sind wir wieder da. Genau. Und wir machen jetzt übrigens, das Gute ist ja in Wirklichkeit, dass wir schon recht viel geredet haben. Wir können wunderbar die Folien durchgehen. Zum Teil sage ich was dazu, zum Teil werden wir es ja sehen. Mein Gott, Inhaltsverzeichnis süß. Kannst gleich weitergehen. Das ist das, was mich jetzt momentan ganz kurz eine Spur mehr interessiert. Die echten Dienstverhältnisse haben wir besprochen. Grundsätzlich, da ist für euch keine Sondersituation. Wir reden jetzt über die freien Dienstverträge. Wir reden nicht über Werkverträge, wobei ich schon gesagt habe, dass rein steuerrechtlich gesehen das für mich komplett wurscht wäre, ob wir auch über freie Dienstverträge und Werkverträge reden, weil die steuerlich gar nicht unterschieden werden. Ich habe am Anfang gesagt, die Unterscheidung spielt in der Sozialversicherung eine Rolle, aber die spielt steuerrechtlich gar keine Rolle. Da sind es betriebliche Einkünfte, egal ob du auf Werkvertrag oder freien Dienstvertrag arbeitest. Das heißt, auch wenn versteckte Werkvertragsnehmer hier sitzen, die meinetwegen woanders auf Werkvertrag arbeiten, für die ist steuerlich alles genauso relevant, auch wenn ich das Wort freier Dienstvertrag immer sage. Warum? Weil es eben keinen Unterschied gibt. Und geringfügige Beschäftigung haben wir schon besprochen. Das heißt, wir können weitergehen. Das finde ich als Überblick gar nicht so schlecht. Auch das wurde schon Gott sei Dank in vielen Fällen gesagt. Wenn du Arbeitnehmerin bist, Arbeitnehmer bist, dann bist du logischerweise in der Sozialversicherung ganz normal unselbstständig. Das heißt, das ist ja nur noch 15 Aussage von mir, der Arbeitgeber zieht dir ganz normal die Sozialversicherung ab. Du bist Kranken-, Pensions-, Unfallversichert, du bist Arbeiterkammermitglied,
du bist insolvenzgeschützt, du bist einfach das, was halt die österreichische Gesetzgebung hergibt, da bist du drinnen. Das Gleiche gilt, und das habe ich schon gesagt, aber ich wiederhole es, für freie Dienstverträge. Auch da steht bei der Sozialversicherung unselbstständig. Das bedeutet, du wirst gleich wie echte Dienstnehmer behandelt, du bist ganz normal pensions-, krank-, unfallversichert, es gibt einfach keinen Nachteil. Werkvertrag lasse ich weg. Die haben nämlich sehr wohl SV-rechtliche Nachteile, weil die müssen sich um all ihre Sachen selber kümmern. Da zieht der Arbeitgeber auch keine Sozialversicherung ab. Schlechte Sache, weil auch teurer. Aber Einen Punkt nur, Sozialversicherung ja, aber man wird beim Krankengeld ist man schon benachteiligt, weil du natürlich keinen Krankenstand hast wie ein echter Dienstnehmer. ja, das aber du sind kannst zum Arzt gehen, zumindest. Du musst dich nicht drum kümmern. Das ist das, was ich meine. Das sind genau das. Du bist genauso wie ein echter Arbeitnehmer, ganz normal Sozialversicherung. Die Nuancierung gibt es überall, aber die gibt es auch zwischen den Angestellten bei verschiedenen Kassen. Da hast du natürlich recht, Robert, was du sagst, aber das Grundprinzip, das Wichtigste für mich ist als freier Dienstnehmer, ich möchte das Gefühl haben können, ich bin krankenversichert, ich kann zum Arzt gehen, ich bekomme dann auch mal Krankengeld, wobei du recht hast mit der Abstufung. Ich möchte, wenn mein Arbeitgeber in Insolvenz ist, möchte ich mein Insolvenzgeld bekommen und ich möchte später eine Pension bekommen. Das ist das, was mich interessiert als freier Dienstnehmer. Und da ist die klare Antwort schon gewesen, ja, bist du auch. Da können wir auch gleich weitergehen. Kannst ruhig weitergehen. Das ist nur der Satz von mir, den wir aber jetzt schon längst wissen. Freie Dienstnehmer und echte Arbeitnehmer sind bei der österreichischen Gesundheitskasse versichert, die müssen sich um nichts kümmern und die neuen Selbstständigen wären bei der Sozialversicherungsanstalt der Selbstständigen und müssten sich auch selber darum kümmern. Aber haben wir gesagt, lassen wir jetzt ein bisschen außen vor. Ja, das habe ich eigentlich schon, vielleicht haben wir noch einen gewissen Wiederholungseffekt manchmal. Das haben wir nicht davor schon recht breit besprochen. Ich habe gesagt damals, wenn du eine geringfügige Beschäftigung hast, das waren die 475,86 €, dann bist du nicht sozialversicherungspflichtig. Und dann habe ich aber gesagt gehabt, wenn du drüber kommst, weil es war nämlich sein Beispiel mit 2 geringfügigen Beschäftigungen, dann bekommst du im Nachhinein eine Nachzahlung von der österreichischen Gesundheitskasse und das ist das, was da steht. Wenn die Summe von allen Einkommen aus echten oder freien Dienstverhältnissen, das ist komplett egal, über die Geringfügigkeitsgrenze kommt, dann wirst du sozialversicherungspflichtig. Das heißt, da können wir auch weiter wandern. Da war einfach nur die Kernaussage, es entsteht einfach Sozialversicherungspflicht. Da steht es noch einmal da, jetzt wissen wir es aber schon, Pflichtversicherung ab 475 €, der Arbeitgeber meldet dich an, du bist eben ganz normal mit den Abstufungen von Robert, aber das Prinzip stimmt, Krankenpensions- und Unfallversichert. Und wir wandern schon weiter. Das ist jetzt sozusagen allgemein, der Beitrag ist 17,62% für freie Dienstnehmer. Das heißt, es zieht euch der Arbeitgeber automatisch ab, ist um einen ganz minimalen Betrag weniger, als ich als echter Arbeitnehmer habe, weil da ist der Wohnbauförderungsbeitrag, der fällt bei freien Dienstnehmern nicht an und bei echten Dienstnehmern schon. Das ist alles komplett uninteressant. Grundsätzlich 17,62%, gerade eine Sekunde noch. Der Betrag wird aber eingestuft, der wird weniger, je nach Einkommen. Bei kleinem Einkommen so zwischen, ich glaube, 1.100 grob jetzt oder 1.300, 1.400 € wird weniger abgezogen, weil da kein Unfallversicherungsbeitrag anfällt. Das heißt, da zahlst du dann nur 14,62%, aber das brauche ich gar nicht zu wissen, warum nicht. Ihr ja auch nicht, ihr merkt es ja, wird ja abgezogen. Kümmert mich ja gar nicht. Das heißt, wir waren dann doch weiter. Der Vertrag. Interessiert uns nicht. Interessiert uns nicht. Ich meine, interessiert uns schon, aber nicht heute. Das interessiert uns auch nicht. Und jetzt interessieren uns die Steuern, glaube ich. Und jetzt, wie gesagt, noch einmal, versteckte Werkvertragsnehmerinnen, auch das ist für euch wieder interessant. Da ist jetzt nur die Aussage auf der Folie, diese 730 €. Und da jetzt ein langsamer Satz, langsam. Die 730 € sind nur relevant, wenn ich eine Kombination aus echtem Dienstverhältnis und selbstständiger Tätigkeit habe, wie irgendjemand heute schon gefragt hat. Weil ich darf neben meinem Dienstverhältnis pro Jahr 730 € steuerfrei dazu verdienen, auf Honorarbasis als freier Dienstnehmer. Wenn es mehr ist, muss ich eine Einkommensteuererklärung abgeben. Das haben wir schon gesagt und ich sage es noch einmal. Genau. Aber stopp, die 730 € spielen keine Rolle, wenn du ausschließlich als Selbstständiger tätig bist. Das heißt, wenn du freier Dienstnehmer bist, dann sind die 37 € komplett egal. Dann könntest du nicht auf die Idee kommen zu sagen, ja, aber ich habe noch einen Werkvertrag, da verdiene ich nur 500 € und der wäre deswegen frei. Also die 730 € sind ausschließlich für Nebeneinkünfte. Den Satz gestattet ihr mir noch. Der Hintergrund ist einfach der,
Den Betrag gibt es schon seit immer. Der war früher 10.000 Schillinge in meiner Urzeit, der hat sich nie geändert. Da ging es darum, dass man gesagt hat, wenn ein echter Arbeitnehmer mal so einen Nebenjob, einen ganz kleinen hat, möchten wir den nicht quasi in eine Einkommensteuer reintreiben, weil da überfordern wir ihn und sozusagen schenken ihm das. Das ist für alle einfacher, weniger Verwaltungsaufwand. Aber noch einmal, die 37 Euro interessieren mich überhaupt nicht, wenn ich von Jänner bis Dezember, also während des ganzen Jahres, freier Dienstnehmer bin. Deswegen können wir schon weitergehen. Ja, das haben wir schon gehabt. Das sind die beiden Grenzen. Noch einmal, habe ich ja gesagt, teilweise ist es ganz gut, weil teilweise wiederholen wir uns. Für euch ist jetzt nur noch relevant, wenn ihr ausschließlich selbstständig seid, und das seid ihr als freier Dienstnehmer, dann seid ihr nur einkommensteuerpflichtig, wenn ihr mehr als 11.000 Euro Gewinn im Jahr erzielt. Und jetzt kommen wir ja langsam zum Knackpunkt bei der ganzen Geschichte, nämlich 11.000 Euro Gewinn, nicht Einnahmen. Das heißt, nachher kommt natürlich die Frage, wie ermittle ich meinen Gewinn? Aber zunächst einmal als Vorgeschichte, es geht darum, wenn der Gewinn unter 11.000 Euro ist, dann bin ich gar nicht steuerpflichtig. Das habe ich als Beispiel schon gesagt, wo ich gesagt habe, jemand ist freier Dienstnehmer, macht das aber nur nebenbei, verdient 700, 800 Euro im Monat, das meinetwegen 10 Monate lang, der hat Einnahmen von 800 Euro. Der ist ja mit seinen Einnahmen schon unter den 11.000 Euro, der ist nicht steuerpflichtig. Können wir weitergehen. Was? Obwohl es jetzt natürlich schon wichtig ist, was wir reden. Das ist es gleich wieder. Auch das ist eigentlich eine schöne Wiederholung, wenn man so möchte. Was ist die Wiederholung? Die Abgabefrist, die uns jetzt interessiert ist. Wenn ich ausschließlich selbstständige Einkünfte habe, im freier Dienstvertrag, dann ist die Abgabefrist grundsätzlich der 30. April des Folgejahres. Da ihr aber großteils alle online macht, ist es eben der 30. Juni. Das heißt, ihr solltet bis 30. Juni 2021 eure Steuererklärung für 2020 machen. Und was man manchmal hört, aber sozusagen, was absolut keinen interessiert, ist, ich habe geglaubt, das Finanzamt meldet sich bei mir. Das ist falsch. Die melden sich nicht. Du musst dich selber darum kümmern. Okay? Du kannst da nicht warten. Das heißt also, der Juni des Folgejahres ist dann auch der Termin, die Einkommensteuererklärung selber abzugeben. Und der Arbeitgeber muss bis dahin das auch gemeldet haben, oder? Und jetzt passt da auf, der Robert hat jetzt gesagt gehabt, und der Arbeitgeber muss es bis dahin auch gemeldet haben. Was ich jetzt sage, steht vielleicht gar nicht auf der Folie drauf, ist auch nicht wahnsinnig wichtig, trotzdem brauchen wir es. Und da ist die Frage gut dazu. Deswegen sage ich es jetzt gleich und ich sage es langsam. Und jetzt auch noch einmal, die BMF-Broschüre ist gut, die Arbeiterkammer-Broschüre ist gut und da steht das dann nochmal drinnen. Das heißt, ihr müsst keinen Stress haben nach dem Motto, das war mir jetzt zu schnell, ich habe jetzt nicht genau verstanden, was der geredet hat. Ihr könnt das nochmal nachlesen. Hauptsache, ihr habt das Problem bewusst, es ist in den Broschüren drinnen. Warum sage ich das wieder? Auf was der Robert anspielt, ist Folgendes. Der Arbeitgeber von euch, wo ihr auf freien Dienstvertrag arbeitet, müsste eigentlich ans Finanzamt eine sogenannte Paragraph 109a-Meldung machen. Das heißt, er müsste bis Ende Februar des Folgejahres das, was ihr dort verdient habt, ans Finanzamt melden. Da muss drinnen stehen, das, was ihr brutto bekommen habt. Da muss drinnen stehen, was er euch an Sozialversicherung abgezogen hat. Und, das wäre jetzt eine Fangfrage, aber das traue ich mich nicht, die Lohnsteuer, die euch abgezogen hat, dürfte da wohl nicht drinnen stehen. Weil da wäre die Antwort von euch hoffentlich er zieht mir ja gar keine Lohnsteuer ab, ich bin ja selbstständig. Also das wäre jetzt eine Fangfrage gewesen. Vom Verständnis her, natürlich kann da keine Steuer drinnen stehen, da zieht ja auch keiner ab. Aber drinnen steht brutto, drinnen steht die Sozialversicherung drin und dieser Mitarbeitervorsorgebetrag. Diese 109a-Meldung, die der Robert erwähnt hat, die müsste jetzt schon im Online sein. Viele von euch werden sie haben und sie werden sie auch kennen. Ist aber angeblich bei einem Arbeitgeber noch nicht passiert zum Beispiel. Das glaube ich jetzt gut. Und das wäre jetzt auf das gekommen, was ich gesagt habe. Der Robert sagt mir gerade, jemand chattet, bei mir ist es noch nicht passiert. Da ist es so, ich habe immer auch schon gesagt, müsste und könnte und sollte. Es passiert in einigen Fällen sehr wohl, dass der Arbeitgeber, obwohl er eigentlich müsste, diese 109a-Meldung, wo genau steht, was du verdienst, gar nicht ans Finanzamt schickt. Bei Großen glaube ich nicht, dass es passiert, weil da wird jemand irgendwann dahinter sein und wird sagen, Moment, jetzt sind doch endlich. Ich sehe aber Köpfe wackeln. Auch bei Großen kann es passieren. Und jetzt gebe ich euch manchmal gebe ich auch klare Antworten auf Fragen, die mir gar nicht gestellt wurden. Nämlich die erste Antwort ist auf die Frage, kann ich dagegen was machen? Ich sage, nein, kannst du nicht. Der Arbeitgeber wäre dazu verpflichtet, diese 109a-Meldung zu schicken. Wenn er es nicht tut, du kannst ihn nicht zwingen. Bumm. Das Zweite ist, auch wenn er sie nicht geschickt hat, ändert das nichts daran, dass du ja selber Aufzeichnungen führen müsstest. Du müsstest auch unabhängig von der Meldung wissen, wie viel du in dem Jahr an Einnahmen gehabt hast. Das heißt, die Meldung ist ja nur einerseits für dich super angenehm, weil du einfach weißt,
das hat der gemeldet, das wird doch hoffentlich mit dem übereinstimmen, was ich bekommen habe. Für dich ist einfach eine Arbeitserleichterung und fürs Finanzamt ist es die Möglichkeit festzustellen, dass Leute selbstständig gearbeitet haben, weil die es dann sehen, die würden sonst gar nicht erfahren. Das heißt, das war auch der Grund, warum diese 109a-Meldung eingeführt worden ist. Früher war die Moral der Leute nicht so groß, Steuererklärungen abzugeben, und das Finanzamt hat sich gar nicht so leicht getan, an die Leute ranzukommen, weil woher willst du es wissen? Und diese 109a-Meldung hat quasi eine Kontrollfunktion. Aber wenn es der Arbeitgeber nicht meldet, dann würde ich jetzt auch aufgrund der konkreten Frage Folgendes sagen. Wenn es den Arbeitgeber noch gibt und du halbwegs gut mit dem Arbeitgeber stehst, sag ihm das, sag ihm, du hast die 109a-Meldung noch nicht geschickt, wäre ganz gut, wenn du es machen würdest. Vielleicht mach das. Mach das nicht, kannst du nicht zwingen. Und ich sage dir jetzt wieder, wie auch immer, ich sage dir, auch wenn du sie nicht hast, das ist komplett egal. Die Steuererklärung kannst du trotzdem abgeben, weil du dürftest auf diese 109a-Meldung gar nicht angewiesen sein. Und als Trost für den Anfrager oder Anfragerin, das passiert natürlich gar nicht so selten. Vor allem kleine Firmen machen das oft nicht. Aber du hast da keinerlei Möglichkeiten. Noch einmal, du brauchst die Möglichkeit auch gar nicht. Das ist ja nur ein Kontroll- und ein Sicherheitssystem, aber die Steuererklärung kann trotzdem gemacht werden. Im Idealfall hat man seine 100 beieinander und weiß, wie viel man übers Jahr gemacht hat. Schau, schenk mir noch den Satz und wir liegen gar nicht so schlecht, weil ihr werdet sehen, die Gewinnermittlung ist meiner Ansicht nach gar nicht schwer, was ich euch vorschlagen werde. Deswegen liegen wir gar nicht so zeitlich schlecht. Der Unterschied ist folgender. Als echter Arbeitnehmer, wenn dein Arbeitgeber den Jahreslohnzettel nicht ans Finanzamt geschickt hat, was oft vorkommt, sagt das Finanzamt, wir können den Steuerausgleich nicht machen. Wir wissen, dass du einen Arbeitgeber hast, aber wir wissen nicht, was du verdient hast. Ich als Arbeitnehmer sage dem Finanzamt nicht, wie viel ich verdient habe. Das muss ja der Arbeitgeber schicken. Das heißt, in so einem Fall bist du blockiert, wenn der Arbeitgeber nicht schickt. Bei euch als freie Dienstnehmer ist es eben genau nicht der Fall. Ihr müsst eben von selber wissen, wie viel ihr verdient habt. Da ist es eben noch das Zusätzliche. Das heißt, die Steuererklärung abgeben kannst du, auch wenn der Arbeitgeber keine 109a-Meldung ans Finanzamt gemacht hat. Deswegen hast du auch keinen Druck sozusagen. Er sollte es machen, aber wenn es nicht tut, okay, ist es halt einfach so. Als Arbeitnehmer habe ich ein Problem. Ich kann den Steuerausgleich gar nicht machen. Als freier Dienstnehmer kann ich ihn trotzdem machen und muss ihn auch machen. Gut, das heißt, wir wandern schon weiter, weil das waren ja nur die Fristen. Da gehen wir gleich. Doch, nein, stopp, da gehen wir schon weiter, aber davor habe ich es halt noch schnell gesagt, aber ich glaube, das ist nicht so ein großes Thema. Ihr seid ausschließlich selbstständig tätig. Ihr müsst das Formular E1 und die Beilage E1AK verwenden. Dieses Formular E1 ist die Einkommensteuererklärung. Da werden alle Einkünfte, die es nur gibt, zusammengefasst in diesem Formular. Und die Beilage E1AK ist die Beilage, mit der man dem Finanzamt erklärt, wie man auf seinen Gewinn gekommen ist. Weil als Vorgriff, aber auch, glaube ich, logisch, ich versteuere ja nie meine Einnahmen. Ich versteuere immer nur das, was mir übrig bleibt. Das ist mein Gewinn. Egal, wie ich den Gewinn ermittle, durch Pauschale oder durch tatsächliche Kosten, mittels der Beilage E1AK muss ich das dem Finanzamt sagen. Und nur für euch, dass die Beilage E1AK, das K steht für Kleinunternehmer, weil man hat die Beilage noch leichter gemacht für so kleine Leute, wie wir sind. Das heißt, kleine Leute, die unter 35.000 Euro Umsätze im Jahr haben, können dieses vereinfachte Formular verwenden. Hätte jemand mehr, müsste er die Beilage E1A verwenden. Aber das waren jetzt einfach nur die Bezeichnungen der Formulare. Übrigens, bevor du weitergehst, lass mich einen Satz ein bisschen zusammenhangslos sagen, weil vielleicht vergesse ich ihn später, obwohl ich bei der Umsatzsteuer sicher noch dazu komme. Ich bin der Meinung, das System ist gar nicht so schwer und das ist jetzt natürlich zum Teil auch arrogant von mir, gebe ich zu, weil ich halt vom Fach bin. Aber in den vielen Fällen werdet ihr eure Einkommensteuererklärung selber machen können. Wenn ihr einen Steuerberater nehmt, dann ist es auch gut, dann kann der, weil es auch keine große Arbeit ist, euch vielleicht helfen und ihr habt eine gewisse Sicherheit. Wo ich jedenfalls einen Steuerberater empfehlen würde, den würde ich sogar für mich persönlich nehmen und den würde ich auch meinem Bruder empfehlen, wenn ich einen hätte, wenn die Umsätze eine gewisse Höhe erreichen, nämlich für mich persönlich die Höhe von 35.000 Euro. Das liegt daran, dazu komme ich zwar später, aber ich möchte jetzt loswerden, dass dann auch Umsatzsteuerpflicht entstehen wird. Und wenn jemand umsatzsteuerpflichtig ist, ist Schluss mit lustig. Da muss die Erklärung ordentlich gemacht werden und dann dürfen auch keine Fehler passieren. Das war zwar eine private Bemerkung von mir, weil es ja keinen interessiert, was ich sage, ob ich den Steuerberater empfehle oder nicht, aber als grobe Richtschnur sage ich sehr wohl. Wenn die Umsätze über 35.000 Euro im Jahr sind, dann würde ich einen Steuerberater empfehlen. Drunter würde ich sagen, du kannst es in vielen Fällen selber machen. Umgekehrt aber, hast du einen zur Verfügung, der dir seriös vorkommt oder den sogar Freunde von dir haben und der dir einen guten Preis macht, ist es natürlich noch einfacher. Das war jetzt so eine Nebenbotschaft, die ich gerade loswerden wollte. Wir rennen aber trotzdem weiter, würde ich sagen. Ja, und jetzt sind wir quasi
beim Highlight. Jetzt müsst ihr euch auch noch ein bisschen konzentrieren, aber eher eigentlich nur auf die Worte. Ich halte es nicht für so wahnsinnig schwer. Ich muss als freier Dienstnehmer meinen Gewinn versteuern. Und der Gewinn ist immer Einnahmen abzüglich Ausgaben. Ausgaben werden in vielen Fällen die Sozialversicherungsbeiträge sein. Denn wir wissen ja, dass beim freien Dienstvertrag mir vom Arbeitgeber Sozialversicherungsbeiträge abgezogen werden. Und wie hoch die sind, sehe ich auf dieser 109a-Meldung, wenn sie im Online ist oder wenn ich sie habe. Und wenn sie nicht im Online ist, dann muss ich sie halt selber wissen. Aber ich setze zuerst einmal meine Bruttoeinnahmen an, inklusive Sozialversicherung. Und dann steht drunter weitere Ausgaben. Und was noch drunter steht, kann ich nicht lesen. Gewinn. Ist gleich Gewinn. Ist gleich Gewinn, das passt. Dann brauchen wir, dann ist es nicht ganz unlogisch. Ja. Und dann weitere Ausgaben. Und die Frage, die sich uns jetzt stellt, und deswegen sind wir ja auch großteils hier, ist die, was können das für weitere Ausgaben sein? Aber davor, so blöd es klingt, das ist noch nicht bei allen Leuten 100% klar. Wir haben schon Leute erlebt, die haben ihre Einnahmen als Gewinn angegeben. Das heißt, die haben dann nachher ihre Einnahmen versteuert und haben noch nicht mal ansatzweise irgendwelche Ausgaben geltend gemacht. Ist natürlich blöd, weil du versteuerst zu viel. Das heißt, das muss klar sein. Ist natürlich auch klar, Einnahmen abzüglich Ausgaben ergibt den Gewinn. Und wenn der Gewinn über 11.000 Euro ist, bin ich steuerpflichtig. Sollte der drunter sein, ist er nicht steuerpflichtig. Ihr gestattet mir das immer noch. 12.000 Euro Einnahmen, 2.000 Euro Ausgaben, dann bin ich aus dem Schneider. Meine Einnahmen-Ausgabenrechnung, 12 minus 2 hat 10 ergeben, es ist unter 11, ich bin also gar nicht steuerpflichtig. Meine Einnahmen waren drüber, aber es ist keine Steuerpflicht entstanden. Wir wandern aber weiter und schauen, was wir da noch finden, weil wir dann natürlich über die Gewinnermittlung reden. Ja, und dabei bleiben wir jetzt bis zum Schluss mehr oder weniger. Zwei Möglichkeiten. Die Folien stammen nicht von mir, aber die sind eigentlich schön mit dem Pfeil. Gefällt mir gar nicht so schlecht. Das heißt, wir haben zwei Möglichkeiten, das geltend zu machen. Und zwar, wir machen eine Einnahmen-Ausgabenrechnung, indem wir unsere tatsächlichen Kosten geltend machen. Und da wären wir jetzt in der Diskussion von zuerst. Geht der Handschuh? Wie hoch setze ich Internet an? Welchen Privatanteil nehme ich fürs Telefon? Geht jetzt die Northland-Jacke oder nicht? Weiß ich nicht genau, aber probieren tue ich es einmal. Da bist du in Diskussionen drinnen. Als Alternative zu diesen Diskussionen gibt es das sogenannte Betriebsausgabenpauschale. Übrigens, weil ich es immer so wenig erwähne, bei den tatsächlichen Ausgaben spielen natürlich auch die Kilometergelder eine Rolle. Du kriegst vom Arbeitgeber Kilometergelder, aber da bleibt eben das stehen, was ich bereits gesagt habe. Wenn es nach den Lohnsteuerrichtlinien läuft, und das ist in den Einkommensteuerrichtlinien, die für euch maßgeblich sind, das Gleiche, du könntest nicht mehr als 570 Euro Kilometergeld im Jahr geltend machen. Das entspricht den 1500 Kilometer mal 38 Cent pro Kilometer. Noch einmal, wenn euch das Finanzamt mehr akzeptiert, alles gut. Aber ich sage eigentlich, nach dem jetzigen Rechtsstand würde es eben eigentlich nur gehen, dass du maximal 570 Euro geltend machst. Und das ist nicht so wahnsinnig viel. Wenn du tatsächliche Kosten geltend machst, könntest du natürlich auch das Fahrrad absetzen über die AFA. Und ich bin bereit, über alles zu reden. Aber ich tue das auch. Aber davor möchte ich die Betriebsausgabenpauschale bringen, weil ich glaube, von euch, die mir jetzt noch sozusagen auch folgen geistig, werden viele zum Schluss kommen, dass auch für sie selber das Pauschale günstiger sein wird. Und dann haben sich diese kleinen Diskussionen und Streitereien erledigt. Aber noch einmal, ich tue das Thema nicht weg, ich rede auch über die tatsächlichen Kosten. Ich fange nur mit dem für mich angenehmeren an. Und zwar die sogenannte Betriebsausgabenpauschale. Ein paar von euch sind Profis und die zwei hier sind Profis, die haben das Betriebsausgabenpauschale bereits gekannt, weil das gibt es schon lange. Das heißt, du kannst pauschal 12% deiner Einnahmen als Ausgabe ansetzen und zusätzlich immer noch die Sozialversicherungsbeiträge. Aber ab 2020 wurde das Pauschale doch entscheidend erhöht. Das Pauschale beträgt jetzt mindestens 20% der Einnahmen. Und jetzt passt auf mich bitte auf. Das ist der Schluss, danach sind wir fertig und danach habe ich auch mein Pulver verschossen. Aber jetzt wird es doch mal wichtig. Ich habe jetzt gerade gesagt, das Pauschale beträgt mindestens 20% ab 2020, also auf dem Steuerausgleich für letztes Jahr, und von dem reden wir ja. Das heißt, wenn du jetzt beispielsweise 10.000 Euro Einnahmen hättest, könntest du jetzt in der primitivsten Art und Weise die Sozialversicherungsbeiträge geltend machen als Ausgabe, zusätzlich noch 20%. Das sind immerhin schon mal 2.000 Euro. Und das im Verhältnis zu den tatsächlichen Kosten. Ob die höher sind, bezweifle ich schon mal. Aber jetzt kommt noch was dazu und jetzt langsam und ein bisschen auf Glatteis von mir gesagt, aber ich kann es nicht ändern. Es gibt zwei Arten der Pauschalen, nämlich 20% und 45%. Die 20% hat definitiv jeder, der auf freien Dienstvertrag arbeitet. Da gibt es keine Diskussion. Es gibt aber auch gewisse Berufsgruppen, wo das Finanzamt
45% pauschale Betriebsausgaben gestattet. Und diese pauschalen 45% sind natürlich, sage ich jetzt mal primitiv, ein Wahnsinn. Ich habe 10.000 Euro Einnahmen und kann pauschal davon 45% geltend machen. Dann werde ich keine Kosten mehr suchen von Handschuhen, von Internet und von einem Fahrrad. Dann werde ich wohl ganz sicher das Pauschale geltend machen. Das ist meine persönliche Überzeugung, weil 45% Ausgaben werde ich in aller Regel nie zusammenkriegen. Und jetzt ist nur noch für uns hier die Frage, gelten für uns jetzt die 20 oder gelten für uns die 45%? Und da ist es so, tut mir eh fast ein bisschen, na leid tut es mir nicht, aber es ist fast ein bisschen komisch, das so zu sagen. Wir sind zum Schluss gekommen, das heißt, also wir, ich mit Kollegen, weil mehr ist ja nicht, wir sind zum Schluss gekommen, dass für euch die hohe Pauschale ansetzbar sein muss, nämlich 45%. Und was ich jetzt sage, ist für mich persönlich auch wichtig, weil ich in euch nichts reinjagen kann und möchte. Wir sind nach dem jetzigen Stand, sind wir der Meinung, ihr fallt unter die Branche Post, Kurier und Expressdienste. Und für diese Branchenkennzahl gibt dir der Computer 45%. Und warum ich jetzt hier so rumdrücke und vielleicht komisch wirke, liegt aber auch daran, und deswegen versteht ihr mich auch, es ist ja neu. Es gibt ja noch gar keine Fälle, denn die Veranlagung 2020 wird jetzt erst gemacht. Das heißt also, wir sagen jetzt, und zwar eindeutig, wenn du in dieser Branche tätig bist, das ist jeder, der hier sitzt, auf freien Dienstvertrag arbeitet, egal ob er für Veloce, Miam oder für Lieferando arbeitet, du kannst in deiner Steuererklärung 45% Pauschale geltend machen. Und dadurch, dass du bei der Einkommensteuererklärung, zu der ich vielleicht noch komme, aber wo ich es jetzt gleich sage, dem Finanzamt deine Branche bekannt geben musst, indem du eine dreiziffrige Branchenkennzahl eingibst, wirst du dann die Branchenkennzahl 532 eingeben. Du findest nämlich gar keine bessere. Und wenn du die 532 eingibst, rechnet dir der Finanzamt automatisch, der Rechner des Finanzamts bei Finanz Online, rechnet dir automatisch von deinen Einnahmen 45% weg. Und dann bleibt nicht mehr viel, sage ich jetzt mal. Das bedeutet, wir sind der Meinung 45%, weil die Branchenkennzahl 532 für euch anwendbar sein muss. Du hast eine Frage? Ja, also ich wollte das hier nur klar machen, dass die Leute das begreifen. Wenn man sich quasi für die Pauschale entscheidet, also wie wir jetzt debattiert haben, diese 45%, das heißt, dann muss man nicht die ganzen Kosten aufgliedern, die Rechnungen aufheben und so weiter. Dann nimmt man eigentlich den Gewinn, sagen wir 10.000 Euro, und 45%, das heißt 4.500, sind automatisch die Kosten. Das heißt, man muss nicht irgendwas dann aufbewahren, wie Rechnungen, Einnahmen, Ausgabenrechnungen machen und so weiter. Was du jetzt gesagt hast, ich bin Sekunde, sofort bei dir. Wir sind jetzt quasi im Finale mit den wichtigen Aussagen. Wir in der Arbeiterkammer, wir beraten sozusagen, wir sind keine Steuerberater. Das heißt, wir machen keine Einkommensteuererklärung, wir beraten nur, wie man sie macht, aber wir machen keine. Wir dürfen es übrigens gar nicht. Das sind Vorbehaltsaufgaben der Steuerberater. Wir dürfen gar keine Erklärungen abgeben. Wir zeigen nur, wie es geht. Ich habe aber trotzdem so viel praktische Erfahrung, dass ich immer gesagt habe, ich habe immer schon zur Pauschale tendiert. Sogar da, wo sie nur 12% war, es gibt auch eine mit 6%, ich war immer für die Pauschale. Du sparst dir dermaßen viel Arbeit. Du sparst dir diese ganzen Beleggeschichten. Du sparst dir sowas wie Fahrtenbuch. Du sparst dir die Streitereien wegen dem Handschuh. Ich habe immer gesagt gehabt, wenn die Diskrepanz zwischen tatsächlichen Kosten und Pauschale nicht extrem hoch ist, das heißt, die tatsächlichen Kosten viel höher sind, als es Pauschale wäre, dann macht das Pauschale einfach geltend. Weil du dir genau das sparst, was du sagst. Bei der Pauschale brauche ich keinen Nachweis. Die rechnet mir das Finanzamt aus und ich brauche keinen einzigen Beleg. Ich brauche keine Fahrradrechnung, ich brauche keine Rechnung von dem Schlauch, den ich gekauft habe. Ich brauche die Helmrechnung nicht, ich brauche den Handschuh nicht, ich brauche kein Fahrtenbuch. Also sogar, wo ich jetzt sozusagen so rumtue, wo ich sage, ich bin der Meinung, das Pauschal ist aufgrund der Höhe sowieso günstiger. Aber auch wenn das im Einzelfall gar nicht so sehr der Fall ist, sondern wenn die tatsächlichen Kosten auch hoch wären, weil zum Beispiel das Fahrrad teuer war und weil vielleicht die Abschreibung recht hoch sein könnte, sogar dazu tendiere ich persönlich noch zu sagen, wenn kein großer Unterschied ist, nimm es pauschal. Du ersparst dir einfach extrem viel Arbeit. Du ersparst dir viel Nachweis und du ersparst dir verdammt viel Papier, was du einfach nicht aufbehalten musst. Das heißt, was du gesagt hast, unterstütze ich voll, nämlich du sparst dir den ganzen Aufwand, den du hast. Du wolltest noch was sagen, Robert, gell? Nur zur Vollständigkeit, also in dem ist auch diese Kilometergeld-Geschichte mit den 1.500 Kilometern drinnen. Weil es ist jetzt schon eine große Diskussion quasi ein bisschen aufgeschlagen im Chat. Es wird von einem bestimmten Arbeitgeber immer gesagt, es ist steuerfrei, es ist steuerfrei, es ist steuerfrei.
Und da stellt sich mir dann die Frage, in wessen Verantwortung liegt das dann eigentlich, Naja. wenn halt weit über diese Summe halt ausbezahlt wird. Ja, das ist jetzt also unter Anführungszeichen eine schlechte Nachricht. Wenn der Arbeitgeber Fahrtkostenersätze steuerfrei auszahlen würde, aber die wären nicht steuerfrei, dann ist Lohnsteuerschuldner immer es müssen echte Dienstnehmer sein, ist immer der echte Dienstnehmer. Das heißt, Freie Dienstnehmer bekommt auch Kilometergeld. ja, aber nicht steuerfrei. Wenn, Laut Arbeitgebern und also wird es steuerfrei ausbezahlt quasi. Ihr könnt 100%ig sicher sein, wir werden keine Konfusion erzeugen, wir werden keine Unsicherheit bei euch erzeugen. Wenn euch irgendwas unter Anführungszeichen nicht mit eurer Praxis mit eurem praktischen Leben passt, dann sagt ihr, okay, ich habe es gehört, aber es interessiert mich nicht, weil das, was bei uns gemacht wird, ist besser. Lasst euch durch mich doch nicht mal ansatzweise verunsichern. Das ist mir einfach persönlich auch wichtig, weil ich genau weiß, dass zwischen Theorie und Praxis ein Unterschied ist. Und deswegen versteht ihr mich. Was ich sage, ist richtig, aber es muss nicht so gelebt werden. Und deswegen sage ich jetzt diesen Satz noch mal langsam. Wenn jetzt hier irgendjemand sagen würde, weil es einfach so ist bei ihm, er hat einen freien Dienstvertrag und der Arbeitgeber sagt, ich kann dir dieses Kilometergeld steuerfrei geben, so ist das ein kompletter Blödsinn. Dann meint er vielleicht sozialversicherungsfrei, weil sozialversicherungsfrei kann es durchaus sein. Der kann mir überhaupt nicht steuerfrei geben, weil er mir sowieso nie Steuer abzieht. Und ich müsste als freier Dienstnehmer das Kilometergeld, was ich bekomme, auch bei den Einnahmen dazu tun. Also auch wenn jetzt jemand sozusagen sagt, es ist steuerfrei und deswegen tue ich die Einnahmen gar nicht dazu, das würde vom Steuerrecht her ganz einfach normalerweise nicht halten. Für freie Dienstnehmer ist Kilometergeld ganz eine normale Einnahme. Er kann ja nur wiederum die Ausgaben denen gegenübersetzen, wenn er nicht die Pauschale in Anspruch nimmt. Aber Robert, ich sage es wirklich zu Sicherheit, weil das ist mir schon auch wichtig. Lasst euch bitte nicht nervös machen. Wenn das so gemacht wird, dann sollen sie es so machen. Nur das war, was ich schon sagen wollte, auch die unter Anführungszeichen schlechte Nachricht. Wenn mal das Finanzamt in irgendeinem Einzelfall prüfen würde und irgendwas nicht akzeptiert, die Steuer zahlt immer der Arbeitnehmer zurück oder eben der freie Dienstnehmer halt. Dafür haftet der Arbeitgeber in der Regel nicht. Aber trotzdem ist es mir wirklich wichtig, und ich meine es ist schon ernst, auch um die Zeit. Mir ist es wichtig, lasst euch bitte nicht nervös machen. Alles, was bis jetzt bei euch gut gelaufen ist zu euren Gunsten, soll weitermachen. Es wird kein Mensch interessieren, es wird keinen Richter geben, kein Nichts. Ich verkünde nur die theoretische Wahrheit, heißt aber noch lange nicht, dass die in der Praxis so laufen muss. Mir ist das schon wichtig, weil ich möchte keinen einzigen hier, der rausgeht und sagt, jetzt hat er plötzlich mehr Fragen und mehr Panik, als es davor gab, weil das ist nicht der Sinn der Sache. Also ich hoffe, dass es auch damit beantwortet ist, dass wenn es bis dato so gelaufen ist, dann wird es auch funktionieren und wird wahrscheinlich auch damit abhängen, ob das auf der 100-A-Note steht, ob das über dieses 109a-Formular überhaupt zum Finanzamt Richtig. irgendwie weitergereicht wird. Genau die Geschichten Also werden das heißt, sein, Robert. wenn es so war, dann Wir machen niemanden nervös. kann man es so belassen. Ich wollte das nur ein bisschen praxisrelevant zusammenfassen für unseren freien Dienstnehmer. Also nehmen wir an, sagen wir so, beim JAM kriegst du 4 Euro pro Zustellung bezahlt. Jemand macht im Monat 500 Zustellungen, mal 4 ist 2000 Euro Umsatz. Das heißt, 2000 Euro Einnahmen im Monat, wenn man das hochrechnet, ist das 24.000 Euro Einnahmen. Man kann dann quasi natürlich selber nicht die Pauschale wählen und man kann dann quasi die Einnahmen-Ausgabenrechnung machen. Ja. Und wenn wir das hier ein bisschen so anzeichnen, man zieht dann quasi die Sozialabgaben weg, man kann dann, sagen wir so, Handy machen und man hat im Jahr, ich weiß nicht, für 300 Euro ein Handygerät gekauft und dann noch die Handyrechnungen, sagen wir 30 Euro pro Monat, mal 12, 360. Was auch immer. Also die Frage ist dann, und dann vielleicht hat man sich noch ein E-Bike gekauft, den muss man dann quasi als AFA absetzen. Das heißt, man kann nicht die ganzen 3.000 im Jahr absetzen, sondern 1.000, wenn die Nutzungsdauer 3 Jahre ist und so weiter. Und wenn man das jetzt zum Beispiel so zusammenzählt, was ich hier gesagt habe, und auch dieses Kilometergeld, wenn man jetzt quasi laut der Gesetzesgebung geht und man nimmt diese 570 Euro, dann kommen wir vielleicht auf 2.000 Euro Ausgaben auf diese 24.000 Euro Einnahmen. Wenn man quasi dann aber diese Pauschale wählt, ist das automatisch 45%. Das heißt, hier sieht man quasi, dass die Pauschale weitaus mehr Kosten berücksichtigt, als wenn man sich für die Einnahmen-Ausgabenrechnung quasi entscheidet. Ne? Und ich glaube, das ist halt ein wichtiger Punkt für die freien Dienstnehmer. Ne? Das ist genau der Punkt, was du jetzt recht schön gesagt hast. Und wir sind eh schon im Finale. Genau das ist das, was ich auch selber hinaus möchte, ist, ich sehe es genauso. Du wirst mit 45%
definitiv besser fallen. Ich kann mir überhaupt nichts vorstellen, wo es nicht besser sein sollte. Das heißt, genau bei seinem Beispiel, wenn ich jetzt 24.000 Euro Jahreseinkommen habe und davon 25% nehme, so sind das ja, keine Ahnung, ich rechne jetzt nicht, aber mindestens 10.000 Euro, die kriege ich bei aller Liebe nicht zusammen. Da kann es eben Fahrt gekostet haben, was es möchte. Das heißt, wir sind mit der 45%igen Pauschale ganz, ganz sicher auf der guten Seite. Und ich sage es jetzt noch einmal, sogar wenn das 45% falsch wäre, dass man sagt, ihr seid doch nur persönliche Dienstleister und für euch gelten nur 20%, auch dann sage ich, dass in der Regel das Pauschale günstiger sein wird. Plus, und jetzt kommen wir wieder auf ein gesichertes Terrain zurück, ihr könnt ja die Vergleichsrechnung machen, ihr könnt einfach eure Kosten, was ihr wahrscheinlich macht, ihr könnt die sammeln, könnt sie dem Pauschale gegenüberstellen, aber wenn eben, das habe ich davor schon gesagt, wenn der Unterschied nicht groß sein sollte, dann würde ich auf jeden Fall das Pauschale geltend machen. Wie gesagt, insbesondere dann, wenn es bei den 45% geltend bleibt. Wenn eben diese Branchenkennzahl 532 anerkannt wird, weil das wird jedenfalls sich jetzt erst herausstellen. Weil die ersten von euch, die eine Steuererklärung abgegeben hätten, da war noch sicher so gut wie keiner bis jetzt dabei, und der diese pauschalierte Betriebsausgabenpauschale geltend macht und der die Kennzahl 532 eingibt, und der dann vom Finanzamt sogar noch unter Anführungszeichen geprüft wird, dass die wissen wollen, was er genau macht, und bei dem diese Pauschale auch anerkannt wird, die 45%, dann hat sich meiner Ansicht nach dieses Gegenspiel zwischen tatsächlichen Kosten und Pauschale ziemlich sicher praktisch erlegt. Da wird jeder nur noch die Pauschale geltend machen. Bin ich fast sicher. Und noch einmal abschließend zu dem Thema. Wenn es aber nur die 20% sein sollten, dann glaube ich auch in diesem Fall, du wirst viele von euch werden nachher die 20% geltend machen. Und einen Vorteil habt ihr ja auch. Und da werdet ihr jetzt wieder ein bisschen sozusagen mich netter anschauen. Du kannst ja bei Online eine Vorausberechnung machen. Das heißt, wenn du jetzt die Kosten gesammelt hast von deinem Jahr, dann machst du zuerst eine Einnahmen-Ausgabenrechnung, gibst deine tatsächlichen Kosten ein und dann tust du die wieder raus und gibst stattdessen die Betriebsausgabenpauschale rein, und das Beste für dich machst du natürlich günstig. Ob du das selber schaffst oder ob du eben zum Beispiel einen Steuerberater hast oder jemand, der dir hilft, das ist jetzt komplett egal. Aber du hast ja gerade bei Online einen riesen Vorteil, dass du die Variante spielen kannst. Und dann wirst du ja sehen, welches Ergebnis für dich besser ist. Hier noch kurz Frage, weil das wurde ein paar Mal nachgefragt. In der Pauschale sind natürlich die Sozialbeiträge und dieses Kilometergeld schon inkludiert. Nein. Der Vorteil ist, übrigens hat der Robert auch schon gesagt, ich habe zuerst vergessen, darauf zu antworten, zu deiner Frage. Zusätzlich zum Pauschale kannst du die Sozialversicherungsbeiträge geltend machen. Aha. Okay. Und jetzt sage ich euch Folgendes. Ich mache jetzt hier das E1AK auf. Ich glaube, wir haben gar nicht mehr viel Zeit, Irrsinnig, aber das ist schon noch genau die Geschichte, warum wir eigentlich reden. Ich mache jetzt das E1AK für 2020 auf. Ich weiß nicht, ob ihr es seht, ist aber auch komplett egal. Warum? Da steht jetzt drinnen, die Einkünfte ermitteln durch die Kleinunternehmerpauschalierung. Das ist diese neue. Dann sagt es im Formular und auch natürlich online, sagt drinnen, bitte unbedingt ausfüllen, die Branchenkennzahl. Die kannst du runterscrollen und dann wirst du eben zu der Branchenkennzahl kommen, die ich andauernd sage, zu 532, nämlich sonstige Post-, Kurier- und Expressdienste. Und da unterstellen wir jetzt, dass du reingehörst. Jetzt gibst du die Branchenkennzahl ein, mehr hast du nicht gemacht. Das ist wahnsinnig einfach. Dann ist nur noch eine Kennzahl, die nennt sich 9027, das ist immer einfach eine Zahl, da steht drauf Betriebseinnahmen. Da schreibst du die Bruttoeinnahmen rein. Bei deinem Beispiel die 24.000 Euro. Und drunter steht das, was wir gerade reden. Drunter steht die Kennzahl 9028, da steht drinnen abzugsfähige Betriebsausgaben, in Klammer insbesondere Pflichtversicherungsbeiträge. Das heißt auf Deutsch, das war jetzt so die Bestätigung meiner Antwort, du kannst zum Pauschale zusätzlich noch die Sozialversicherungsbeiträge absetzen, also die 17,62%. Du hast brutto minus SV minus, wir sagen 45%, wenn es nur 20 sind, sind es nur 20, und das ergibt dann deinen Gewinn, und das ist komplett einfach, und von diesem Gewinn kommt der Gewinnfreibetrag weg. Und das sind die 11.000 Euro. Und da könntest du unter die 11.000 Euro kommen, meinst du? Nein, also, weil ich zahle ja nur auf den Differenzbetrag Lohnsteuer, der über den 11.000 Euro ist. Ja. Aber Gewinnfreibetrag ist was anderes. Also das kommt noch dazu. Auch absolut keine, weil das war jetzt sozusagen überhaupt gar kein Thema. Da klauen wir es auch ganz, ganz schön zusammen. Mir ist es jetzt wichtig, wenn ich in eurer Situation wäre, und mir wird es langsam ein bisschen durcheinander, dann ist die Botschaft jetzt von mir wichtig, ihr habt die Möglichkeit, die Betriebsausgabenpauschale in Anspruch zu nehmen.
Zusätzlich zur Pauschale kann man auf jeden Fall die Sozialversicherungsbeiträge absetzen. Wenn ihr euch dann das Formular mal anschaut im Online, dann seht ihr das auch, was ich rede. Dann seht ihr eben diese Kennzahl 9028 in dieser Beilage E1AK, wo eben drinnen steht abzugsfähige Betriebsausgaben, zusätzlich zum Pauschale gemeint, nämlich mit den SV-Beiträgen. Und dann nachher ist die Erklärung bereits fertig. Und in allen Varianten, egal ob ich 20 oder 45% bekomme oder ob ich doch bei den tatsächlichen Kosten bleibe, zieht mir das Finanzamt, ohne dass ich selber machen muss, noch den sogenannten Gewinnfreibetrag weg. Du hast es schön aufgemacht, wir kommen auch gleich dazu. Aber der sogenannte Gewinnfreibetrag kommt auch noch mal weg. Da zieht mir das Finanzamt noch mal 13% ab. Das heißt, von den Einnahmen abzüglich Ausgaben ist der Gewinn, den ich ermittelt habe. Und von diesem Gewinn zieht mir das Finanzamt nochmal automatisch 13% ab. Und dann kommt der Robert ins Spiel. Wenn ich mit dieser ganzen Rechnung auf unter 11.000 Euro komme, dann bin ich nicht steuerpflichtig. Und übrigens, bevor wir jetzt gehen wir das Formular noch durch, und das ist Finale, aber gutes Finale. Ich möchte euch jetzt auch irgendwie noch Folgendes sagen. Ich weiß nicht, inwieweit quasi eine Größenordnung im Bewusstsein drin ist. Warum ich das sage, ist deswegen, unter 11.000 Euro zahle ich gar keine Steuer. Sollte ich aber, es sind nur ein paar Beispielsbeträge, sollte ich 12.000 Euro Gewinn haben, also knapp drüber sein, dann zahle ich ungefähr, also nicht ungefähr, sondern genau 200 Euro Steuer. Also auch da ist es nicht schlimm, weil du nur vom übersteigenden Betrag Steuer zahlst und da ist der Grenzsteuersatz 20%. Das heißt, bei 12.000 Euro Gewinn zahlst du nur, unter Anführungszeichen, ich möchte nicht arrogant klingen, 200 Euro. Und das, was ich euch jetzt sage ich langsam. Wenn sich jemand merken möchte, soll sich es merken oder auch nicht. Wenn du 12.000 Euro Gewinn hast, da ist aber alles abgezogen. Die Einnahmen abzüglich Ausgaben, Pauschalierung oder tatsächlich Kosten und der Gewinnfreibetrag ist auch schon weg. Und ich habe 12.000 Euro Gewinn, wie gesagt, 200 Euro Steuer. Habe ich 15.000 Euro Gewinn, ist die Steuer 800 Euro. Das sind auch nur 5% in etwa vom Gewinn, also auch nicht wahnsinnig die Welt. Habe ich 20.000 Euro Gewinn, jetzt bin ich schon mehr bei deinem Beispiel, also bleiben mir Einnahmen abzüglich Ausgaben 20.000 Euro übrig, dann zahle ich ziemlich genau 10% von diesen 20.000 Euro Gewinn, das heißt 2.000 Euro Steuer. Und wenn ich jetzt 25.000 Euro Gewinn hätte, dann zahle ich 15% Steuer, das sind knapp 4.000 Euro, also 3.850 Euro. Warum habe ich das gesagt? Und warum habe ich gesagt, ich möchte nicht arrogant klingen? Ich wollte sagen, die Steuerbelastung bis zu 25.000 Euro oder bis zu 30.000 Euro, die geht von knapp 2% auf ungefähr 18% drauf. Das heißt, das ist natürlich schon auch Geld. Aber es sind keine 40-50%. Weil auch wenn du einen Gewinn von 30.000 Euro hast, dann zahlst du 5.600 Euro Steuer und in Prozenten sind es 18%. Das heißt, ist schon viel, aber es ist jetzt nicht sozusagen, es ist nicht brutal. Also wenn du über die Steuergrenze kommst, ist die Steuer immer noch halbwegs erträglich, weil die 11.000 Euro einfach steuerfrei bleiben. Auf Anschlag ist es halt immer viel, aber wenn man es eben aufs ganze Jahr halt sich dann vorrechnet fürs nächste Jahr zum Beispiel mit der Vorauszahlung und so weiter, ist es viel leichter zu verdauen als wie... Ja. Aber hier noch, um das zusammenzufassen, Richtung Pauschale heißt 45% weg Pauschale, Sozialbeitrag geltend machen, 17% oder 14%, das heißt also 45 plus 17% und dann noch drauf die 13% Gewinn. Also was ist das? 30, da sind wir dann bei 75% von den Einnahmen kann man als Kosten geltend machen, ohne die detaillierte Einnahmen-Ausgabenrechnung zu führen und so weiter. Vom Prinzip her stimmt es genau, was du sagst. Und jetzt noch einmal, das ist eben sozusagen in Anführungszeichen, das ist jetzt das ist der Hauptteil und der Hauptschluss. Genau das ist es. Noch einmal, du hast die Wahl, ob du tatsächlich Kosten geltend machst oder nicht. Wir sind jetzt bei 45%. Ich hätte ganz gern gesagt, dass du sagst, so wie wir glauben, 45% könnten ja auch nur 20 sein. Und ich sage es noch einmal, jetzt höre ich dann aber auf, weil ich langweile euch. Ich glaube, sogar mit den 20% steigst du immer noch besser aus. Genau. Aber 20 oder 45%, wir machen auf jeden Fall 45% geltend. Wir heißt jetzt, wenn ich in eurem Beruf tätig wäre, würde ich es machen, weil ich finde nichts anderes, es muss es sein. Aber man weiß ja nicht, ob das Finanz das anders sieht. Aber auf jeden Fall, dann ist es so, wie du gesagt hast, dann bleibt noch im Endeffekt der Gewinn übrig. Du hast dir sämtliche Aufzeichnungsgeschichten gespart, du hast dir sämtliche Streitereien gespart und genau das ist es. Und was wir jetzt noch machen, ist Folgendes, weil du jetzt die Beilage schön aufgemacht hast, wir schauen noch ganz, ganz kurz durch das, was ich gesagt habe. Du bist bei der Beilage und wir scrollen ein bisschen runter. Und
da sind wir genau da, wo wir hinwollen. Da seht ihr, was ich gesagt habe. Also du drückst ein, ihr seid Einkünfte aus Gewerbebetrieb. Also wenn ihr in dieser Sektion tätig seid, ihr kreuzt... Super machst du das. Super. Kann ich Dann, gut. Kann sehr ich schön. Dann ist aber wirklich schön. Name und Ding sparen wir uns jetzt. Jetzt gehst du auf Branchenkennzahl. Würdest normalerweise runterscrollen rechts, damit du siehst, welche dir reinfällt. Wir sagen sie dir aber an, weil wir jetzt mittlerweile oft schon gesagt haben, wir sind der Meinung, das sind die 532. Genau, und jetzt gehst du zu den Betriebseinnahmen, das ist gut, was du da machst. Jetzt gehst du auf Betriebseinnahmen bei der Kennzahl 9027, da nimmst du die Bruttoeinnahmen. Wir haben gesagt, brutto inklusive allem, inklusive Kilometergeld, wirklich inklusive allem, inklusive Kilometergeld, inklusive Sozialversicherung, schreiben wir jetzt hin, 30.000 Euro. Genau, das heißt für die freien Dienstnehmer beim Jahr, wenn du im Jahr 1000 Zustellungen machst, mal 4, weil das kriegen sie bezahlt, Ja. ist das 4.000 Euro. Aber das Kilometergeld scheint nicht auf den Honorarnoten auf. Und deswegen lassen wir das jetzt nicht weg, weil da haben wir schon davor drüber diskutiert. Eigentlich gehört es dazu, aber egal wie die verrechnen. Wir machen jetzt die einfache Variante, indem wir sagen, in den Einnahmen ist alles das drin, was der Arbeitgeber ans Finanzamt gemeldet hat. Was in der 109a-Meldung als Einnahme steht, nehmen wir hin. Genau. Das ist ein pragmatischer Zugang. Genau. Also nehmen wir 1000 Zustellungen im Jahr mal 4 oder rechnen wir ein bisschen höher. Nehmen wir 3000 Zustellungen mal 4 ist 12.000 Euro. Mach, was du möchtest und schreib rein. Genau. Jetzt sagst du 12.000 Euro. 12.000 Euro, ich habe 3.000 Mal zugeliefert im Jahr. Alles in Ordnung. Übrigens, was der Robert gesagt hat, ist, ihr könnt natürlich nach der 109a-Meldung vorgehen. Also egal, wenn die es gemeldet haben und in den meisten Fällen haben sie ja dann noch gemeldet, dann geht ihr einfach nach diesem ganz oben stehenden Bruttoeinnahmen rein. Das waren jetzt in dem Beispiel 12.000 Euro. Jetzt siehst du drunter, unter der Kennzahl 9028, abzugsfähige Betriebsausgaben. Da trägst du jetzt ein die Sozialversicherung, die dir abgezogen worden ist. Wir unterstellen, weil es jetzt komplett egal ist, wir sagen, das waren 1.400 Euro. Ist ganz egal. Die siehst du ja auch auf dieser 109a-Meldung. Stopp, da ist er falsch, er muss eins rübergehen. Aber er macht genau die Fehler, sorry. die ihr dann auch macht. 9028 gehen wir auf 1.400, das wären die SV-Beiträge. Also das sind die Sozialabgaben. Genau. Passt. Und jetzt steht drunter, ich sehe es jetzt selber, vorläufiger Gewinn ohne Berücksichtigung des Betriebsausgabenpauschals, weil das rechnet gar nicht du, das rechnet das Finanzamt. Das ist eben der Wert aus der Kennzahl 9027 minus 9028. Das heißt, in dem Fall wären es 10.600 Euro. Stimmt's? Genau. Das ist die Differenz zwischen den Einnahmen ohne Betriebsausgabenpauschale und der Sozialversicherung. Und diese 10.600 Euro würdest du nur noch ins E1-Formular eintragen müssen, bei Einkünften aus Gewerbebetrieb. Das steht aber auch online drinnen, wo steht Saldo. Da trägst du den Betrag nochmal ein, nämlich die 10,6 und die 45% rechnet das Finanzamt. Die könnt es gerne ausprobieren. Das rechnet das Finanzamt. Und versteuern würdest du dann nur noch von dem Betrag die 45% weg und die 13% werden automatisch nochmal abgezogen. Und das war's. So einfach wäre dann nachher die Gewinnermittlung und so günstig müsste sie in Wirklichkeit auch sein. Nur hier, also an alle, die noch dabei sind, wir werden auch quasi diese Formulare zur Verfügung stellen mit diesen Exemplaren, damit ihr dann selber genau seht, wie das quasi eingegeben ist, wie das ausgerechnet ist und so weiter. Mit den Broschüren. Mit den Broschüren natürlich. Also. Also allgemein wird alles auf unserer Webseite zur Verfügung sein, auch wie dieser Webinar und so weiter. Genau. Die Videoaufzeichnung kann ein bisschen dauern, natürlich mit Schneiden, aber die Broschüren und Formulare, das werden wir so schnell wie möglich online stellen. Das schnell wie möglich war schon ein gutes Stichwort trotzdem. Das mache ich jetzt auch noch schön fertig, weil auf die 3 Minuten kommt es nicht mehr drauf an und wir schaffen das auch. Genau. Wir haben jetzt darüber gesprochen, wenn jemand diese neue Kleinunternehmerpauschalierung in Anspruch nimmt, die es eben erst ab 2020 gibt. Das hier ist neu für uns alle. Wenn aber jetzt jemand das nicht möchte, er möchte trotzdem die vollständige Einnahmen-Ausgabenrechnung machen, also er möchte die tatsächlichen Kostengelte machen, dann scrollen wir noch ganz kurz runter und sind schon bei Punkt 3.1. Und dann würden wir das, da sage ich jetzt gar nichts mehr zu, ich sage nur, wie es ist. Die meisten von euch werden nicht umsatzsteuerpflichtig sein und die, was umsatzsteuerpflichtig sind, habe ich schon gesagt gehabt, empfehle ich privat einen Steuerberater, da würde ich nicht mehr rumspielen. Ich gehe davon aus und ich schaue Robert an und dich an, ich glaube, dass 4/5 von euch nichts mit der Umsatzsteuer zu tun haben, weil sie Kleinunternehmer sind. Genau, die meisten sind Kleinunternehmen. Das glaube ich auch. Und deswegen bleiben wir jetzt auch bei denen. Wenn ihr mit der Umsatzsteuer nichts zu tun habt, dann müsst ihr trotzdem, genau wie du es jetzt gerade machst, Umsatzsteuer-Bruttosystem ankreuzen, obwohl ihr gar nicht umsatzsteuerpflichtig seid. Drunter würdet ihr sagen, ich verzichte auf die Pauschalierung, weil ich habe doch andere Gründe, nicht zu wollen. Dann kreuze ich an, vollständige Einnahmen-Ausgabenrechnung.
Das kreuze ich an, damit sage ich dem Finanzamt, ich mache die geltend. Dann ist das Gleiche wieder, ich kann runtergehen, muss die Branchenkennzahl wieder eingeben, die wird trotzdem verlangt. Aber das ist jetzt egal, die brauchen wir vielleicht gar nicht, aber es ist egal, die würde ich halt eingeben. Und jetzt sind wir schon beim Finale. Hier gibt es 2 Spalten, die kennen natürlich viele von euch. Hier gibt es die Spalte 9040 und 9050. Und ich muss dort nur meine Einnahmen bekannt geben, eben meine Einnahmen, nicht meinen Gewinn. Und da wird eben unterschieden, ob eine Meldung gemäß 109a vorhanden ist oder nicht. Wenn ihr mitlest mit mir, so steht bei der Kennzahl 9050 Betriebseinnahmen, die in einer Mitteilung gemäß 109a erfasst sind. Damit ist gemeint, wenn diese Meldung ans Finanzamt erfolgt ist, dann trage ich in diese Kennzahl die Einnahmen ein. Und bei dem Kollegen oder Kollegin, die diese Chatanfrage gestellt hat, bei mir ist diese Meldung nicht erfolgt, die würde es da auch nicht eintragen, weil die hat keine Meldung. Aber die was die Meldung haben, tragen unter die Kennzahl 9050 ihre Einnahmen ein, denn die sind in der 109a-Meldung erfasst. Und die keine Meldung haben, weil der Arbeitgeber keine geschickt hat, warum auch immer, die würden oben eintragen, Betriebseinnahmen ohne solche, die in einer Mitteilung gemäß 109a erfasst sind. So oder so weiß das Finanzamt dann, wie hoch meine Einnahmen sind. Und jetzt machen wir es nur noch zum Abschluss, weil die Einnahmen habe ich eingetragen, entweder unter 9040, 9050, je nachdem, ob die Meldung da war oder nicht. Du hast unterstellt, dass keine Mitteilung übersendet worden ist, richtig. Und jetzt gehst du noch runter zu den Betriebsausgaben und jetzt schaust einfach nach. Habe ich irgendwelche von den Ausgaben gehabt, zum Beispiel die Abschreibung auf das Anlagevermögen, zum Beispiel die AFA für das Fahrrad, wenn es teuer war und über 800 € gekostet hat. Oder ich habe eben meine Kilometergelder, mache ich geltend, unter der Kennzahl 9160. Da habe ich ihm gesagt, Max, es dürften eigentlich nur die 570 € sein, aber dann, wenn es jemand mehr gemacht hat, soll er weiter mehr Geld machen. Und falls noch andere Ausgaben sind, so die Pflichtversicherungsbeiträge unter der Kennzahl 9225, denn die SV-Beiträge sind ja wieder absetzbar, also die trägt er dort ein. Das wären jetzt diese, genau, perfekt, genau 1400 € gewesen. Und wenn man jetzt noch runter scrollst, dann hast du ganz unten eine Position, wo steht, übrige in den obigen Kennzahlen nicht erfasste Betriebsausgaben, diese Kennzahl 9230, da würde man zum Beispiel Internet oder Telefon eintragen, alles das, was man halt oben nicht findet. Genau, also diese ganzen Werbungskosten, Genau, Computer, was halt auch was auch genau, immer. diese Kleinigkeiten sind. Das heißt, dann hätte ich meine tatsächliche Einnahmen-Ausgabenrechnung gemacht. Das ist die Alternative zur Pauschalierung. Zum Abschluss, jetzt müssen wir aufhören, wir sind alle müde, aber ich sage, Wir haben noch ein paar Fragen. die werden wir jetzt auch gleich erledigen. Ich sage jetzt noch 4 Sätze. Der erste Satz ist der, falls jemand die tatsächlichen Kosten macht und das Fahrrad zum Beispiel abschreibt, weil er selber angeschafft hat, es geht ja nur, wenn er selber angeschafft hat, wenn er es vom Arbeitgeber zur Verfügung stellt, kann ja keine Abschreibung sein. Dann ist die Frage, auf wie viele Jahre abzuschreiben. Da haben wir keine sichere Antwort. Wir gehen von 3 bis 5 Jahren aus. Irgendwo steht in älteren Sachen steht drin 7 Jahre. Wir glauben, 3 bis 5 Jahre genügt. Das heißt, du müsstest den Anschaffungswert des Fahrrads durch die Nutzungsdauer dividieren. Das wären die eben zwischen 3 und 5 Jahren. Und du kannst immer nur pro Jahr eben noch diesen Teil geltend machen. Und den würdest du oben bei AFA eintragen, weil immer dann, und das ist jetzt eine allgemeine Aussage und dann höre ich langsam auf, immer dann, wenn ein Wirtschaftsgut über 800 € gekostet hat, dann kann man es nicht sofort abschreiben, sondern nur über die AFA, über die Absetzung für Abnutzung. Bei dem Handybeispiel von dir, du hast, glaube ich, zuerst gesagt, aber das Handy hat 300 € gekostet, das könnte ich sofort abschreiben, weil es eben ein GWG ist, ein geringwertiges Wirtschaftsgut ist. Hätte das Handy über 800 € gekostet, könnte ich auch das Handy nicht sofort abschreiben, sondern müsste es über die Nutzungsdauer verteilt abschreiben. Beim Handy wird man auch 3 Jahre nehmen, obwohl es recht lang ist, aber trotzdem. Das heißt, das war jetzt noch eine fachliche Aussage, die ich euch nachschießen wollte. Wenn ihr wirklich bei den tatsächlichen Kosten bleibt, bei allen Wirtschaftsgütern, die ihr gekauft habt, bei euch wird es das Fahrrad sein und eben meinetwegen Handy sein, wenn es unter 800 € war, sofort im Jahr der Anschaffung absetzbar, war es über 800 € nur verteilt über die Nutzungsdauer abschreibbar, eben die AFA. Und mein Fahrradhelm vom Anfang, der wird sicher keine 800 € gekostet haben, den kann ich natürlich sofort als Arbeitsmittel abschreiben. Und jetzt ist es folgendermaßen, wir beantworten noch Fragen. Du brauchst doch gar nicht mehr irgendwo hinzugehen, weil ich jetzt Folgendes sage. Das war jetzt die Frage, wie mache ich die Gewinnermittlungsart? Und Konfusion ist schwer übertrieben, aber wenn ihr jetzt sozusagen, wir glauben das, wenn euch das stören sollte, dann müsst ihr akzeptieren, dass diese Regelung ab 2020 erstmalig gilt. Es gibt keine Erfahrungswerte. Also ob die 45% tatsächlich halten, wissen wir nicht, können wir sowieso nicht wissen, aber das werden auch andere auch nicht wissen. Das heißt, da probiert es und im Zweifel logischerweise für euch, und da bin ich persönlich noch einmal felsenfest überzeugt, dass die Kennzahl auch stimmt, weil die einfach für euch zugeschnitten ist. Punkt. Letzter Satz ist der, und dann können wir noch Fragen beantworten.
Die Umsatzsteuer rede ich absichtlich nicht. Ich weiß, dass es von euch Fragen geben mag. Ich habe aber das gesagt, und es war ernst gemeint von mir. Wenn jemand von euch umsatzsteuerpflichtig ist, weil er Nettoumsätze von über 35.000 Euro hat, Nettoumsätze heißt brutto von über 42.000 Euro, oder weil er freiwillig umsatzsteuerpflichtig sein möchte, ich sage es euch sozusagen freundschaftlich, ich würde euch einen Steuerberater empfehlen, ich habe es schon gesagt, ich sage es noch einmal, weil bei der Umsatzsteuer geht es darum, dass die regelmäßig abgeführt wird. Umgekehrt kann ich aber von Ausgabenvorsteuer abziehen und ich muss immer Umsatzsteuervoranmeldungen abgeben. Und wenn du da Mist baust, dass du es falsch machst, dann hast du den Staat unter Anführungszeichen um Geld betrogen und da kann es durchaus schon relativ schnell Schwierigkeiten geben. Und genau aus dem Grund, den ich jetzt sozusagen sage, wurde ja die Kleinunternehmerregelung eingeführt, weil man gesagt hat, wir wollen kleinere Unternehmer unter Anführungszeichen nicht mit der Umsatzsteuer belasten, deswegen lassen wir euch in Ruhe, solange eben die Umsätze dieser 35.000 Euro netto entspricht dem 42.000 Euro Bruttoeinnahmen nicht übersteigt. Mein Beispiel oder dein Beispiel da oben, der hat kein Problem, der kann Kleinunternehmer sein. Und noch einmal, das war der letzte Satz, wenn er es nicht sein möchte oder wenn die Umsätze doch höher sind, im eigenen Interesse sucht euch einen Steuerberater eures Vertrauens, und lasst euch von ihm die Steuererklärung machen, dann kann er das gleich mitnehmen, aber er macht euch vor allem auch die Umsatzsteuererklärung und die Umsatzsteuervoranmeldungen. Aber von meiner Seite aus gesehen war es das. Und jetzt können wir noch auf Fragen reagieren. Eins, also noch einmal kurz zum Festhalten. Nein, Miam tut keinerlei Steuern abführen für freie Dienstnehmer. Egal, ob du Vollzeit, 70 Stunden in der Woche oder sonst was arbeitest, es ist nur die Sozialversicherung. Ja. Und keine Steuern. Steuern obliegen immer euch. Ja? Also kurz, weil das kurz aufgetaucht ist. Ich werde jetzt von oben kurz runtergehen. Die Geringfügigkeitsfrage hatten wir schon. Das mit dem hatten wir auch. Sozialversicherung, wenn man 2 Jobs hat, muss man zahlen. Was ist, wenn man 2 geringfügige Jobs hat? Darf ich das noch kurz beantworten, obwohl es indirekt schon beantwortet ist, aber eine schnelle Antwort. Wir haben es schon mal gehabt heute, wenn du 2 geringfügige Beschäftigungen hast, ein freier Dienstvertrag 400 Euro, eine normale geringfügige Beschäftigung 300 Euro, dann hast du gesamt 700. Genau. Du zahlst während des Jahres nichts, weil beide können ja keine abziehen, für die bist du ja jeweils geringfügig beschäftigt. Du kriegst im Nachhinein die Nachzahlung, du musst dich aber nicht aktiv drum kümmern. Und das war vielleicht seine Frage. Genau. Du musst dich nicht aktiv drum kümmern, die GKK, also die ÖGKK, kommt auf dich zu und sagt dir, du musst nachzahlen. Gut, die nächste Frage mit dem, wie viel kann ich vom Fahrrad absetzen, das ist erledigt. Do we have to wait for Miam to submit Lohnzettel Finanzamt? Das haben wir eigentlich auch erledigt. Nein, man muss nicht darauf warten, dass die das übermitteln, sondern man hat ja an sich selber die Daten, wie viel man verdient hat. Darf ich noch ganz Das kurz auch unterbrechen? beantwortet. Ganz kurz, weil du es wieder wegen dieser Frage wegen dem Jahreslohnzettel. Ihr habt Zeit bis Ende April bzw. Ende Juni für die Einkommensteuererklärung. Ich würde schon noch warten, ob der nicht doch übermittelt. Warum? War rein praktisch. Viele Arbeitgeber, 28. Februar war der Termin, aber viele Arbeitgeber verzögern sich wirklich. Also das muss doch nicht mehr böse sein. Das heißt, ich würde schon warten, ob die Übermittlung kommt, weil es einfacher wird. Du hast auch besser die Daten unter Kontrolle. Also wollte ich nur gerade eingeworfen haben. Wart noch ein bisschen mit der Abgabe, ob die übermitteln oder nicht, aber im Endeffekt natürlich stimmt es, was wir gesagt haben, auch wenn die nie übermitteln, musst du trotzdem abgeben. Aber ich würde jetzt schon noch warten, vielleicht melden die im April, Anfang April, ist zwar zu spät, aber viele machen es einfach später, das ist noch nicht mal was Böses. Genau. Dann war noch eine Frage bezüglich Erklärungswechsel. Könnt ihr mir mitteilen, was ich da für einen Wirtschaftszweig für Fahrdienste nehmen? Ist 53200 sonstige Post- und Kurier- und Expressdienste richtig und was gebe ich dann unter der genauen Bezeichnung Fahrbotendienst an? Ich glaube, das haben wir im Laufe des Seminars, also des Webinars jetzt beantwortet, dass genau diese sonstige Post-, Kurier- und Expressdienste genau mit dieser richtig. Kennzahl. Ja, 532 war die Kennzahl. 532 war die Kennzahl und genau das gibt er an und wie gesagt aus bestem Gewissen. Genau. Auch wenn sie vielleicht im Endeffekt nicht hält, aber er gibt sie aus bestem Gewissen an. Genau. Gut, ich glaube, eine Frage, die müssen wir schauen, ob wir das beantworten können. Bei Leuten, die 2 Gewerbe ausüben, Beispiel freier Dienstnehmer plus Handelsgewerbe, muss man dann 2 E1AK ausfüllen? Darf man bei beiden pauschalisieren? Dürfen sich die Pauschalprozentsätze unterscheiden? Das ist eine sehr gute Frage von dem Kollegen.
Und die werden wir jetzt auch noch versuchen zu beantworten, dass wir es ordentlich beantworten. Er sagt, ich habe 2 verschiedene Gewerbebetriebe sozusagen. Er fragt, muss ich oder kann ich 2 verschiedene E1AK abgeben? Und er fragt ihm, kann ich das auf verschiedene Gewinn ermitteln sozusagen? Die Antwort ist die, ja, wir würden es auch empfehlen. Also wir würden es empfehlen, die Arbeiterkammer empfiehlt gar nichts, weil wir haben mit euch zu wenig zu tun. Aber ich würde es empfehlen, 2 getrennte Erklärungen abzugeben. Das liegt auch daran, weil es 2 verschiedene Auftraggeber sind und die auch vielleicht verschieden gemeldet haben. Da ist die Nachvollziehbarkeit ganz einfach leichter. Das heißt, die erste Frage beantworte ich konkret. Ja, du kannst, es ist sogar zu empfehlen und man sollte es eigentlich auch machen, 2 verschiedene E1AK abzugeben. Das ist die erste Antwort, die ich jetzt sozusagen gebe. Das zweite ist, die Höhe wenn du die pauschalen Betriebsausgaben geltend machst, und das fragt er aber, das hängt dann von der jeweiligen Branche ab, weil es sagt doch kein Mensch, dass es die gleiche Branche ist. Er könnte einerseits selbstständig sein als in der Fahrradbranche, also in der Zustellbranche, gleichzeitig könnte er auch Vortragender sein. Er könnte Unterrichtender sein auf dem WIF oder BFI. Dann würde er 2 verschiedene E1AK abgeben. Im einen würde er seine Einnahmen angeben mit der Fahrradgeschichte, würde wahrscheinlich jetzt bei der Pauschalierung bleiben, die Kennzahl eingeben und die 45% geltend machen. Und bei dem Vortragsgeschichte, die hat null mit seiner anderen Tätigkeit zu tun, da macht er ein eigenes E1AK, macht dort auch die Pauschale geltend, die aber natürlich viel kleiner ist, nämlich 20% ist. Die ist mich dann 20% bei Vortragenden, Unterrichtenden und gibt 2 verschiedene Erklärungen ab, füllt 2 verschiedene Erklärungen ab. Und wenn er es macht, wird er sehen, beim E1, wo er dann wieder das zusammengeführt wird, da taucht nachher ein Jahresgewinn auf. Also das wird zusammengeführt vom Computer automatisch. Robert, du unterbrichst mich, wenn ich dir zu kompliziert werde. Das heißt also, er kann 2 verschiedene Pauschalierungen geltend machen, weil ja auch die Branche verschieden sein kann. Ich würde ihm sogar empfehlen, dass er 2 verschiedene E1AK abgibt. Das ist einfach besser von der Dokumentation her. Und es wird ja im Formular automatisch wieder zusammengeführt. Wenn er möchte, soll er es probieren heute und er wird sehen, dass es stimmt. Okay. Ich glaube, das beantwortet die Frage sehr ausführlich. Ich möchte jetzt noch schnell, nein, ich gehe jetzt, aber eins möchte ich noch sagen, weißt du, warum ich auch für diese Trennung bin? Wir haben heute gesagt, wir reden nicht über Werkvertragsnehmer, das tun wir natürlich auch nicht, aber wenn jemand einen Werkvertrag oder einen freien Dienstvertrag hat und die Einkünfte in einer Erklärung zusammenschmeißt, kann es ihm passieren, dass die SVS kommt und sagt, du hast ja versicherungspflichtig verdient, du musst uns SV-Beiträge zahlen. Das heißt, er muss es trennen können zwischen freier Dienstvertrag und Werkvertrag. Also auch aus diesem Grund, der jetzt so ein Randthema ist, empfiehlt sich das immer möglichst schön zu trennen. Also seine Frage ist in allen Varianten zu bejahen, trenne verschiedene Einkunftsarten. Nur wenn es die gleiche ist, also wenn er jetzt bei Lieferando und bei Veloce arbeiten würde, dann würde ich sagen, ist es einer E1A klar, weil es die gleiche Branche ist, ganz einfach. Aber soweit die Tätigkeit nicht mehr die gleiche ist, trennen. Passt. Ich glaube, das beantwortet die Frage und der Fragestellende hat sich auch schon bedankt, so wie einige andere auch schon. Ich würde sagen, wir schließen ab damit. Wir haben jetzt schon ein wenig überzogen. Vielen Dank für alle, die teilgenommen haben. Vielen Dank nochmal Manfred, wirklich für diesen tollen, dynamischen, wirklich in die Tiefe greifenden, ich finde schon, in die Tiefe gehenden Beitrag. Das waren jetzt doch heiße 3 Stunden. Vielen Dank nochmal an Poli und Alex für die Technik. Blasch natürlich auch. Und ich möchte nur noch mal zum Schluss eben darauf hinweisen, über die Arbeiterkammer gibt es noch genaue Infos dazu. Wir haben die Links reingesetzt. Über das Finanzamt gibt es auch noch die Infos. Wenn euch solche Sachen taugen, wir haben das quasi in unserer gewerkschaftlichen Arbeit organisiert als Riders Collective. Noch einmal der Hinweis, werdet Mitglieder, das einfach für uns alle das Leben, für alle, die im Botendienst arbeiten und generell Solidarität. Ich würde mal sagen, wir beenden es hiermit. Und Robert, du wirst mich jetzt, ihr seid noch da, du wirst mich jetzt für einen Streber halten. Ich bin aber keiner. Ich sage es nur Folgendes, die Fragen, was wir davor gehabt haben, sind genau 2 Fragen, die genau 40 Sekunden dauern. Dann haben wir wirklich alle Fragen beantwortet, die gestellt wurden. Darf ich das noch wirklich ganz schnell? Natürlich. Die erste Frage ist, die einer schreibt, wann E1A und E1AK? Klare Antwort, E1AK immer dann, wenn die Umsätze unter 35.000 Euro sind. Das muss da auch irgendwo stehen. Das E1A braucht ihr nicht, das wäre nur bei höheren Umsätzen. Kurze Frage, kurze Antwort. Das ist erledigt. Und die allerletzte Frage, die wirklich noch offen war von allen, was ihr auch selber bekommen habt, schreibt einer, EA-Rechnung mit Excel. Wie überreicht man sie dem Finanzamt? Antwort von mir, gar nicht, weil du keine Excel-Listen beilegst, sondern die Einnahmen-Ausgabenrechnung immer nur verpflichtend über das E1AK machst. Das heißt, Excel-Liste hat überhaupt nichts zu suchen. Das waren die einzigen 2 Fragen, die von euch mal irgendwie früher gekommen sind, die nicht während des Referats beantwortet worden sind. Das heißt auch von meiner Seite aus, danke, alles Gute für euch und das war's. Super.
Und auch von meiner Seite danke an alle, danke auch, also speziell an dich, Manfred, war super. Robert auch, danke an dich und ja, Alex und Roland und alle, die mitgeholfen haben. Und wie gesagt, also wir werden das Ganze zusammenfassen, auf die Riders Collective Internetseite stellen, mit den ganzen Templates etc. etc. Also da könnt ihr dann das auch nachlesen. Danke.